So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Jürgen Kornmeier aus der Nähe von Freiburg, Wissenschaftler, 3 Kinder verheiratet. Was für ein Wissenschaftler? Von meiner Ausbildung her Neurowissenschaftler mit einem Schwerpunkt Wahrnehmung und in meiner Funktion Chef von einem sehr spektakulären privaten Forschungsinstitut, dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Was soll das sein? Das ist ein privates Forschungsinstitut. Ja, aber was macht ihr da? Wir beschäftigen uns mit außergewöhnlichen Erfahrungen von Menschen. Was ist eine außergewöhnliche Erfahrung? Kann ich mal ein Beispiel bringen? Stell dir vor, du hast heute Nacht einen Traum von einem Schulkameraden, den du vor 20 Jahren zum letzten Mal gesehen hast. Und morgen früh stehst du auf, machst dir einen Kaffee und plötzlich ruft er an. Dann hat das natürlich Bedeutung für dich. Die Frage ist, war das Zufall oder hat es auch auf einem globalen Skala Bedeutung? Und, habt ihr was rausgefunden? Das ist eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Da können wir aber in die Tiefe gehen im Gespräch. Warum kann man das nicht einfach beantworten? Weil es da sehr viele Randbedingungen gibt. Also an diesem Beispiel jetzt könnte man jetzt eine grobe Rechnung machen. Also du hast jetzt ein bestimmtes Alter und wenn man da jetzt die Lebenstage ausrechnet, nehmen wir mal an, mit 10 Jahren hast du angefangen oder vielleicht mit 7 oder 8 so zu träumen, dass du es am nächsten Tag noch erinnerst. Weiß ich jetzt gar nicht, wann das anfängt. Und dann jetzt alle Tage bis zu deinem jetzigen Zeitpunkt zusammenzählen würde und dann in Betracht ziehen würde, dass du jede Nacht mindestens einmal träumst. Mhm. Ja, und dann würden wir noch ausrechnen, wie oft passiert es, dass du oder irgendjemand sich in einem Traum oder in einem Traum jemand vorkommt, den man lange Zeit schon nicht mehr gesehen hat. Und dann würden wir jetzt nicht nur von dir ausgehen, sondern alle 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Dann wird das, was scheinbar erstmal sehr unwahrscheinlich ist, vielleicht doch sehr viel wahrscheinlicher, weil es ganz viele solche möglichen Events gibt, wo sowas passieren kann. Das ist im Prinzip was hinter Statistik versteckt ist, wo man dann ausrechnen kann, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist denn das, dass jetzt so eine Koinzidenz zufällig passiert und keine Bedeutung hat. Also ist das jetzt unwahrscheinlich oder wahrscheinlich? Es ist, ich träum von jemandem und dann am nächsten Tag kommt er? Es ist relativ unwahrscheinlich, aber möglicherweise nicht so unwahrscheinlich, wie es einem subjektiv vorkommt. Und das ist Wissenschaft? Das ist ein Teil von Wissenschaft. Warum? Warum? Weil das ist was viele Menschen nicht ganz verstehen. Wir Wissenschaftler, also ich rede jetzt natürlich hauptsächlich, ich bin Naturwissenschaftler und wenn ich Wissenschaftler sage, rede ich jetzt hauptsächlich über meine Zunft. Mhm. In der Regel erfassen wir Daten und mit irgendwelchen Messinstrumenten und versuchen aus diesen Daten Sinn zu machen. Mhm. Das heißt, am Ende versuchen wir anhand der Daten Modelle über die Welt, wie sie ist, zu konstruieren. Und alles, was die Wissenschaft verstanden hat, sind eigentlich bloß Modelle von der Welt. Wir unterscheiden, also die Philosophy of Science, also die Wissenschaftsphilosophie unterscheiden zwischen Epistemologie und Ontologie. Und die Epistemologie, einfach gesagt, ist im Prinzip das, was wir verstanden haben und mit Hilfe unserer Sprache und zum Beispiel mit Hilfe von Mathematik versuchen zu erklären. Mhm. Und dann gibt es die Ontologie, das ist die Welt, wie sie wirklich ist, auch wenn niemand was misst, zum Beispiel. Ich kann es an einem ganz einfachen Beispiel... Ja, bitte? Hört sich nach Kant an, Dualismus. Ja, Dualismus, das ist Kant, Descartes, da gibt es viele. Ich bin jetzt philosophisch nicht ganz so gut bewandert, da darfst du mich nicht abfragen. Ich auch nicht. Aber ich kann ein sehr gutes Beispiel nennen. Also es gibt elektromagnetische Wellen, das kennt jeder. Ja? Von Radiowellen bis UV-Strahlen, gegen die man sich schützen muss, jetzt gerade im Sommer. Und das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, ist im Prinzip ein Teil der elektromagnetischen Strahlung, die von der Sonne auf uns niederstrahlt. Das heißt, wenn ich jetzt dein Gesicht sehe, dann die Lampen senden Lichtstrahlen auf dein Gesicht, die werden reflektiert in deinem Gesicht, gelangen in meine Augen und dann versucht mein Gehirn da ein Modell von der Person, die mir gegenüber sitzt, zu basteln. Ja? Mhm. So.
Und jetzt ist es aber so, dass unsere Augen nur für ein ganz schmales Fenster aus diesem sehr breiten Spektrum elektromagnetischer Wellen überhaupt empfindlich ist. Das heißt, es gibt so viel mehr Informationen um uns herum, die wir mit den Augen gar nicht wahrnehmen können. Die Honigbiene hat ein Spektrum, was ein bisschen mehr in den Rotbereich verschoben ist. Das heißt, die kann Rottöne sehen, die wir Menschen nicht sehen können. Dafür fehlt ihr am Blauende was. So, und dieses Beispiel finde ich paradigmatisch, weil wir aufgrund dieser limitierten, eingeschränkten Information machen wir uns ein Bild der Welt. Und dieses Bild kann ja nur eingeschränkt sein, weil die verfügbare Information über unser Sinnesorgan Auge nur diesen beschränkten Teil der Weltinformation Wir haben ja andere aufnimmt. Sinnesorgane. Bitte? Wir haben ja andere Sinnesorgane. Ja, natürlich, aber die unterliegen genau dem gleichen Problem. Ja, aber vielleicht helfen die ja mit zu sehen. Bitte? Vielleicht helfen die ja auch mit, das Bild zu sehen. Naja, also welches Sinnesorgan hilft uns noch zu sehen? Mit der Nase. Ohren. Nein, mit der Nase riechen wir, das sehen wir nicht. Wir komplettieren dann das Bild über die verschiedenen Sinnesorgane, die Information, die uns umgibt, aber alle Sinnesorgane sind eingeschränkt. Ja. Und deshalb ist die Information, die wir von der Welt haben, eingeschränkt. Und deshalb können wir also mit unseren Sinnen, wir sehen einen Baum mit grünen Blättern, aber wir wissen nicht, wie der Baum aussehen würde, wenn jetzt das Spektrum, also die Sensitivität unserer Augen ein breiteres Spektrum hätte, würde vielleicht ganz anders aussehen. Und letztlich ist das, was unser Wahrnehmungssystem in unserem Gehirn produziert, auch ein Modell der Welt. Und das ist ein konstruiertes Modell. Aber das ist ja nichts Neues. Nö, das ist nichts Neues. Aber das... Das muss ja so sein. Also wir haben ja zwei Augen. Ja. Und die zwei Augen haben zwei verschiedene quasi Bilder, die sie ins Gehirn senden. Und das Gehirn muss ja dann daraus ein 3D-Bild. Ja, so verschieden sind die Bilder gar nicht. Also die haben einen großen Überlapp. Ja, aber ein bisschen verschieden. Das ist ja durch die zwei Stereo Augen, sehen. unsere zwei Augen Ja. minimal anderes Bild. Minimal anderes Bild, genau. Sonst würden wir ja quasi ein 2D-Bild haben. Nein, tatsächlich. Also 2D plus 2D ist 3D. Nee. Aber das Stereo-Sehen mit unseren beiden Augen, das reicht vielleicht 1-2 Meter und dann ist vorbei. Also, dass wir 3D wahrnehmen, da gibt es noch andere Sachen. Also, das ist auch ein interessantes Thema, auch ein super schönes Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Unsere Netzhaut ist zweidimensional, die Welt ist dreidimensional. Genau. Das heißt, aber da haben wir ja zwei Augen dann. Ja, aber beim ersten Schritt des Sehens, wenn also das Licht auf die Netzhaut fällt, da verlieren wir eine komplette Dimension. Und die rekonstruieren wir uns durch Sekundärinformationen. Genau. Dazu gehören die zwei Augen, dazu gehört aber auch, wenn du jetzt in die Tiefe gehst, dass das Bild von dir auf meiner Netzhaut kleiner wird. Dazu gehört Zentralperspektive. Dazu gehört, dass der Kontrast schwächer wird, wenn jemand in die Tiefe geht. Dazu gehört zum Beispiel Parallaxe. Parallaxe ist, wenn du jetzt in einem Zug sitzt und durch die Landschaft fährst, du siehst irgendwo am Horizont Berge und weiter vorne siehst du ein paar Bäume, dann ziehen sowohl die Berge als auch die Bäume an deiner Netzhaut vorbei. Das heißt, deine Netzhaut sieht Bewegung. Aber weil die Bäume näher sind, bewegen die sich schneller auf deiner Netzhaut als die Berge dahinter. Und diese Geschwindigkeitsdifferenz, das nennt man Parallaxe und das ist auch eine Teilinformation, die dem Gehirn hilft, die dritte Dimension wieder zu erlangen. Spannend. Zu rekonstruieren. Total spannend. Aber das ist ja, das hört sich ja nach normaler Wissenschaft an. Natürlich ist alles normale Wissenschaft. Also was ich mache, ist alles normale Wissenschaft. Ja, aber offenbar in einem privaten Institut. In einem privaten Institut. Naja, und jetzt gibt es halt, also was ich sagen will... Macht ihr der Geheimforschung nach? Ne? Nein. Was ich sagen will, ist, in der Forschung machen wir Modelle von der Welt. Ja. So. Und dann spannend wird es, wenn wir irgendwelche Erkenntnisse haben, die diesen Modellen widersprechen. Ja, und dann stehen wir vor einer Herausforderung. Entweder ist die Forschung falsch oder das Modell ist nicht umfassend genug. Und dann muss das überarbeitet werden. Ja? Also ein schönes Beispiel ist die Relativitätstheorie von Einstein. Die Physik bis dahin ist davon ausgegangen, dass Zeit und Raum Konstanten sind. Und Einstein kam dann und hat gesagt, naja, Zeit ist relativ. Und das hat natürlich für jeden Beobachter was anderes. Ne? Genau. Und das hat natürlich eine riesen Kontroverse erzeugt. Der Einstein hat anfangs echt Probleme gehabt, akzeptiert zu werden. Lustigerweise hat er dann später denselben Fehler gemacht mit der Quantentheorie. Hat gesagt, das, was ihr da behauptet, kann gar nicht sein. Der liebe Gott würfelt nicht. Okay.
Also deshalb, man darf natürlich auch nie vergessen, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Und deshalb kommt auch in der Wissenschaft all das vor, was die Psychologie der Menschen ausmacht. Ja? Von Narzissmus über dieses Gefühl, jetzt habe ich die Welt verstanden, wenn ich lang genug in der Wissenschaft bin, obwohl das niemand richtig geschafft hat. Hast du es denn schon verstanden? Ah, nee. Nein. Mein ehemaliger Chef, der zu Jahreswechsel gestorben ist, der hat mich immer gefragt, und Herr Kollmeier, haben Sie die Weltformel entdeckt? Tust du noch? Nee. Warum nicht? Ja, weil es zu komplex ist. Ist das so? Ich habe die Weltformel auch gar nicht gesucht. Aber lass uns zurückkommen zum Institut. Also, genau. Und jetzt gibt es halt so komische Sachen, wie jetzt dieses Beispiel, was ich eingangs gebracht habe, dieses Synchronizitätserlebnis, was viele Menschen berichten, dass sie an jemanden denken, plötzlich ruft er an, ja, oder dass jemand Telepathie-Kram, stirbt. Ja, also es gibt Telepathie. Nee, das ist jetzt Synchronizität. Telepathie ist, wenn ich jetzt einen Gedanken an meine Frau senden würde, die jetzt ein paar hundert Kilometer von uns entfernt hängt. Also ohne jetzt irgendwie mein Smartphone zu benutzen und die weiß plötzlich, was ich denke oder so. Das ist Telepathie. Aber würde ja nach Einstein auch möglich sein. Wenn Zeit relativ ist, ist der Raum ja auch relativ. Ja, aber Einstein, naja, also wenn der Einstein sagt, dass Zeit relativ ist, heißt es ja noch nicht, dass damit Telepathie erklärbar ist. Nö. Ja, also so weit wird er nicht gehen. Also da muss man halt, Wissenschaft geht in kleinen Schritten und man muss vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Das ist auch ein großes Problem, was viele Kolleginnen und Kollegen irgendwie nicht bedenken, wenn sie in solchen Formaten sitzen. Aber das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, das gibt es so sonst nicht, ne? Das gibt es so sonst nicht. Also ich kann vielleicht ein bisschen was über die Geschichte erzählen, wenn das interessant ist. Ja, kommen wir gleich zu. Aber es gibt's so nicht. Habe ich in Deutschland einmalig zum Beispiel. In Deutschland ist es einmalig. Es ist weltweit. Es gibt ein paar ähnliche Institute. Das Entscheidende ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, ja, ich fange mal so an. Ich fange mal so an. Also ich bin ja sozusagen, dass ich Wissenschaftler geworden bin, ist eine Anhäufung von nicht vorhersehbaren Ereignissen. Ich habe Biologie und Mathematik studiert und wollte Gymnasiallehrer werden. Und dann, ich weiß das noch, saß ich in der Schule im Biounterricht. Ich habe Bio-Leistungskurs gehabt und dann gab es Genetik. Und in Genetik habe ich dann gelernt, dass es einen genetischen Code gibt. Und was heißt genetischer Code? Das heißt, es gibt DNA, unser Erbgut. Und in diesem Erbgut, das ist wie so eine Art Schriftrolle, wo eine Sprache realisiert ist. Und diese Sprache kodiert kodiert die Bausteine der Proteine, die sozusagen elementar für unseren Körper sind. Und ich habe da in diesem Leistungskurs gelernt, dass dieser Code universell ist. Dass also die Sprache, die Information, die in dieser DNA versteckt ist, das ist die gleiche Sprache für mich, für die Stubenfliege, für einen Pilz, aber auch für die Bananenpflanze oder die Himbeere oder so. Sprache des Lebens. Die Sprache des Lebens. Und das hat mich wirklich umgehauen. Das hat mich total fasziniert und das hat quasi meine Liebe zur Wissenschaft geweckt. Okay. Sowas. Ja, und dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und ich habe irgendwie, alle haben mir gesagt, ich kann gut erklären. Dann habe ich gedacht, naja, Lehrer wäre vielleicht was. Und dann habe ich Lehramt studiert, Gymnasial, Biologie und Mathematik. Und als das Studium zu Ende war, habe ich gedacht, das kann es auch noch nicht gewesen sein. Damals war ich noch frei und unabhängig, ohne Kinder. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn mir jetzt eine spannende Doktorarbeit über den Weg läuft, dann mache ich das noch. In die Schule kann ich immer noch gehen. Und dann bin ich eben an dieses Institut gekommen. Was ich aber jetzt sagen will mit dieser Geschichte ist, dass ich jetzt kein typischer Wissenschaftler bin, der von Anfang an jetzt den Karrieregedanken hatte. Ja? Ich bin auch ein Negativbeispiel. Ich bin nicht in der Welt herumgefahren. Ich habe jetzt nicht besonders viele Publikationen. Ich habe auch schon ein paar Drittmittel eingeworben. Ich habe jetzt nicht mit den großen, berühmten Wissenschaftlern zusammen publiziert. Und ich bin eigentlich in der Wissenschaft, weil mich die Wissenschaft fasziniert, nicht weil ich Karriere machen will, sondern weil ich Wissenschaften will. Weil ich Dinge verstehen möchte. Und dann hat mein Doktorvater, während ich meine Doktorarbeit gemacht habe, hat mein Doktorvater zu mir gesagt, hey, rede nicht öffentlich über Bewusstsein.
weil, wenn du öffentlich über Bewusstsein redest, das kann karriereschädlich sein. Oh. Weil damals Bewusstsein ein Tabuthema war für die Neurowissenschaft. Die Neurowissenschaftler haben gesagt, naja, das kann man ja gar nicht messen, das ist was für die Philosophen. Wer ein seriöser Wissenschaftler ist, der erforscht das, was erforschbar ist, was irgendwie auch absurd klingt. Und Bewusstsein als Thema ist eigentlich in die Wissenschaft deshalb gekommen, weil ein berühmter Mensch sich dem Thema angenommen hat. Und zwar war das Francis Crick. Ich habe vorhin über die DNA gesprochen. Watson und Crick haben die Doppelhelixstruktur der DNA entdeckt, haben den Nobelpreis dafür gekriegt und dann hat der Crick gesagt, okay, die Details sollen jetzt die anderen rauskriegen. Ich wende mich jetzt dem letzten verbliebenen Rätsel der Menschheit zu, dem Bewusstsein. Und dann hat er das erste Paper zum Thema Bewusstsein geschrieben im Bereich der Neurowissenschaften und plötzlich ging die Tür auf. Und ich habe dabei gelernt, ja, Wissenschaft ist auch zu einem gewissen Teil Politik. Also es muss nur der Richtige oder der die größte Anerkennung hat, ein Thema eröffnen und dann wird es von allen akzeptiert. So, das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich mir bis dahin so naiv gedacht habe, naja, in der Wissenschaft sollte man doch eigentlich alle Fragen stellen dürfen, wenn man sich dazu verpflichtet, sie mit seriösen wissenschaftlichen Mitteln zu bearbeiten. Es ist heute sogar noch so, dass wenn man jetzt in dem Bereich der Grenzgebiete, auch manchmal Parapsychologie genannt, wenn man da unterwegs ist, auch wenn man seriös Wissenschaft macht, kann das sein, dass das karriereschädlich ist. Und darum bist du ja bei einem privaten Institut. Deshalb gibt es wahrscheinlich die Parapsychologie nicht an einer deutschen Universität, nicht als offizieller Lehrstuhl. Der Bender hat es damals tatsächlich geschafft nach dem Krieg. Bender ist der Institutsgründer, Hans Bender. Reden wir gleich drüber, ja? Ja, der ist der Institutsgründer und der hat es tatsächlich geschafft damals. Der hat eine Professur gehabt in Freiburg in der Psychologie und da hat er auch die Grenzgebiete damit abgedeckt. Aber das wurde dann sehr schnell wieder abgeschafft. Aber die Freiburg-Uni wollte dieses Thema an sich nicht an der Uni haben. Also sie wollten es dann danach nicht mehr haben. Warum? Damals, ja, weil das ein prekäres Thema ist. Es ist halt deshalb prekär, natürlich, also unser Institut heißt nicht umsonst Grenzgebiete der Psychologie, weil da natürlich auch sehr viel schlechtes Zeug unterwegs ist. Also es gibt natürlich, das weißt du auch, das wissen alle, es gibt natürlich sogenannte Medien, die versprechen, dir Kontakt herzustellen zu deiner verstorbenen Oma oder zu deiner verstorbenen Frau oder so und dann Botschaften aus dem Jenseits für viel Geld verkaufen. Ich habe erst vor ein paar Wochen so ein Meeting gehabt mit einer Frau, die nimmt 160 € in der Stunde. Wobei, bei der ich eigentlich glaube, dass sie... Mit solchen Personen triffst du dich? Na, das gehört zu unserem Spektrum. Aha. Natürlich gehört das zu unserem Spektrum. Wir müssen da ja wissen, was auf diesem Gebiet unterwegs ist. Aha. Das ist Psychohygiene. Okay. Also, das heißt, da gibt es Scharlatane. Es gibt aber auch Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie diese Gabe haben. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die dieses dringende Bedürfnis haben, im Fokus der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu stehen und das natürlich genießen, dass dann die Presse da ist, das Fernsehen da ist, dass die Leute sie auf der Straße erkennen und so. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die halt Anzeichen von psychischer Erkrankung zeigen und die vielleicht besser in der Psychiatrie aufgehoben worden wären. Das gibt's alles. Das Spektrum ist breit. Und Bender hat damals, als er das Institut gegründet hat erkannt, dass es da viel Scharlatane auf dem Weg gibt. Und das kann ja auch gefährlich sein. Ja? Also wir haben mit der Dame, mein Kollege und ich haben mit der über eine Stunde gesprochen. Und mein Kollege, der ist wesentlich erfahrener in dem Themenbereich. Ich bin ja der erste zugestoßen zu diesem Thema. Können wir nachher auch noch drüber reden. Natürlich kann man da ja auch was auslösen. Weißt du, wenn jetzt bei einer Person der Lebenspartner stirbt oder ein Kind stirbt oder so. Ja? Und dann kommt jetzt jemand und sagt, ich kann den Kontakt zu dem Verstorbenen her und erzählen dann irgendeinen Blödsinn. Das kann Menschen in eine psychische Krise hineinkatapultieren. Das heißt, man spielt da oder ja, man ist in Kontakt mit einem oder kann in Kontakt sein mit einem sehr vulnerablen Klientel und häuft damit, ohne sich das vielleicht richtig bewusst zu machen, große Verantwortung
auf sich. Und ich frage mich manchmal, ob viele der sogenannten Medien sich dieser Verantwortung bewusst sind. Das war was Bender damals schon erkannt hat. Und er hat gesagt, es braucht eine Institution, die seriös ist und auch seriöse Informationen zu diesem Thema liefert. Und wenn ich seriöse Informationen zu diesem Thema liefern will, muss ich natürlich wissen, was in diesem Gebiet los ist, wer sich da tummelt und was für Strömungen da unterwegs sind. Völlig klar. Das heißt, also wir haben es auch mit den Schmuddelkindern zu tun. Nicht einfach, aber auch spannend. Was kam mit der Frau jetzt raus? Die 460 Euro? Die wollte sich war am Institut interessiert und wollte wissen, wie wir positioniert sind. Und seither haben wir nichts mehr von ihr gehört. Okay. Ach, die hat euch interviewt? Die hat einfach nach Kontakt gefragt. Die hat gefragt, ob sie mal mit uns sich unterhalten kann. Und dann hat sie so ihre Geschichte erzählt und hat dann gefragt, wie das Institut positioniert ist zu so Jenseitskontakten und sowas. Spannend. Falls ihr Fragen habt an Jürgen, die nächsten Stunden, her damit. Raya kommt. Du hast ja schon erzählt, damit wir es abhandeln, du bist 67 geboren? Ja. Wo kommst du? Wo? Wo? In einem kleinen Dorf, Appenweier. Das ist genau in der Mitte zwischen Freiburg und Karlsruhe. Okay. Das ist auf der A5, wenn man nach Straßburg abbiegt. Das ist die Ausfahrt Appenweier. Was haben deine Eltern gemacht? Bitte? Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern waren keine Akademiker. Mein Vater war Beamter im mittleren Dienst und meine Mutter war Verkäuferin in einer Metzgerei. Okay. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Und? Jünger, älter? Älter. Okay. Was ist aus der geworden? Die hat Bilanzbuchhalterin gemacht. Also die hat eine Banklehre gemacht. Wollte nicht Lehrerin werden? Die wollte nicht Lehrerin werden, nein. Warst du ein guter Schüler? Ich war ein guter Schüler, ja. Okay. Ich war ein guter Schüler. Bei mir hat sich ich habe mich am Anfang schwer getan und je älter ich geworden bin, desto mehr fand ich Schule toll, weil ich irgendwie die Inhalte spannend fand. Ich weiß noch im Mathematikunterricht, der Mathematikunterricht ist nur dann weitergegangen, wenn Jürgen alles verstanden hatte. Okay. Ich habe einfach so lange gefragt, bis ich alles verstanden habe. Okay. Und irgendwann habe ich erkannt, naja, wenn ich in der Schule aufpasse, dann muss ich zu Hause weniger tun, nachbereiten und so, mich auf Klausuren vorbereiten. Also gucke ich, dass ich alles, was wichtig ist, in der Schule verstehe, dann habe ich nachmittags frei. Was hast du stattdessen gemacht? Mein Onkel hat einen Bauernhof gehabt, das habe ich geliebt. Da habe ich meine ganzen Ferien verbracht. Was ging da so? Traktor fahren und bei der Ernte helfen und lauter so ein Zeug. Okay. Aber Bauer wolltest du nicht mehr? Nee. Ich fand's toll, aber nö. Okay. Haben die einen Lehrer gesagt, wo deine Talente sind? Haben die gesagt, hier werd mal Lehrer, das, was du vorhast? Oder wollten sie dich woanders hin pushen? Manche haben das gesagt. Es ist tatsächlich auch so, dass ich eine große Liebe zur Musik habe. Und Appenweier ist zwar ein kleines Dorf, aber damals, ich habe im Musikverein Trompete gespielt. Und damals war das so, dass das eine ziemlich große Kapelle war in Appenweier. Und irgendwie hat sich dieses Dorf leisten können, den Soloposaunist vom Südwestrundfunkorchester als Dirigenten zu engagieren. Und der war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Und der hat tolle Sachen mit uns gemacht. Also von Wagner über Tschaikowski, Rachmaninow und auch moderne Sachen. Der hat ganz tolle Sachen mit uns gemacht. Der hat meine musikalische Bildung enorm erweitert und ist dann auch irgendwann zu meinem Vater gegangen und hat gesagt, er hat da einen Trompetenlehrer in Straßburg an der Hand und zu dem würde er mich gern schicken. Damit du Trompete lernst? Ja, genau. Und? Ja, ich habe es nicht gemacht. Weil? Keine Ahnung. Welche Rolle spielt der Musik bei unserer Wahrnehmung, wo wir dann schon waren? Hilft das? Oh, keine Ahnung. Damit habe ich mich tatsächlich wissenschaftlich noch nicht beschäftigt. Ich bin mehr im visuellen System unterwegs. Das wäre das auditorische System. Ja, man kann ja durchs Hören quasi, gibt ja auch irgendwie Beethoven. Ja. Er hat ja quasi auch blind noch Musik. Taub. Taub noch Musik Ja. gemacht, weil er irgendwie das gesehen hat. Ja, er hat es gehört, wahrscheinlich, oder? Wenn er taub ist, kann er ja nicht gehört haben. Ja, er hat es mental gehört. Also Genau. Es gibt ja, natürlich, also das ist jetzt, da rutschen wir jetzt ins Thema Imagination rein, auch ein sehr spannendes Thema. Also was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmen und mentalem Vorstellen von Dingen, die man nicht sieht? Gibt es einen Unterschied? Natürlich gibt es einen Unterschied. Also wenn ich was sehe, wenn ich dich jetzt angucke, dann geht Information über meine Augen rein und das ist die Grundlage meiner Wahrnehmung. Ja, aber du hast davon erklärt, das ist ja auch dann schon
Naja, also wenn dich das jetzt interessiert, dann müssen wir das wirklich ein bisschen aufrollen. Ja, das Musik war jetzt aber nur so ein Einwurf. Ja, nee, aber wir können darüber sprechen, weil das auch spannend ist für die Themen des Instituts. Also letztlich, wir haben angefangen vorhin über Wahrnehmung zu sprechen, Augen und so, kleines Spektrum, elektromagnetische Wellen. Das Problem ist zweierlei. Also erstmal ist die Information, die wir kriegen, also erstens ist sie eingeschränkt, das habe ich vorhin an ein paar Beispielen gemacht, 3D und schmales Spektrum, elektromagnetische Wellen. Dann ist es sehr verrauscht. Also ein Punkt in der Welt, ein kleiner Punkt auf einer weißen Wand, wird repräsentiert als eine Scheibe. Und das liegt daran, dass die Optik des Auges nicht perfekt ist, dass es sozusagen ein bisschen unscharf wird, zum Beispiel. Ja, also das heißt, die Information ist unvollständig, sie ist verrauscht und unsere Augen nehmen viel mehr Informationen auf, als uns bewusst wahr wird. Also das sind schon massive Einschränkungen. Ja? So, und jetzt ist es so, dass wir konstruieren uns eine innere Welt quasi. Also jede Wahrnehmung, die wir haben, ist ein Konstrukt, eine innere Welt. Es gibt wunderschöne optische Täuschungen, die uns erlauben, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken, die uns zeigen, wie unser Wahrnehmungssystem, wie fantastisch unser Wahrnehmungssystem funktioniert und die Welt interpretiert. Und das heißt jetzt, wir haben Input aus den Augen und wir haben ein Wahrnehmungsgedächtnis. Ja? So, und jetzt ist es so, der Input über die Augen, der variiert in seiner Qualität. Und wir müssen so schnell wie möglich, schon aus evolutionären Gründen, müssen wir so schnell wie möglich eine Interpretation liefern. Weil wir müssen ja entscheiden, unsere Vorfahren, renne ich hin, ist es Beute oder renne ich weg, ist es Gefahr. Ja? Das passiert hochautomatisiert innerhalb von Millisekunden. Darüber habe ich mir eine Doktorarbeit geschrieben unter anderem. So, und jetzt ist es aber so, das ist Interpretation. Letztlich liefert uns unser visueller Apparat, liefert uns ein Konstrukt und das wird irgendwie abgeglichen mit Gedächtnisinhalten. Wir sprechen von Bottom-up versus Top-down. Also im Prinzip wird geguckt, was in diesem Schubladensystem unseres Gedächtnisses passt am besten zu dem, was da unten reingekommen ist. Ja. Und das ist dann unsere Interpretation. Ja? So, und das ist jetzt sozusagen, letztlich haben wir zwei Quellen. Einmal unser Gedächtnis, einmal haben wir unser sensorischer Input. Und wer jetzt davon mehr Gewicht hat, das variiert. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, jemand, der jetzt schizophren ist und Halluzinationen hat, bei dem dominiert klar Top-Down. Das kann dann dazu führen, dass sozusagen der Gedächtnisteil so stark überwiegt, dass der plötzlich Dinge sieht, die gar nicht da sind oder Dinge hört, die gar nicht da sind. Und das ist sozusagen das Spiel. Ja? Wie viel der sensorischen Information fließt in unsere Wahrnehmung und wie viel Konzeptuelles. Und das hat ja viel weitere Konsequenzen. Also wenn ich jetzt mit dir rede, dann gibt es Schallwellen, die bei deinem Ohr landen und dann müssen sie erstmal von mir zu dir gelangen und dann müssen sie im Ohr verarbeitet werden und dann gehen sie zu höheren kortikalen Arealen. Irgendwann wird dir bewusst, was ich sage. Aber das braucht ja Zeit. Das heißt, was ich dir sage, hörst du immer leicht zeitversetzt. Und du siehst mich auch, also jedes Bild von mir ist immer eigentlich ein Bild aus der unmittelbaren Vergangenheit. Ja? Das Licht muss ja erst mal ankommen. Das heißt, wir haben nie die Welt in Echtzeit, sondern immer mit einem kleinen zeitlichen Delay. So, und wenn jetzt jemand Tennis spielt oder Fußball spielt und dann jetzt irgendwie der Tormann da so einen Ball fangen muss, der mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zukommt, das kann der ja gar nicht in Echtzeit richtig verarbeiten. Das heißt, er muss die Zukunft antizipieren. Das heißt, er muss im Prinzip aus dem, was er jetzt die letzten... Um den Ball zu halten. Genau, die letzten 3-4 Sekunden über das Spiel mitgekriegt hat, muss er integrieren und im Prinzip macht unser Wahrnehmungssystem, um dieses Zeitproblem in den Griff zu kriegen, macht es ständig Vorhersagen über die unmittelbare Zukunft. Und diese Vorhersagen fließen dann in die Wahrnehmung mit rein. Aber wir sind jetzt über Musik dahin hinzugekommen mit Wahrnehmung. Musik ist auch eine sensorische Information. Musik ist auch eine sensorische Information. Geht in deine Ohren. Die geht in die Ohren rein. Und dann verarbeitet dein Gehirn. Genau.
Also, was war deine Frage? Deine Frage war, wie Musik meine Forschung beeinflusst hat? Oder nee, aber in der Richtung? Es gab ja immer so, manche können Musik sehen. Man gibt ja so die ganzen psychedelischen Sachen, wo man dann irgendwie auf LSD und keine Ahnung irgendwie trippen soll. Und dann auf die Musik, Augen zu, und dann sieht man die Musik. Ja. Da gibt es auch einen Fachbegriff, der mir jetzt gerade entfallen ist. Das gibt es auch, wenn man keine Drogen nimmt, bei manchen Personen. Ah, ja? Ja. Also für manche Menschen haben Zahlen eine Farbe. Zum Beispiel. Okay. Noch nie gehört? Nee. Mir fällt es leider der Fachbegriff nicht ein. Verdammt, vielleicht kommt es noch irgendwann. Da gibt es aber auch Forschung dazu, und es deutet sich dann an, dass, wenn ich jetzt, einen visuellen Inhalt habe, dass bei diesen Menschen es irgendwelche Verbindungen zwischen visuellen und auditorischen Arealen gibt und dass sozusagen ein visueller Input auch das auditorische System stimuliert. Also da gibt es tatsächlich schon plausible Erklärungen dazu. Gibt es eine Erklärung dafür, warum wir quasi irgendwie auf Drogen zum Beispiel die Musik sehen können? Da kann ich jetzt im Prinzip wieder auf das referieren, was ich gerade gesagt habe, dieses Bottom-up und Top-down. Okay. Und letztlich, also das ist jetzt meine Privattheorie, da mag es auch Literatur dazu geben. Also meine Theorie ist die folgende. Also Augen gibt es ja nicht nur bei Menschen. Ne? Augen gibt es bei Insekten, Augen gibt es bei Ratten, und lichtempfindliche Strukturen gibt es sogar beim Regenwurm und so. Das heißt, das Sehen ist in der Evolution sehr viel früher erfunden worden, in Anführungszeichen, jetzt anthropologisiere ich die Evolution, als kognitive Fähigkeiten. Ja? Und ich habe das ja vorhin schon erwähnt, also im Prinzip sind wir eigentlich ständig mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Information, die wir über unsere Sinne aufnehmen, unglaublich viel schlechter ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und wir müssen ständig daraus in Windeseile ein plausibles, das möglichst plausibelste Konstrukt entwerfen, die plausibelste Interpretation für die gegebene Situation, damit wir schnell und sicher handeln können. Und ich glaube, dass meine Theorie ist, dass sich die Kognition aus folgenden Gründen entwickelt hat. Also ich glaube, dass ich meine, die viele Organismen, wenn du Tiere anguckst, die Hauptaufgabe ihrer täglichen Wachperiode sind sie damit beschäftigt, sich Nahrung zu beschaffen. Ja, das ist die Hauptaufgabe zum Überleben. So, ein entscheidender Punkt beim Menschen war, dass er das irgendwann mal ökonomisiert hat. Das heißt, er hat angefangen, Dinge zu verstehen und hat angefangen, sich damit Zeit einzukaufen. Ja, dadurch, dass er Nahrungsmittel speichern konnte, dass er systematisch Pflanzen anbauen konnte, Tiere jagen konnte, Fleisch pökeln und was weiß ich. Damit haben wir uns im Prinzip Zeit erkauft. Zum Nachdenken, genau. Und meine Interpretation ist, dass es sozusagen on top, also es gibt so ein hochautomatisiertes Wahrnehmungssystem, was hochautomatisiert Sinn erzeugt, eine Interpretation erzeugt. Das Gehirn. Bitte? Das Gehirn? Ja, der Wahrnehmungsteil des Gehirns. Ja. Und on top gibt es jetzt ein Evaluationssystem, was sozusagen dieses schnelle Erstergebnis erstmal in Frage stellt und darüber nachdenkt, ob es auch Alternativerklärungen gibt. Ja, dazu gehört Probehandeln, dass man sich überlegt, Pläne macht. Wenn ich jetzt das und das mache, was könnte das für eine Konsequenz haben und so. Das ist, glaube ich, das waren die Schlüsselelemente der kognitiven Entwicklung. Und das war sehr erfolgreich, offensichtlich. Ja, macht ja auch Sinn. Also unser Gehirn baut ja auch aufeinander auf. Genau. Hat ja mehrere Schichten. Richtig. Wir teilen ja das Stammhirn mit Krokodilen und alles Mögliche. Genau. Und die wird dann immer größer. Genau. Und ich glaube jetzt, also letztlich gibt es da im Prinzip so eine Art Filter, der im Prinzip so einen Plausibilitätscheck macht. Und wenn ich jetzt Drogen nehme, so stelle ich mir das vor, dann wird in irgendeiner Weise dieser Filter außer Kraft gesetzt oder so moduliert, dass Dinge durchrutschen, die im normalen Alltag nicht durchrutschen, weil sie die Funktionalität und damit das Überleben gefährden würde. Aber dann hört sich das so an, ja, wenn wir Drogen nehmen, dann ist das gefährlich. Jetzt nicht mehr, weil ja keine wilden Tiere um uns rumlaufen und uns fressen können, wenn wir dann nicht mehr reaktionsfähig sind. Aber in der Vergangenheit
wäre das wahrscheinlich schon gefährlich geworden. Oder jetzt gerade, wir hatten vorhin Bewusstsein, jetzt ist gerade Kognition eingebracht. Ja. Ist das synonym? Nicht unbedingt. Also Was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und Kognition? Also. Gibt's eigentlich, du hast ja vorhin hier diesen Bewusstseinsforscher angesprochen. Dieser Nobelpreisträger. Der Crick, genau. Francis Crick. Hat der eigentlich eine allgemein akzeptierte Theorie? Nein. Für Bewusstsein geliefert. Es gibt ein tolles Review. Einer der Big Player im Moment ist der Anil Seth aus Großbritannien, Neurowissenschaftler, der sich sehr viel mit Bewusstsein beschäftigt. Der hat vor einem Jahr oder so hat er ein Review geschrieben. Review ist, also wir Wissenschaftler, wir backen ja keine Brötchen, wir bauen keine Autos oder Häuser. Was machen wir eigentlich? Wir machen Experimente, also wir experimentellen Naturwissenschaften, wir machen Experimente und dann schreiben wir Artikel. In diesen Artikel erklären wir, was wir herausgefunden haben, versuchen die Befunde, die wir haben, zu deuten. Ja? So, das sind Einzelarbeiten. Dann liest es einer, findet es spannend und sagt, das glaube ich nicht. Überprüfe ich das mal. mache ich nach. Ja? Das überprüfe ich. So, und so funktioniert Wissenschaft. Ja? Und jetzt gibt es dann Leute, die vielleicht schon länger im Geschäft sind und dann einen großen Überblick haben, ja, der forscht dran. Es wäre doch jetzt mal an der Zeit, diese ganzen Arbeiten, die diese Leute produziert haben, mal alle zu lesen und mal zusammenzufassen. Und zu sagen, so, was ist das Core-Finding, was sind die Gemeinsamkeiten, die gefunden wurden und wo unterscheiden die sich, wo widersprechen die sich vielleicht sogar. Sowas nennen wir ein Review, einen Übersichtsartikel. Der Anil Seth hat so einen Übersichtsartikel geschrieben, sehr gut geschrieben, wirklich lesenswert, über Bewusstsein, über neuronaler Korrelator von Bewusstsein, also die neurowissenschaftliche Sicht auf Bewusstsein. Und da hat er eine schöne Tabelle drin und in der Tabelle steht, das ist eine Auswahl von aktuellen Theorien zum Bewusstsein. Und diese Tabelle hat 22 Einträge. Und das ist eine Auswahl. Und mein Doktorvater hat damals zu mir gesagt, wenn es eine wissenschaftliche Frage gibt und es viele Theorien dazu gibt, dann ist es im Prinzip ein starker Hinweis darauf, dass man noch nicht viel verstanden hat. Okay. Ja. Das heißt, wir warten noch auf eine, wir warten noch auf eine Theorie. Ja, also eine überprüfbare Theorie des Bewusstseins. Ja, genau. Im Prinzip gibt es viele Definitionen und es gibt viele intelligente Menschen, die sich äußern zu Bewusstsein, aber so richtig verstanden hat es noch keiner. Dann wird mal Zeit. Ja, ist ein schwieriges Thema. Kann die KI da helfen oder so? Ach, gute Frage. Ich glaube nicht. Könnt ihr die verschiedenen Theorien, die 22 Ja, natürlich, das kann sie. Gemeinsamkeiten und Unterschiede überprüfen? Also meine Erfahrung mit KI ist bisher, was solche Sachen betrifft, nicht so spektakulär. Ja, aber wäre ja vielleicht hilfreich, weil man hört ja auch immer wieder, nicht, dass irgendwie künstliche Intelligenz irgendwann mal Bewusstsein erlangt. Wäre hilfreich, vorher eine Definition von Bewusstsein zu finden, damit wir herausfinden können, ob die KI Bewusstsein erlangt hat. Sonst, wenn wir ja nicht wissen, wonach wir messen. Also es gibt natürlich Theorien, es gibt so ich würde mal sagen, 3 Haupttheorien, die sich damit beschäftigen. Bewusstsein oder KI? Bewusstsein. Ja. Bewusstsein. Und die widersprechen sich auch relativ. Ja, es gibt jetzt im Moment so ein Konsortium, was versucht, groß angelegt in verschiedenen Labors bestimmte Experimente, also dasselbe Experimente in verschiedenen Labors zu machen und diese Experimente so zu designen, dass man im Prinzip möglicherweise als Ergebnis entscheiden kann, hat diese Theorie recht, hat jene Theorie recht oder hat jene Theorie recht. Ja. Es gibt aber bei dieser ganzen Forschung ein ganz großes Problem. Es gibt einen berühmten Philosophen, der in diesem Kontext immer wieder zitiert wird, das ist der David Chalmers. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. David Chalmers, der hat das Hard Problem of Consciousness in die Diskussion gebracht. Hast du da schon drüber gehört? Noch nicht. Erzähl's mal. Also, die Frage ist, also wir haben jetzt, beim Gehirn haben wir ja schon ein paar Sachen verstanden. Weit weniger, als vielleicht die Öffentlichkeit glaubt. Aber so jetzt Early Vision, so die ersten Schritte der visuellen Wahrnehmung und so, da gibt es schon enorme Erfolge. Ja. Es gibt, also man kann das festmachen an sowas wie zum Beispiel einem Cochlea-Implant, da können wir nachher auch noch drüber reden, wenn du willst, sehr spannendes Thema. Oder daran, ich habe ja
2 6 Jahre Postdoc in der Freiburger Augenklinik gemacht. Da habe ich sehr viel auch über Diagnostik mitgekriegt, was für tolle Möglichkeiten es gibt, Augenerkrankungen zu diagnostizieren und dann auch zu intervenieren und so. Also man hat schon einiges verstanden, ja. Aber letztlich eine große Frage ist, stell dir vor, da liegt jetzt eine leckere Himbeere auf dem Tisch, die so richtig intensive rötliche Farbe hat. Und dann siehst du diese Himbeere und ich sehe die Himbeere. Wir können uns darauf einigen, dass die jetzt eine rötliche Farbe hat. Irgendwelche Frauen im Raum, wenn welche da wären, die würden das vielleicht ein bisschen genauer differenzieren, weil die einen größeren Wortschatz, was Farbbeschreibungen betrifft, ist zumindest mein persönlicher Erfahrung. Für mich ist das rot und meine Frau, aber nein, das ist doch und so. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt, dass wir uns beide auf Himbeere einigen können. Wir können uns beide auf Rot einigen. Aber ich werde mein ganzes Leben bis zu meinem Tod niemals in Erfahrung kriegen, ob die Art und Weise, wie du diese Himbeere siehst oder wenn du reinbeißt, wie du sie schmeckst, identisch ist mit der Art und Weise, wie ich sie sehe oder wie ich sie schmecke. Das ist das erste Personen-Perspektive-Problem. Mhm. Es wird auch in der Zukunft kein Experiment geben, was mir erlaubt, die Welt aus deinen Augen zu sehen. Das ist so dieser Qualia-Aspekt, also sozusagen die Art und Weise, wie ich diese Himbeere wahrnehme, wie ich die Farbe Rot wahrnehme, wie ich einen Baum wahrnehme. Das ist sozusagen mein persönliches Geheimnis. Ich kann natürlich viele Worte verwenden, um dir zu beschreiben, wie ich das sehe. Mhm. Aber es gibt nicht genug Worte, um die vollständige subjektive, visuelle oder geschmackliche Erfahrung der Himbeere dir so nahezulegen, dass du genau weißt, wie es war. Für mich. Ist das nachvollziehbar? Ja. Und das ist eines der Hauptprobleme. Vielleicht forscht er deshalb Elon Musk nach diesem Neuralink, damit man mal in deinen Kopf reingucken kann. Ach je, das ist Bildzeitungsforschung, so. würde ich sagen. Also, das ist, man muss die Begrenztheit der Möglichkeiten erkennen. Ja. So, aber das ist jetzt so dieses Bewusstseinsproblem. Und das ist das harte Problem. Wir warten noch auf eine Definition. Naja, nee. Eine allgemeingültige. Oder allgemein akzeptiert. Wir warten darauf, dass jemand eine Idee hat, wie man diesen direkten Zugang irgendwie umschiffen kann. Diese erste Person-Perspektive-Problem. Das war ja die Ausgangsfrage, ob Bewusstsein und Kognition synonym ist. Genau, also wir haben eine Katze und ich bin überzeugt davon, die hat Bewusstsein. Ob die jetzt Kognition hat, ist eine andere Frage. Also ich meine, gut, was ist jetzt Kognition? Das ist auch was ist der Unterschied zu Bewusstsein, genau? Das ist jetzt schwer zu sagen. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, Mathematik zu machen, ja, dass wir bestimmte logische Schlüsse ziehen können, das ist Kognition. Denken, ja, genau. Aber die Katze kann vielleicht auch denken. Wir haben so einen kleinen Teich und der ist im Winter manchmal zugefroren, wenn es kalt genug wird. Und dann guckt die so mit ihren Pfoten, kann ich da drauf laufen? Die weiß den ganzen Sommer, das geht nicht. Aber die schnallt es dann, wenn das Ding gefroren ist, kann ich drüber laufen. Ja, aber so logisch. Sie muss ja denken können, um jagen zu können. Zum Beispiel. Essen. Ja, das ist die Frage, ob das auch automatisiert geht. Ich meine, der Frosch, dem kannst du jetzt auf ein grünes Blatt auch einen schwarzen Punkt machen, fährt die Zunge trotzdem aus, weil er denkt, es ist eine Fliege. Ist das so? Ja. Habt ihr mal probiert? Ja, da gibt es tolle Experimente dazu. Okay. Gut, wir waren noch hier. Musik hat dir gefallen, aber Musik wolltest du nicht studieren, den ganzen Kram. Genau. Okay. Ja, und dann habe ich halt Lehramt studiert, das habe ich ja gesagt, und dann bin ich an die Uni gekommen, ne? Und ich meine. In Freiburg? In Freiburg. Okay. Ja, ich habe Freiburg nie wirklich verlassen. Ich habe dann an der Uni studiert und ich meine, man muss dazu sagen, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, ich habe tolle Eltern gehabt, meine Mutter lebt auch noch. Aber ich bin nicht aus einer akademischen Familie gekommen. Und ich habe jetzt einfach hautnah den Unterschied gesehen, weil unsere Kinder,
die sind halt aus einer akademischen Familie. Meine Frau hat studiert, ich habe studiert. Und es ist einfach der Unterschied, was zum Beispiel abends am Tisch gesprochen wird, die Themen, die behandelt werden. Also das ist einfach, ich glaube, dass es mein Sohn, der jetzt gerade Physik studiert, so ungleich viel einfacher gehabt hat, als ich, sich an der Uni zurechtzufinden zu Beginn. Ja. Ich bin natürlich auch in einer Zeit groß geworden, als es noch kein Internet gab. Ja. Und dann habe ich studiert, als es so irgendwie so Modems gab noch und man eine halbe Stunde warten musste, bis man ein Bild runtergeladen hat und so. Und damals waren halt Bücher und eine Bibliothek und sowas waren halt noch irgendwie die Quellen des Wissens. Und ich bin an dieser Uni gewesen und ich habe gedacht, ich habe Zugang zu allen Informationen, fast allen Informationen im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe viel zu lange studiert. Ich bin in der Germanistik gehockt in Vorlesungen. Ich bin in Psychologievorlesungen gehockt. Und, hast du Magister gemacht damit? Ich habe Magister Mathematik und Biologie, Ja. Genau. Und dann habe ich eine Doktorarbeit angehängt. Warum Mathe und Biologie? Ja, weil ich Gymnasiallehramt studiert habe. Und in Baden-Württemberg braucht man 2 Fächer. Ah, okay. Ja. Okay. Hat dir das was gebracht, Mathe und Biologie zu kombinieren? Weil du hast ja über Genetik und so weiter. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich war gut in der Schule in Mathematik. Ich habe mein halbes Studium finanziert durch Mathematik-Nachhilfe für junge Damen. Hauptsächlich junge Damen. Und aber ich habe mich in Mathe eigentlich immer wie ein Tourist gefühlt. Ich habe so das Gefühl gehabt, die Leute da in der Mathe-Vorlesung hocken, die sind alle hier daheim und ich bin der Gast. Warum? Und ja, weil also so eine Mathe-Vorlesung war schon was Spannendes. Also da stand der Professor, es gab diese Tafeln, die man aufschwingen kann. Ja, es gab so die zentrale rechteckige Tafel in der Mitte und dann diese Tafeln, die man auf und zu machen kann. Und dann hat der angefangen, 2 Stunden Vorlesung, oben links angefangen, alles vollzuschreiben, das auch noch zu sagen. Der hat Lehrbücher im Kopf gehabt, hat das alles hingeschrieben, Satz, Beweis, Korollar. Hat er alles vollgeschrieben, die Tafel wieder leer gewischt und dann wieder von vorne angefangen. Ich habe kein Wort verstanden. Und ich habe dann das erste Mal, ich habe gedacht, ja, klar, Schulmathematik, das habe ich alles verstanden. Aber ich meine, in der Uni, in so einer Vorlesung kann man nicht aufstehen und sagen, hier, jetzt habe ich es nicht verstanden, erklären Sie das nochmal. Da gucken dich alle an und so. Doch, ist die Uni da? Nee. Dann gehst halt danach. Das war No-Go. Ja, aber ich hätte ja, der hätte noch mal 2 Stunden gebraucht, mir das alles zu erklären. Ich bin sehr schnell schweigsam geworden. Am Anfang habe ich noch Fragen gestellt und dann haben mich alle angeguckt und so. Und dann habe ich gedacht, nee, lassen wir lieber. Und dann habe ich aber auf die Zwischenprüfung lernen müssen und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe versucht, das zu verstehen und habe dann erkannt, Mathematik ist eine eigene Sprache. Und um über Mathematik urteilen zu können, also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man dann so mit hippen Leuten unterwegs ist, dann ist es irgendwie, es ist auch hip, Mathe-Scheiße zu finden. Ja, und wenn du in Mathe schlecht warst und Mathe-Scheiße gefunden hast, dann gehörst du dazu und sonst bist du ein Exot. Ja, so, das war so meine Erfahrung ein bisschen. Und ich habe halt, als ich auf die Zwischenprüfung gelernt habe, habe ich das Gefühl gehabt, man muss die Sprache verstehen. Und wenn man die Sprache versteht, dann kann ein mathematischer Beweis eine Ästhetik wie ein Kunstwerk haben. Aber man muss sich mit der Sprache auseinandersetzen. Mhm. Und dann, ich war dann wirklich fasziniert von was für geniale Ideen Menschen haben können. Und was mich auch fasziniert hat, dass man für dieses Fach eigentlich nur ein Stück Papier und einen Bleistift braucht. Taschenrechner am besten. Ja, die in den Anfängen haben wir gesagt, ja, in diesem Bereich von Mathematik kommst du mit dem Taschenrechner nicht weit. Da werden ja nur noch Buchstaben und Symbole durch die Gegend geschoben. Aber irgendwann hast du Sprache gesprochen. Ich habe die Sprache irgendwann verstanden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so weit gekommen bin, dass ich es selber sprechen hätte können. Vielleicht rudimentär. Ist Biologie auch eine Sprache? Naja, Biologie hat auch eine eigene Sprache, aber in Biologie gibt es halt viel mehr intuitive Anknüpfpunkte zur Erfahrungswelt. Warum? Naja, du kannst halt irgendwie Pflanzen sammeln und du kannst dann Messungen machen und kannst dann verstehen, wie
wie so ein grünes Blatt Energie absorbiert und wie da Traubenzucker draus gemacht wird und solche Sachen. Ja, also im Prinzip, dass die Pflanzen, die menschliche Entdeckung der Photovoltaikanlage um Jahrhunderte, Jahrtausende uns voraus waren. Mhm. Ja. Sowas fand ich auch sehr faszinierend. Hat eine eigene Sprache, aber ist was anderes als das, was ich jetzt mit der Mathematik gemeint habe. Mhm. Und das ist sowas Ähnliches wie Musik. Also manchmal, meine Vorliebe für Musik ist sehr breit. Es geht von Renaissance-Musik über Barock, Klassik, Romantik bis hin zu Jazz und manche Hip-Hop-Sachen finde ich auch cool und so. Und bei manchen Stücken hat man so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, hat man so ein Gefühl der Ergriffenheit. So, also ich habe bei manchen Stücken, so Bach oder so, das Gefühl, das ist jetzt Vollkommenheit. Das ist das Absolute. Ja. Und da hat man so manchmal das Gefühl, Meisterwerke. Ist das jetzt was, also ich bin Mensch, so meine Frau ist jemand, der kann sich schnell in so was reindenken und ist dann vollkommen absorbiert vom Thema und da kann dann nebendran irgendwie eine Bombe einschlagen, kriegt die nicht mit. Mhm. Bei mir ist es ganz schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege immer alles um mich rum mit und ich brauche viel Ruhe, wenn ich mich richtig konzentrieren muss. Und manchmal gibt es halt so, wie zum Beispiel so ein Musikstück, wo ich so seltene Fälle habe, wo ich mich wirklich tief ergriffen fühle. Ja, aber das meine ich auch. Vielleicht hilft ja Musik, sich besser konzentrieren zu können. Nee, in dem Moment bin ich absorbiert von der Musik. Da ist dann das Denken fast abgeschaltet. Ja. Und sowas, wo ich dann das Gefühl habe, ja, wenn es irgendwas Absolutes gibt, dann ist es das jetzt. Und so ein Gefühl hatte ich auch manchmal bei Mathematik, bei bestimmten mathematischen Beweisen, als ich sozusagen den Zustand erreicht hatte, die Sprache wenigstens zu verstehen. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Aber irgendwann hast du dann gesagt, Lehramt ist zu wenig, ich promoviere. Ich habe dann gesagt, ich war einfach noch neugierig. Ich habe gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und da bist du auf Neurobiologie als Promotionsthema gestoßen. Genau. Ja, das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte. Kommt das Institut wieder ins Spiel. Eine gute Freundin von mir, die hat an dem Institut gearbeitet. Und zwar an dem heutigen. An dem heutigen Institut. Und mit der habe ich mich immer mal wieder getroffen so und dann hat die mir so Geschichten erzählt. Und zwar haben wir im Institut auch eine Beratungseinheit. Mhm. Beratung für Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrungen, die unter diesen außergewöhnlichen Erfahrungen leiden. Und die Freundin von mir, die hat mir dann immer mal wieder so Geschichten erzählt. Ich fand es sehr faszinierend. Und dann sind wir irgendwann mal abends zusammengesessen und hat sie zu mir gesagt, hey du, ja genau, dann hat sie, das habe ich ganz vergessen zu sagen, naja, wir reden ja noch über die Geschichte des Instituts, hast du gesagt. Also nur in a nutshell, also es gibt diese Stiftung. Bender, der Gründer, war eine sehr charismatische Person und er hat es irgendwie geschafft, eine reiche Unternehmerswitwe zu faszinieren. Mhm. Und die hat in ihrem Nachlass, die hat keine Kinder gehabt, die hat in ihrem Nachlass verfügt, dass es eine Stiftung gibt. Und das Institut ist eine der Begünstigten der Stiftung. Welche Stiftung? Und die Holler Stiftung. Mhm. Und dann ist das Institut über Nacht zu sehr viel Geld gekommen. Mhm. Und weil wir gemeinnützig sind, wir sind ein EV-Institut, also eingetragener gemeinnütziger Verein, musste nach den deutschen Regeln, Finanzamt, mussten wir sozusagen das Geld, was wir da pro Jahr bekommen haben, mussten wir auch ausgeben. Ja. Und das ist natürlich auch, kann auch eine Challenge sein, wenn man irgendwie ein kleiner Laden ist mit 3 Hansler und dann muss plötzlich 8 Millionen Mark im Jahr ausgegeben werden, damals D-Mark. Das war eine Herausforderung. Und es war richtig schwierig und die Holler Stiftung ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Leute, wir haben Probleme mit dem Finanzamt, ihr müsst gucken, dass ihr das Geld unterkriegt. Ja, er sagt ihnen aber, gibt uns weniger. Ja, nee, das ging nicht, das war ja testamentarisch verfügt. Aha. So, und dann war die notwendige Konsequenz, dass dieses Institut expandiert. Okay. Und eine Expansion war, dass sie, die hatten dann, ein Kollege von mir, der noch am Institut ist, der hat einen Blick für Leute. Und der hat entdeckt, dass es da in Garchim im Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, also sozusagen Astrophysik, da gibt es einen Mann, hat er entdeckt, der macht interessante Sachen und der hat so ein wissenschaftsphilosophisches Interesse. Und der hat sich beschäftigt, jetzt steigen wir echt in die Themen des Instituts ein, der hat sich beschäftigt mit dem Dialog zwischen dem Psychologen dem Psychologen C.G. Jung, Carl Gustav Jung, und dem
Quantenphysiker Wolfgang Pauli. Mhm. Die haben sie mir so Briefe geschrieben über Jahre. Ja, genau. Der Pauli-Jung-Dialog. Und den haben die dann, also den Harald Abmannsbacher heißt der ist jetzt verrentet, lebt in der Schweiz. Den haben die dann ans Institut eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Und dann habe ich gedacht, wenn das war so gerade gegen Ende von meinem Studium. Und das hat die mir erzählt. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn da ein Astrophysiker an dieses Institut kommt, einen Vortrag hält, das muss sehr spannend sein. Bin ich dahin, habe mir den Vortrag angehört und so. Und dann, ja, es ging um diesen Pauli-Jung-Dialog. Ah, ja, okay. Und dann hat die Freundin von mir erzählt, naja, die wollen den anwerben. Die bieten dem eine Dauerstelle, der kann da eine Arbeitsgruppe gründen und das fand ich dann auch spannend. Und dann habe ich gedacht, naja, also Fragen kosten ja nichts. Dann bin ich dahin und habe gefragt, ob es eine Doktorarbeit gibt. Und die meinen so, wir brauchen mal jemanden für Neurobiologie. Oder was? Ja, also ich bin zu dem in seiner Arbeitsgruppe und der hat gesagt, ja, ich hätte dann ein spannendes Thema. Das war Neurobiologie oder das Thema? Nee, das Thema war tatsächlich, es hat was mit Neurobiologie zu tun gehabt. Aber das war dann, dieses Framing habe ich der Sache dann gegeben. Der hat sich tatsächlich, also das ist jetzt die Frage, ich versuche es zu erklären. Ich wollte ja nur wissen, warum du bei Neurobiologie ich versuche es zu erklären. Also mein Thema hat sich das ist ein spannendes Wahrnehmungsthema und zwar geht es um Kippfiguren. Was ist eine Kippfigur? Das ist ein Bild, auf das ich gucke und dann sehe ich was und plötzlich ändert sich meine Wahrnehmung, obwohl sich am Bild nichts ändert. Neckarwürfel. Da gibt es Neckarwürfel oder die alte junge Frau ist vielleicht noch bekannter. Da gibt es so eine alte junge Frau, da kann man drauf gucken, dann sieht man eine alte Frau und plötzlich sieht man eine junge Frau und dann sieht man plötzlich wieder eine alte Frau oder es gibt so Ende Hase, ein Ende Hase-Bild oder ja, so. okay. Sowas, ja. Das sind Kippfiguren. Spannendes Thema, auch für die Bewusstseinsforschung, total spannend, war mal so das hippe Paradigma, um Bewusstsein zu erforschen. Weil die Idee war, der sensorische Input ist ja die ganze Zeit konstant, aber die Wahrnehmung ändert sich. Und wenn wir jetzt, die Idee war, wenn wir jetzt im Gehirn diesen Ort finden, wo sozusagen die Entscheidung fällt, was sehe ich gerade, dann muss das Tor zum Bewusstsein sein. Ja? Am Schluss kam dann raus, dass die Dinge komplizierter sind, als man denkt, aber war ein spannendes Thema für Bewusstseinsforschung, Neurowissenschaft. Ich habe darüber dann auch meine Doktorarbeit gemacht, habe dann so EEG-Messungen gemacht, was passiert im Gehirn, wenn dieser Wechsel stattfindet und so. Und? Weil das ist ja der gleiche Reiz, aber die Wahrnehmung... Genau. Also wir haben dann ein Paradigma dann aufgestellt, wo wir dann verglichen haben, wir haben den Würfel gezeigt, also das ist so ein Gitterwürfel, wo man dann drauf guckt und dann kann es eben sein, dass man die Vorderseite nach rechts unten sieht oder die Vorderseite nach links oben. Und dann haben wir den Würfel gezeigt in einer Bedingung und in der anderen Bedingung haben wir zwei Würfel konstruiert, die so Tiefeneffekte haben, Schatten haben, die dann sozusagen den beiden Wahrnehmungen entsprechen und die haben wir dann per Computer wechseln lassen. Dann dreht sich das so. Und dann haben wir sozusagen das EEG verglichen, einmal wenn der Wechsel in der Welt stattfindet und wenn der Wechsel nur im Gehirn stattfindet, aber in der Welt kein Wechsel. Ja? Und dann haben wir erstaunlich ähnliche Signaturen im EEG gefunden, bloß in dem Moment, wenn der Wechsel im Gehirn stattgefunden hat, waren alle Signaturen, das war wie so ein Muster von Aktivität, das war zeitlich verschoben um 60 Millisekunden. Das haben wir gefunden. 60 Millisekunden? 60 Millisekunden. Also 1000 Millisekunden sind eine Sekunde. Aber das ist ein Spezifikum. Also man muss sich mal irgendwie klar machen, vielleicht um einfach ein Gefühl für die Zeitskala zu bekommen, mit der unser Gehirn arbeitet. Ja? Wenn ich dich jetzt vor einen dunklen Bildschirm setze und dann zeige ich ein Schachbrett oder irgendein Bild, dann geht es etwa 60 Millisekunden, bis ich im EEG das erste Signal messe. Also zum Zeitpunkt 0 kommt der Reiz, etwa 60 Millisekunden nach Reizbeginn messe ich das erste Signal in deinem Gehirn. Ja? Und nach etwa 400 Millisekunden bist du in der Lage, eine Antwort zu geben, was du gesehen hast. Also man kann etwa sagen, dass das Gehirn etwa 300 bis 400 Millisekunden braucht, wenn der Bildschirm schwarz ist und plötzlich kommt was, bis wir in der Lage sind, bewusst wahrzunehmen und der Welt mitzuteilen, was wir sehen. Ja, also 1000 Millisekunden ist eine Sekunde, 400 brauchen wir für Bewusstsein, ungefähr.
Ja? Und das hilft 0,06, um zu berechnen, dass überhaupt irgendwas ist. Ja, genau. Und das hilft jetzt ein bisschen, diese 60 Millisekunden, die Größenordnung zu verstehen. Ja? Und das war schon, also es war schon auch erstaunlich, dass man mit so einer groben Methode, musst du dir ja vorstellen, was ist EEG? Du klebst da Elektroden an die Schädeldecke, ja, und dann versuchst du durch den Schädel, durch die Hirnhäute elektrische Aktivität im Hirn zu messen. Ja, und dann musst du dir überlegen, so eine Elektrode ist etwa so groß und so ein Neuron steht in keinem Verhältnis dazu. Das heißt, übers EEG misst du nur, wenn ganz viele Neurone gleichzeitig dasselbe machen. Ja? Also wenn ich meine Vorlesung halte, bringe ich immer ein schönes Bild. Stellt euch vor, da gibt es jetzt irgendwie ein großes Gebäude, sowas wie ein Reichstag. Da gibt es viele Zimmer drin. In jedem Zimmer sitzt ein Chor und singt ein Lied. Ja, und jeder Chor singt ein anderes Lied mit einem anderen Tempo, mit einer anderen Melodie. Und du hältst jetzt deine Ohr außen an die Mauer. Und das, was du hörst, ist das, was wir mit dem EEG aufnehmen. Ja, so ungefähr. Das ist ungefähr die Qualität an Daten, die wir zur Verfügung haben, um zu verstehen, wie das Gehirn Kognition produziert, wie es Wahrnehmung produziert. Und das ist auch was ich den Leuten immer sage und was auch die Wissenschaftler, finde ich, besser in der Welt kommunizieren müssen, dass man immer die Ergebnisse in dem Licht angucken muss, was kann mein Messinstrument überhaupt an Daten erfassen? Wo sind die Grenzen meines Messinstrumentes? Und das EEG hat klare Grenzen. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass wir in der Lage waren, in diesem Paradigma überhaupt was zu finden. Hat das jetzt also auch was mit dem Geist, wie heißt das ja? Geist-Materie-Problem? Geist-Materie-Problem zu tun? Ja, ich finde, das hat was damit zu tun. Also erstmal, okay, warum ist jetzt dieses Experiment mit diesen Kippfiguren überhaupt relevant? Warum ist es überhaupt relevant für das Institut? Warum war das relevant für den Astrophysiker? Der Astrophysiker war natürlich an Quantentheorie interessiert. Und Quantentheorie ist natürlich auch ein spannendes Thema. Und da muss ich jetzt gleich sagen, also ich erzähle jetzt eine Analogie, aber ich sage dazu, ich bin kein Physiker. Nee, ich bin ganz ehrlich und sage, ich habe die Quantentheorie nicht verstanden. Ja? Aber ich habe viel mit dem geredet. Es gibt noch andere Physiker, mit denen ich Kontakt habe. Und das, was ich verstanden habe, das hat mich dazu gebracht, mir da so eine Analogie zurechtzulegen, die den Leuten hilft, das besser einzuordnen. Weil das, was die Quantentheorie rausgekriegt hat, war ein bisschen so ein Erdbeben wie das, was Einstein rausgekriegt hat mit der Zeit. Und letztlich war das erste Erdbeben, dass die Physik eigentlich davon ausgeht, dass eine Messung ein objektiver Prozess ist. Also wenn ich was messe, wenn ich jetzt ein System messe, kann ich die Eigenschaften des Systems erfassen, ohne dass das System in irgendeiner Weise beeinflusst ist durch die Messung. Und die Quantenphysik hat gesagt, das ist fundamental falsch. Jede Messung beeinflusst das System. Also man kann es ganz anschaulich einfach machen. Ich stelle einen Topf auf den Herd und versuche, das Wasser zum Kochen zu bringen. Und dann will ich wissen, wie ist die Temperatur. Und dann mache ich dann ein Thermometer rein. Und natürlich hat der Thermometer eine andere Temperatur. Und in dem Moment, wo ich ihn reintauche, sorgt er dafür, dass die Temperatur des Wassers verändert wird. Zwar minimal, aber es ist eine Veränderung. Und das ist der Punkt, den die Quantenphysik gemacht hat. Jede Messung verändert das System. Also eine objektive Messung ist eigentlich gar nicht möglich. So. Und dann gab es eben diese spektakuläre Befund und den versuche ich jetzt in einer wirklich stark vereinfachten Analogie wiederzugeben. Ich hoffe, dass ich keine zu starken Beschimpfungen aus dem Netz bekomme. Also, wird schon kein Quantenphysiker jetzt zugucken. Stell dir vor, du hast eine verblindete Person, die hat die Augen zugebunden und die kriegt 2 Socken, eine blaue und eine rote und 2 kleine Kisten. Ja? Und die Aufgabe dieser Person ist, eine Socke in die eine Kiste zu tun, die andere Socke in die andere Kiste. Dann werden die Kisten zugemacht. Eine Kiste wird nach New York geschickt und eine nach Sydney. Ja? So, in Sydney macht einer die Kiste auf und findet eine blaue Socke. Dann weiß der in dem Moment, wo er da reingeguckt hat, ganz klar, in New York ist eine rote Socke. Die entscheidende Frage ist, an welcher Stelle findet die Entscheidung statt, welche Socke in welcher Kiste gekommen ist. Und die klassische Physik würde sagen, ganz klar, in dem Moment, als die Socken in die Kisten gepackt wurden. Und die Quantenphysik sagt, nein, die Entscheidung darüber, welche Socke in welcher Kiste ist, findet dann statt, wenn jemand reinguckt.
Und vorher gibt es gar keine 2 Socken und keine 2 Kisten, sondern nur ein holistisches Ganzes. Ja, aber derjenige oder diejenige, die die Socken reingepackt hat? Da endet jetzt natürlich die Aussagekraft dieser vereinfachten Analogie. Also das ist Schrödingers Socke dann, ne? Was? Ja, sowas. Genau. Schrödingers Katze ist doch ähnlich, ne? Schrödingers Katze ist sowas Ähnliches. Aber nicht das Gleiche? Ja, ein bisschen sehr ähnlich insofern, dass man, solange man die Box nicht aufmacht, nicht weiß, ob die Katze noch am Leben ist oder tot. In dem Moment ist sie beides. Das war Schrödingers. Das ist die Analogie. Ja? Und das Lustige ist, also natürlich haben die Physiker das nicht jetzt mit Socken gemacht, sondern mit Elektronen und Spins. Ja? Und der Einstein hat gesagt, das ist Blödsinn. Völliger Blödsinn, das gibt es gar nicht. Und als Einstein lebte, konnte man dieses Experiment gar nicht machen. Aber es gab dann eine Zeit, da war das möglich, das Experiment zu machen. Das war einmal der Zeilinger, dann gab es noch einen Franzosen, dessen Namen jetzt nicht einfach 3 Leute waren. Die haben 2022 einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass sie dieses Experiment gemacht haben und gezeigt haben, dass die Quantenerklärung eigentlich die richtige ist. Oder die plausibler. Hat das was mit Heisenberg zu tun? Ich habe hier ja, natürlich. Ich habe hier gerade meine Tasse vor mir. Das hat auch was mit Heisenberg zu tun. Die Unschärferelation? Die Unschärferelation. Das hat was damit zu tun, aber das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten, das zu erklären. Ich habe es grob verstanden, was der Heisenberg dazu beigetragen hat, aber der hat halt irgendwie, die Unschärferelation ist sozusagen die Begrenztheit der Messmöglichkeit. Man kann nur entweder den Ort oder die Geschwindigkeit eines Teilchens mit maximaler Präzision festhalten. Und wenn man eins präzise macht, wird das andere unpräzise. Das ist die Unschärferelation. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Sache mit der Messung schwierig ist. So, wir waren ja als darauf gekommen. Genau, wir sind über die Kippfiguren zu der Quantentheorie gekommen. So, jetzt hat der Wolfgang Pauli, der ja auch Nobelpreisträger für Quantenphysik war, der hat in seinem Leben irgendwann mal eine psychische Krise gehabt. Und dann hat er sich an den Carl Gustav Jung gewandt und hat gefragt, ob er ihn therapieren kann. Und er hat gesagt, nee, er verweist ihn weiter an eine Kollegin, aber die beiden sind im Gespräch geblieben. Und die beiden haben sich ausgetauscht und wissenschaftlich ausgetauscht. Und in diesem Austausch haben sie festgestellt, dass die Quantentheorie Ähnlichkeiten hat mit der Theorie des Unus Mundus und Archetypen und so, was der C.G. Jung entwickelt hat. Und dann haben sie gedacht, naja, vielleicht sind wir in der Lage, so eine umfassende gemeinsame Theorie zu entwickeln, die man vielleicht so weit abspecken kann, dass sie nicht nur für Photonen und Elektronen anwendbar ist, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen der Naturwissenschaft oder vielleicht auch in der Psychologie. Und da haben die intensiven Briefaustausch gehabt. Der Bender, unser Institutsgründer, hat übrigens zu beiden Kontakt gehabt, ja, zu Pauli und zu Jung. Der hat das gleich gespürt, dass da was Interessantes unterwegs ist. Es gibt, glaube ich, sogar Audioaufnahmen in unserem Archiv dazu, zumindest zu Gesprächen mit C.G. Jung. Und der Physiker, der Attmansbacher, bei dem ich dann in der Arbeitsgruppe war, der hat sich für diesen Dialog interessiert und der wurde dann kontaktiert vom damaligen Lehrstuhlinhaber für theoretische Physik in Freiburg, der Hartmann Römer, der ist vor einer Woche ist der verstorben leider. Einer der intelligentesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wenn der Römer einen Vortrag gehalten hat, das hat man 1:1 aufschreiben können und als Artikel veröffentlichen. Der hat sich in allem ausgekannt. Wir sind immer, wenn man ihn zum Vortrag eingeladen hat, ist man danach in eine Nachsitzung gegangen, ein Abendessen gemeinsam. Der hat die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Der hat alles gelesen, philosophische Werke, der hat alles. Das ist der Universalgelehrter. Das gibt's noch? Ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist er gestorben leider. Aber das war ein Universal. Einer der wenigen letzten jetzt wahrscheinlich noch. Naja, aber jedenfalls hat sich dann der Römer mit dem Attmansbacher und noch einem Psychologen zusammengehockt und die haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt die Ideen von Pauli und Jung zu formalisieren. Das heißt, wir versuchen ein Paper zu schreiben, wo wir die Quantentheorie, also die mathematische Theorie so stark vereinfachen, dass sie auch anwendbar ist auf andere Bereiche. Und das ist ein Paper, das heißt jetzt verallgemeinerte Quantentheorie. Hat ziemlichen Einfluss gehabt, hat aber natürlich auch viele Trittbrettfahrer auf den Weg gebracht, die das halt völlig missinterpretiert haben und so.
Und also die Idee ist, dass es, also man spricht, wenn ich jetzt nochmal auf die Socken zurückkomme, ja, man spricht im Prinzip davon, dass diese beiden Socken oder die Elektronen mit ihren Spins in einem Verschränkungszustand sind. Also in einem Zustand, wo man eigentlich nicht mehr von einzelnen Elektronen sprechen kann, sondern wo das nur ein Ganzes ist. Und erst wenn jemand guckt, entsteht im Prinzip die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, nämlich zwei separate Elektronen. Und die Frage war, ob es vielleicht in sowas wie im mentalen System vielleicht auch sowas gibt wie Verschränkungszustände. Weil nämlich bei diesen Quantenexperimenten, das habe ich eigentlich gar nicht erwähnt, das Spektakuläre, und das sollte eigentlich in meiner Analogie dadurch zu tragen kommen, dass jetzt eine Socke in Sydney und die andere in New York ist. Das ist nämlich so, dass die beiden Elemente, die miteinander korrelieren, also die Zusammenhänge aufzeigen, so weit voneinander entfernt sind, dass man ausschließen kann, dass da eine irgendwie geartete Information ausgetauscht hätte werden können. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass auf diesem Quantenlevel eigentlich Konzepte von Raum und Zeit in diesem Zustand der Verschränkung keine Rolle spielen oder außer Kraft gesetzt sind. Sind ja relativ alle. Naja, das ist halt so die Frage. Ja, aber Einstein ja. Ja, aber so hat er es nicht gemeint. So hat er es nicht gemeint. Es kommt mal auf den Beobachter. Naja, nee, aber der Einstein hat schon gesagt, es gibt nichts Schnelleres als Licht. Ja. Und wenn diese Information hätte stattfinden müssen, dann hätte es was Schnelleres geben müssen als Licht. Weil die so weit auseinander waren, dass die Gleichzeitigkeit nur annähernd dadurch erklärt hätte werden können, dass es irgendwas gibt, was schneller ist als Licht. Aber ist das quasi nicht, wenn du dann die beiden, wenn du das mit den Socken aufmachst, dann synchronisiert sich nicht einfach nur nicht die Wahrnehmung? Nee, keine Ahnung, was du jetzt meinst damit. Nein, es lässt sich nicht konventionell erklären. Wenn du es aufmachst und weißt, okay, jetzt ist die rote da, dann synchronisiert sich automatisch auch die Wahrnehmung auf die andere Box. Weil ich dann weiß, okay, in der anderen ist die andere Farbe. Nochmal, da hinkt jetzt wieder die Analogie. Ja. Der Punkt ist wirklich, dass in diesem Experiment gezeigt werden konnte, dass in dem Moment, wo die Messung stattgefunden hat, diese Spins, die Festlegung der Spin-Ausrichtung stattgefunden hat. Und vorher spinnt es. Und das Entscheidende ist, dass die immer die beiden Teilchen entgegengesetzte Spins hatten. Und wenn dann sich sozusagen das eine Spin sich festlegt, woher weiß das andere Spin, was über Lichtgeschwindigkeitsentfernungen entfernt ist, wie das jetzt ist und wie kann das andere dann genau entgegengesetzt sein. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und da ist, wenn man jetzt klassisch physisch denkt, hätte eigentlich in irgendeiner Weise Information fließen müssen, was man aber ausschließen konnte. Okay. Und das war eigentlich das Spektakuläre. Und die Frage ist jetzt, also wenn man jetzt auf dem Weg ist, diese Phänomene, die bei unserem Institut landen, in irgendeiner Weise anzudocken. Also das, was wir berichtet bekommen. Ich habe am Anfang unseres Gesprächs habe ich gesagt, dass die Wissenschaft eigentlich von Modellen lebt. Mhm. Und das, was bei uns berichtet wird, widerspricht in der Regel den akzeptierten Modellen der Wissenschaft. Telepathie, Präkognition, so Synchronizitätsgeschichten. Wie soll denn das zustande kommen, dass du nachts einen Flugzeugabsturz träumst und am nächsten Tag, woher sollst du das in der Nacht schon wissen? Das ist die Frage. Ich meine, da ist natürlich die erste Frage, gibt es diese Phänomene wirklich oder ist das nur Einbildung von den Leuten? Ist das die Überschätzung von Zufall und so? Da kann man auch viel drüber reden. Aber wenn man jetzt annimmt, dass in diesen vielen, vielen Berichten, die wir haben am Institut, ein kleines Körnchen, dass da vielleicht 3, 4 oder 5 Geschichten dabei sind, die sich einfach nicht weg erklären lassen, konventionell. Kommen wir gleich noch. Eine Frage zu diesem Quantenkram. Ja. Und Einstein hat mich jetzt gerade an die schwarzen Löcher erinnert. Ja. Schwarze Löcher wurden ja auch erst modelliert, quasi rechnerisch vorausgesagt, ohne dass wir jemals schwarze Löcher entdeckt haben. Ja. Habe ich, glaube ich, von Harald Lesche mal gut gelernt. Ja. Und dann irgendwann haben sie in den 70ern, 80ern tatsächlich, weil sie wussten, wonach man suchen muss, weil es ja rechnerisch klar war, dass es die geben muss, auch entdeckt. Okay. Ja, und was ist die Frage? Und dann gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie weiße Löcher. Mhm. Das ist das Gegenteil von schwarzen Löchern, wo wir wissen, okay, die muss es geben.
Wir haben da die Modelle für, wir haben sie nur noch nicht entdeckt. Fand ich auch interessant. Ja, natürlich. Das ist hochinteressant. Also das ist das mit den schwarzen Löchern im Prinzip. Die Astrophysik ist auch hochspannend. Und by the way, also ich kenne ein paar Astrophysiker, die sind irgendwie am entspanntesten, was jetzt unser Institut betrifft, an unsere Themen entspricht, weil die die Astrophysiker, das ist ihr Alltagsgeschäft, zu verstehen, wie wenig wir wissen eigentlich. Ja, weil die haben mit so vielen Rätseln zu kämpfen. Also sowas wie die Unendlichkeit des Alls, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ja? Also ich kann mich zu Tode denken, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie Unendlichkeit praktisch realisiert ist. Und die sind da, die meisten, die ich kenne zumindest, sind da tiefenentspannt. Also die sagen, naja, also es gibt viele, die sagen, was nicht sein darf, kann nicht sein. Ja? Und unsere Phänomene dürfen nicht sein, weil sie halt den akzeptierten Modellen widersprechen, also können sie nicht sein. Ja? Also da gibt es viele, die sich so äußern. Und die Astrophysiker sagen, naja, also es gibt so viel, was wir nicht erklären können. Warum soll sowas nicht auch geben? Wir sind darauf gekommen, weil deine Promotion hatte ich da. Ja, genau. Und ich habe jetzt immer noch nicht aufgelöst, warum die Kippfiguren was mit Quantenphysik zu tun haben. Ja. Der Admansbacher hat einfach die Idee gehabt, naja, also wenn sowas wie Verschränkungszustände im mentalen System gibt, dann muss ich im Prinzip, und wenn ich jetzt versuchen will, das in irgendeiner Weise nachzuweisen, dann muss ich mir irgendein Konzept ausdenken, was Analogien hat zu diesen Elektronen mit den Spins. Ja? Also vielleicht für die Zuschauer da draußen meine Sockenanalogie. Natürlich haben die Quantenphysiker nicht Socken verpackt und das gemessen. Die haben Spins, also sozusagen so Drehrichtung von Elektronen untersucht und haben damit diese Quantenverschränkung nachweisen können. Und was war dann jetzt, also das Entscheidende war, dass so ein Elektron halt einen Spin haben konnte in eine Richtung und dann hat das Partnerelektron automatisch den Spin in die orthogonale Richtung haben müssen oder nicht die orthogonale, in die genau entgegengesetzte. Ja? Und das war im Prinzip das, was sie messen konnten. Also sozusagen, welche Ausrichtung hat das eine und dann entsprechend musste das andere die andere haben. Und das haben sie auch nachweisen können, dass das so war. Und dann hat der Admansbacher überlegt, wir brauchen jetzt im mentalen System sowas Ähnliches, sowas wie Elektronen mit Spins. Und dann ist er auf die Idee gekommen mit den Kippfiguren. Das ist ja auch ein Zwei-Zustands-System. Wir haben jetzt diesen Input und dann kann ich sozusagen die Kippfigur entweder in der Orientierung sehen oder ich kann sie in der anderen Orientierung sehen. Das sind zwei sich gegenseitig ausschließende Zustände. Und man kann nicht beide gleichzeitig haben. Und seine Idee war, naja, vielleicht könnte man jetzt, also vielleicht da einen kleinen Schritt zurück, ja. Also wenn ich jetzt dich angucke, dann habe ich einen stabilen mentalen Zustand, ja, der dich in meinem Gehirn repräsentiert. Wenn ich jetzt von dir weggucke und an die Wand gucke, dann sehe ich dann einen roten Punkt. Dann habe ich einen anderen mentalen Zustand, der diesen roten Punkt repräsentiert. Aber beim Übergang von da nach da gibt es ja eine Änderung. Und der William James, berühmter Psychologe und Philosoph, der hat das mal im Prinzip so dargestellt, naja, wenn ich von einem mentalen Zustand in einen anderen gehe, gibt es immer so einen Übergang der Instabilität. Ja? Also ein Zustand ist stabil, ein anderer ist stabil. Meiner, wenn ich dich repräsentiert habe, ist stabil. Dein Aussehen ändert sich ja nicht in meiner Repräsentation. Wenn du jetzt plötzlich dein Gesicht lang werden würde, dann müsste ich wirklich mir Sorgen machen. Ja? Aber diese Zwischenzustände, die wir in der Regel auch gar nicht bewusst wahrnehmen, diese instabilen Zustände, die könnten vielleicht interessant sein. Und der Admansbacher hat gesagt, naja, vielleicht ist das, wenn ich jetzt sozusagen von der einen Orientierung zur anderen meine Wahrnehmung wechsle, in diesem kurzen Moment, wo ich die Repräsentation von A nach B wechselt, vielleicht gibt es da so einen Zustand, wo beide mentalen Repräsentationen gleichzeitig repräsentiert sind. Und vielleicht könnte man das als
eine Analogie zu einem Verschränkungszustand betrachten. Und deshalb fand der die Kippfiguren so interessant, weil das möglicherweise ein mentales Modell sein könnte, mit dem man vielleicht gucken kann, ob man da experimentell Evidenz dafür findet, dass die Quantentheorie auch im mentalen System funktioniert. Jetzt bring ich nochmal ein Wort ein, das mir jetzt die ganze Zeit einfällt, die Neuronen. Ja. Kannst du mal erklären, was das quasi mit unserem Gehirn zu tun hat und Denken und so weiter? Und neuronale Aktivität. Und das hat mich jetzt gerade auf die Spiegelneuronen gebracht. Oh, Spiegelneuronen. Kann das mit zu tun haben? Also das wurde, glaube ich, nachgewiesen in Menschenaffen oder so weiter. Erklär mal kurz, was Spiegelneuronen sind, was die machen. Und hat das was damit zu tun, worüber wir gerade reden? Das hat damit nichts zu tun, würde ich sagen. Aber erstmal vielleicht Neurone. Also Neurone ist sozusagen die kleinste kompakte Einheit im Gehirn. Sozusagen der kleinste Lego-Baustein, aus dem das Gehirn aufgebaut ist. Und wenn die Neurone in einer bestimmten Art und Weise aktiv sind, dann scheint das Gehirn irgendwas zu produzieren. Ja? So. Und die Idee ist, dass es halt, die Neurone, die sind alle miteinander verkoppelt. Also im Prinzip, ich erkläre das immer meinen Studenten in der Vorlesung so, ihr müsst euch das vorstellen, so ein Neuron ist wie ein Telefon. Ja? Also da gibt es eine Einheit, wo du Informationen kriegst, das ist der Telefonhörer für die Älteren, als es da noch diese Knochen gab da mit Hörmuschel und Sprachmuschel. Also es gibt ja bei den Handys auch einen Teil, wo man was hört, einen Teil, wo man reinspricht. Ja? Und das ist ja ein Neuron auch. Also ich glaube, so ein Neuron hat ein paar tausend pro Zeiteinheit. Ein paar tausend Verbindungen, wo es Informationen von anderen Neuronen kriegt. Und ein paar tausend Verbindungen zu anderen Neuronen, wo es Informationen aussendet. Ja? Also im Prinzip ist so ein Neuron eine Einheit, die Informationen empfängt von anderen Neuronen und Informationen weitergibt an andere Neuronen. Und ein neuronales Netzwerk ist dann... So wie eine Radioantenne, so eine Empfänger, ja, nö, im Prinzip, wie kann ich mir das vorstellen? Nö, wie so ein Telefon in so einem großen Telefon. Oder so ein Satellit, oder so eine Schüssel. Wir hatten früher Satellitenschüsseln auf dem Haus, um Fernsehen zu empfangen. Da wird ja quasi das Fernsehsignal vom Satelliten. Aber das Neuron ist mehr. Neuron ist mehr, weil es ist nämlich das Entscheidende beim Neuron ist eigentlich. Da gibt es sehr spannende Punkte. Also einmal spricht das Neuron 2 Sprachen. Also auf der Empfängerseite spricht es eine andere Sprache als auf der Senderseite. Und die Übersetzung von Informationen, die es erhält, zu Informationen, die es weitergibt, das ist sozusagen der Flaschenhals. Und so ein Neuron gibt nicht jede Information weiter. Nur die wichtige Information quasi. Und das ist eigentlich das Entscheidende. So, manche Hörer haben vielleicht schon mal was von einer Synapse gehört. Eine Synapse ist im Prinzip, also es gibt die zwei Neurone, die aneinanderstoßen, die miteinander eine Verbindung haben. Und das ist die Synapse. Ja. Und das ist eigentlich die entscheidende Stelle, wo Information von Neuron A nach Neuron B geht. Und manchmal ist die Information von Neuron A nach Neuron B nicht ausreichend, sodass Neuron B die Information empfängt, aber nicht gewillt ist, sie weiterzugeben an Neuron C. Ja. Und das ist im Prinzip auch die Schaltstelle, die Synapse. Lernen bedeutet, dass, wenn ich was gelernt habe, dann brauche ich weniger Informationen von Neuron A, um Neuron B davon zu überzeugen, dass es die Information an Neuron C weitergibt. Also der Übergang über den synaptischen Spalt wird effektiver. Und das dauerhaft. Das ist im Prinzip Lernen. Die sprechen einfach leichter miteinander und verstehen sich schneller. Und damit kann die Information schneller flutschen. So. Und damit entsteht dann ein Netzwerk. Und wenn ich dich jetzt angucke, da kommen wir jetzt zu dieser mentalen Repräsentation wieder, ist die Idee, dass es da ein paar Neuronen gibt, die sind miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo ich vom Thilo jetzt ein Bild in meinem Kopf habe, sind die gerade aktiv. Und zwar so lange aktiv, wie ich den Thilo in meinem perzeptuellen System repräsentiert habe. Und wenn ich jetzt aber auf diesen roten Punkt hier gucke, dann müssen die Thilo-Neuronen ihre Aktivität runterfahren und ein anderes Ensemble von Neuronen die Aktivität hochfahren. Und das ist das, was ich meine. Während die Thilo-Neuronen aktiv sind, dann habe ich sozusagen einen stabilen mentalen Zustand und neuronalen Zustand in meinem Gehirn. Und wenn ich dann den roten Punkt sehe, habe ich einen anderen stabilen Zustand.
Und beim Übergang gibt es eine kurze Instabilität. Also die Forscher, die sich mit Themen beschäftigen wie Einsichtsprozesse, wenn jemand eine geniale Idee hat, den Heureka-Moment, die gehen da tatsächlich davon aus, dass diese instabilen Zustände entscheidend sind. Ja? Weil sozusagen wir sprechen von kategorialen Zuständen, also deine Repräsentation, die Repräsentation des Punktes, das sind kategoriale Zustände, die sind wohl definiert im Gehirn, und es gibt diese akategorialen Zustände. Und es gibt eine bestimmte Richtung von Forschern, die glauben, dass Einsichtsprozesse so einen instabilen Zustand voraussetzen. Und das ist natürlich auch spannend, weil da die Evolution in so einer Zwickmühle war. Es musste diese instabilen Zustände so kurz wie möglich halten, weil die natürlich gefährlich waren. Wenn ich einen instabilen Zustand habe, dann bin ich nicht reaktionsfähig. Dann kann ich nicht handeln. Das heißt, wenn der zu lang ist, besteht die Gefahr, dass ich gefressen werde. Wenn er aber zu kurz ist, besteht die Gefahr, dass ich keine neuen Ideen habe. Weil ich dann nur von gegebenen kategorialen nur zwischen gegebenen kategorialen Zuständen hin und her springen. Und für eine kreative Idee scheint es wohl zu sein, dass dieser akategoriale Zustand, der instabile Zustand, eine gewisse zeitliche Ausdehnung braucht, dass das System eine Chance hat, da eine neue Kategorie zu bilden. Ist das ungefähr klar? Deshalb haben auch... Passt jetzt zu deiner Zeitrechnung da von vorhin? Ja, genau. Deshalb zwischen 0,06 und 0,4. Deshalb waren eigentlich diese Befunde so interessant. Es gab in den 50er Jahren, in der Gestaltforschung, gab es einige, die gesagt haben, ja, so ein Wahrnehmungswechsel bei einer Kippfigur muss man sich so vorstellen wie ein Einsichtsprozess. Die haben damals schon die Idee gehabt, und wir haben jetzt im Prinzip experimentelle Daten dafür geliefert, die gesagt haben, ja, so eine zeitliche Ausdehnung der Instabilität, das ist das, so interpretieren wir diese Ergebnisse der Doktorarbeit. Das könnte tatsächlich ein Beleg für das sein, was die damals schon gedacht haben. Jetzt hatte ich aber noch Spiegelneurone. Spiegelneurone. Also, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Beine, aber ich fand also erstmal erklären, was sind eigentlich Spiegelneurone. Ja? Ich habe es mal so erklärt, also das konnten das irgendwie messen, irgendwie 2 Menschen ab oder so, und dann benutzt er irgendwie, keine Ahnung, so jetzt einen Stift, und du guckst mir gerade zu, und ich hau jetzt mit dem Stift auf den Tisch. Ja. Und ohne, dass du es selbst machst, weißt du aber, wie ich das mache, was ich gerade mache. Ja. Du musst es gar nicht selbst machen, aber in deinem Kopf verstehst du, indem ich das mache, was gerade passiert. Ja. Es war eine Gruppe aus Italien, die Spiegelneurone entdeckt haben. Mir fällt jetzt der erste Autor nicht mehr ein. Egal. Jedenfalls war das haben sie an Affenexperimenten. Bei Affen haben sie Elektroden implantiert, und in bestimmten Temporalkortex-Arealen haben sie das gefunden. Und zwar haben sie gefunden, wenn ein Affe seinen Arm bewegt, sind bestimmte Neurone im Gehirn aktiv. Ja, klar. Sonst wird sich der Arm nicht bewegen. Und haben sie aber festgestellt, wenn der Affe zuguckt, wie ein anderer Affe den Arm bewegt, sind dieselben Neurone aktiv. Und es ist ganz lustig, als unser Jüngster geboren war, dann bin ich da am Tisch gesessen, habe ihn gefüttert, da in seinem kleinen Stühlchen, so, und dann, wenn jemand vorbeikam, mir zugeguckt hat, die haben sich immer kaputt gelacht. Und dann habe ich gefragt, warum lacht ihr euch eigentlich kaputt? Dann haben sie gesagt, immer wenn du dem den Löffel an den Mund führst, machst du selber auch den Mund auf. Ja, also ich habe immer, ohne das zu merken, bewusst, habe ich immer den Mund aufgemacht. Ja, und das ist sowas Ähnliches. Damit aber dein Sohn. Nein, ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was da allgemein bekannt ist als Spiegelneurone. Letztlich war die Idee dahinter, dass es ein System gibt, was sozusagen, also der Begriff Spiegelneuron deshalb, weil es sozusagen in meinem Gegenüber eine Aktivität gespiegelt wird in meinem Gehirn, die ich hätte auch selber machen können. Empathie. Und dann sind die Pädagogen und Psychologen auf den Zug mit aufgesprungen und haben gesagt, genau, das ist das System, was eigentlich Empathie erklärt. Ja?
Und da ist dann ein Riesending draus geworden. Ich habe nie bis zum heutigen Tag nicht verstanden, warum das so ein großes Ding war, weil für mich war der Befund eigentlich trivial. Das ist, für mich hat der Befund denselben Wert gehabt wie der Befund, dass es, also ich nehme jetzt mal eine Computersprache, um das klar zu machen. Also wenn wir jetzt mal vom Hirn als Hardware sprechen, ja, dann ist es, wenn ich dich jetzt angucke, sind bestimmte Teile meiner perzeptuellen Hardware aktiv. Also dieses neuronale Ensemble, was ich vorhin gesagt habe, ist das Tilo-Ensemble. Wenn ich mir aber jetzt die Augen zumache und mir dein Gesicht vorstelle, dann ist sicherlich ein Teil dieses Ensembles auch aktiv. Obwohl ich den sensorischen Input Tilo gar nicht habe. Und das ist ja eine ökonomische Frage. Ich meine, das Gehirn, ein evolutionäres Problem war natürlich, das Gehirn ist ein vulnerables Organ und wir haben diesen großen Schädel deshalb, damit es geschützt wird, diesen dicken Schädel, ja. Und natürlich kann der nicht endlos groß sein, weil die Evolution diese absurde Idee gehabt hat, dass bei Frauen es diesen Geburtskanal geben muss, wo dieser Kopf durchpassen muss. Ja? Was ja auch kein Ingenieur würde sowas sich ausdenken. Völlig absurd. Ja? Also eigentlich hatte ich, das erste Kind meiner Mutter ist gestorben, weil die Ärzte nicht erkannt haben, dass ein Kaiserschnitt notwendig war, weil der Kopf zu groß war. Und dann hat sie mit Hirnschaden auf die Welt gekommen, ist gestorben, die Michaela. Und also das ist eigentlich eine völlig absurde Idee. Aber der Punkt ist, was ich sagen will, dass die Evolution im Prinzip vor der Herausforderung stand, das Gehirn so groß wie möglich zu machen und trotzdem klein genug, dass es in diesen Schädel reinpasst. Ja? Und das hat natürlich ein paar ökonomische Herausforderungen bedeutet. Das heißt, bestimmte Hardware musste mehrfach verwendbar sein. Und deshalb macht es völlig ökonomisch Sinn, dass dieselbe Hardware benutzt wird, wenn ich mir was vorstelle, wie wenn ich das sehe. Ja. Und entsprechend macht es natürlich völlig Sinn, dass eine Bewegung, ich meine, alles ist mit allem, es gab mal einen berühmten Mathematiker oder einen sehr gescheiten Mathematiker in Tübingen, den Günter Palm, der hat mal ausgerechnet, dass jedes Neuron im Gehirn mit jedem anderen über maximal 2 bis 3 Verbindungen über andere Neuronen verknüpft ist. Das heißt, alles ist mit allem im Gehirn verbunden. Ja, das heißt, das visuelle System ist auch mit dem motorischen System verbunden. Und natürlich, wenn ich eine Bewegung mache oder wenn ich eine Bewegung sehe, wenn der visuelle Kortex mit dem motorischen verbunden ist, dass natürlich die Ausführung der Bewegung und das Sehen der Bewegung vielleicht diese Areale aus unterschiedlichen Richtungen, aber doch auch aktiviert, war für mich eine Trivialität. Und deshalb fand ich diese Spiegelneuron-Geschichte eigentlich trivial. Und was dann die Empathie-Leute da drauf gesetzt haben, das war ja alles wilde Spekulation. Da hat ja niemand Daten gehabt dazu. Dann haben sie EEG-Signaturen gemeldet, die hätten wir aber auch genauso gut anders interpretieren können. Also das war so für mich waren diese Spiegelneurone so ein bisschen eine Modeerscheinung, die dann aber auch schnell wieder zu Ende war. Also mal eine Frage, bringt mich manchmal auch noch irgendwelche anderen Sachen, die mir einfallen. Apropos Spiegel, weil du mit Kindern gerade angesprochen hast. Wie ist zu erklären, dass Kleinkinder erst so mit 2 oder 3 Jahren sich, wenn sie sich im Spiegel angucken, sich erkennen? Das ist ja so, ne? Ja. Da fragst du jetzt den Falschen, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ist irgendwie. Also ein Bewusstsein für sein eigenes Ich. Ja, genau. Das ist natürlich die Frage, ob das dann sich erkennen im Spiegel gleichzusetzen ist mit einem Bewusstsein, mit einem Ich-Bewusstsein. Weiß ich nicht. Das war halt mal eine Idee, ne? Und das haben sie ja dann auch mit Affen gemacht und ein paar können es und ein paar nicht. Ne? Da haben sie einen roten Punkt denen auf die Stirn gemalt. Stimmt, und einer hat dann an den Spiegel gelangt und der andere hat an die eigene Stirn gelangt. Und dann war das irgendwie eine große Story, Nature-Publikation oder so, war sehr erfolgreich. Ja, keine Ahnung, also das Ich muss sich entwickeln. Das ist nicht mein Spezialgebiet, da kann ich jetzt nichts Seriöses dazu sagen. Ja, aber weil du mit dem Gehirn angesprochen hast und quasi Geburt, vielleicht braucht das Gehirn noch 1 oder 2 Jahre,
Ja, natürlich. Nach der Geburt. Natürlich. Durch die Neuronen das ganze Weltbild zu bauen. Natürlich. Also das ist... Und dann ist erst das Gehirn leistungsfähig genug. Es gibt, pass auf, es gibt eine um sich selbst zu erkennen. Es gibt eine lustige Geschichte, die auch sehr spannend ist. Also Hubel und Wiesel waren auch Nobelpreisträger. Und die haben versucht zu verstehen, was macht der primäre visuelle Kortex. Also Klammer auf, was ist der primäre visuelle Kortex? Wir sprechen ja vom alten Gehirn und dem neuen Gehirn. Kortex ist neues Gehirn, hat sich aus dem Riechhirn entwickelt und es gibt Zwischenhirn, Mittelhirn und so. Und primäre visueller Kortex ist sozusagen das erste Areal im Kortex, was von den Augen angesteuert wird. Deshalb primärer visueller Kortex. So, und Hubel und Wiesel wollten verstehen, wie dieser visuelle Kortex funktioniert. Dann haben sie Katzen anästhesisiert und bei offenen Augen, die sind halt da gelegen, haben den Elektroden implantiert. Eigentlich klingt das echt fies, ne? Primärer visueller Kortex. Und haben die stundenlang, da mit Licht rumgefuchtelt und haben spannenderweise, sie haben also mehrere Neuronen abgeleitet und haben das an Lautsprecher gehängt. Und dann hat es jedes Mal, wenn so ein Neuron gefeuert hat, hat es einen Klick gegeben. Das heißt, die haben sozusagen eine akustische Rückmeldung gekriegt, ob ihre visuelle Stimulation erfolgreich ist. Und dann haben sie da verschiedene Lichtintensitäten ausprobiert, alles. Es gab keine Änderungen. Und dann waren sie frustriert und haben schon angefangen aufzuräumen. Und dann haben sie so eine Neonlampe gehabt, so eine tragbare. Und einer hat dann diese Neonlampe von A nach B getragen beim Aufräumen, die war noch an, ist an dieser Katze vorbeigelaufen und plötzlich ging es los. Tak, 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 tak. Und haben sich alle angeguckt. Dann ist er langsam zurück und als er mit dieser Lampe wieder an der Katze durch ist, hat es wieder gemacht. Tak, 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 tak. Und dann haben die gemerkt, okay, diese spezifischen Neurone, die sie da abgeleitet haben, das sind Neurone, die immer nur dann aktiv sind, wenn vor den Augen dieser Katze ein Leuchtstreifen in einer bestimmten Orientierung, mit einer ganz bestimmten Orientierung durchgefahren wird. Das haben sie dann ausprobiert. Dann haben sie mal das Ding ein bisschen flacher gemacht, dann ist die neuronale Aktivität geringer geworden, dann haben sie es wieder zurückgefahren, dann ist die wieder stärker geworden, dann haben sie in die andere Richtung gefahren, ist es wieder schwächer geworden, wieder in die andere Richtung, wieder schwächer. Dann haben sie es 180 Grad gedreht, kompletter Stillstand, nichts mehr. Und dann haben die festgestellt, okay, also das heißt, im primären visuellen Kortex gibt es Neurone, die sind nur dann aktiv, wenn das Tier eine bestimmte Kante sieht. Und dann haben sie festgestellt, dass der ganze primäre visuelle Kortex aufgebaut ist. Das heißt, es gibt so Einheiten, die sozusagen die Welt repräsentieren, das Gesichtsfeld. Also wenn ich jetzt geradeaus gucke, die Augen nicht bewege, ist das Gesichtsfeld der Teil der Welt, den ich sehe, den meine Augen erfassen können. Ja. Und dieses Gesichtsfeld ist aufgeteilt in kleine Module. Und jedes Modul hat alle Winkel zwischen 0 und 180 Grad repräsentiert. Und da gibt es spezielle, also das heißt, es gibt so eine Landkarte im primären visuellen Kortex, die ganze Welt repräsentiert in Form von Kanten. Ja? So. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, das bildet sich allein aus dadurch, dass die Katze, wenn sie auf die Welt kommt und auch ein Mensch, visuellen Input bekommt. Dann haben sie fiese Experimente gemacht, haben sie so ein kleines Kätzchen direkt nach der Geburt in einer Umgebung gehalten, wo eine bestimmte Kante nicht vorkam. Also alle zwischen 0 und 180 Grad, außer sagen wir mal 30 Grad. Ja? Und es gibt eine bestimmte Phase, also bis zu einem bestimmten Alter entwickelt sich der primäre visuelle Kortex und dann ist der fertig entwickelt. Und dann wird es viel schwerer, da noch was umzubauen. Und dann haben sie die Katze in dieser Umgebung gelassen und dann haben sie nach dieser sensiblen Phase in die Welt entlassen und haben sie dann in eine Umgebung gebracht, wo der Katze ein Objekt im Weg stand, was nur diesen 30-Grad-Winkel hatte. Hat sie nicht gesehen? Ist draufgeknallt. Normal gesehen, bloß diesen Winkel hat sie nicht gesehen. Also das zeigt so ein bisschen, wie komplex das Ganze ist, was wir als Wahrnehmung bezeichnen. Was da dahinter steckt, ist ein enormer komputationaler Aufwand, der in jeder Sekunde da abläuft. Ich erinnere mich jetzt auch nochmal wieder an das Spiegelbild also wenn du in den Spiegel guckst von dir, ja. Selbst dann, obwohl du ja dich einfach nur spiegelst, kannst du dich nicht vollständig sehen.
Weil du kannst ja, sobald du dich umdrehst und versuchst, deinen Hinterkopf im Spiegel zu sehen, kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja, du kannst zum Beispiel auch deine Lidschläge nicht sehen. Im Spiegel? Kannst du nicht. Okay. Aber du kannst es am Handy sehen, weil das Handy einen seitlichen Versatz hat in Ja. der Kamera. Aber im Spiegel nicht, weil das simultan ist. Habe ich noch nicht gesehen. Weil im Prinzip, das ist auch spannend, wenn wir Lidschläge machen, wird der Wahrnehmungsapparat heruntergefahren und sozusagen die Augenblicke, wo wir nichts sehen, die werden ausgefüllt mit Interpretation. Sehr spannend. Jetzt, du hattest gesagt, du hast in der Augenklinik da mal gearbeitet. Ja. Warum, wie bist du dann in der Wie Augenklinik? bin ich in die nach der Augenklinik- Promotion? Nein, wie bin ich in die Augenklinik gekommen? Auch ein spannendes Thema. Also ich habe bei dem Artmannsbacher habe ich dann im Institut, in diesem Institut, wo ich jetzt der Chef bin, war ich Doktorand. Einer der ersten Doktoranden mit Stipendium. Ja, damals war das viele Geld da. 2002 hast du promoviert dann? Ja, genau. Okay. Und ich bin halt da hingekommen. Ich habe ja Lehramt studiert. Und dann bin ich da hingekommen. Der Artmannsbacher hat mir diese Kippfiguren da gegeben, hat gesagt, und das fand ich eigentlich toll von ihm. Der hat ja diese Quantentheorie da im Hinterkopf gehabt. Der hat mir aber ziemlich freie Hand gelassen, wie ich meine Doktorarbeit gestalte. Und da saß ich da, habe ich ein Büro gekriegt, einen neuen Computer und dann hat er mir Literatur zu lesen gegeben. Und da habe ich mir gedacht, das Problem ist, wenn man Lehramt studiert, also damals war das in Baden-Württemberg so, die Lehramtler sind mitgeschleppt worden. Ja, die haben einen großen Teil von dem machen müssen, was die Diplombiologen gemacht haben, einen großen Teil von dem machen müssen, was die Diplom-Mathematiker machen mussten. Aber es gab keinen speziellen Studiengang, der jetzt nur für Lehramt designt war. Und ich habe natürlich überhaupt keine Laborerfahrung gehabt. Und da habe ich gedacht, bin ich da gehockt und habe gedacht, also wenn ich will EEG-Experimente machen, das finde ich interessant. Neurobiologie hat mich auch interessiert. Und damals bin ich eigentlich an dieses Institut gegangen, weil ich gesagt habe, also ich werde nicht jetzt, wenn ich eine Doktorarbeit mache, 3 Jahre irgendeinem Enzym hinterherjagen. Ich will irgendwas Spannendes machen, ja, weil ich gerne dann sowieso in die Schule und so. Und dann bin ich halt an dieses Institut gekommen, der hat mir das Thema gegeben und dann saß ich da und habe gedacht, ja, aber jetzt soll ich Experimente machen. Erstmal, es gab ein EEG-System am Institut, aber das war schwierig, weil der Typ, der da das Labor geleitet hat, das war schwierig mit dem. Und außerdem habe ich keine Laborerfahrung gehabt. Und da habe ich gedacht, ich brauche Laborerfahrung. Und weil ich aus der Biologie kam, war mein offizieller Doktorvater der Lehrstuhlinhaber für Neurobiologie. Und bin ich zu dem gegangen, Art Ärzten, und habe gesagt, hey Art, ich brauche ein Praktikum in einem Labor. Hast du eine Idee? Und da hat er gesagt, in der Augenklinik gibt es einen Michael Bach. Und Michael Bach, also für alle Zuhörer, auch für dich, wenn ihr an optischen Täuschungen interessiert seid. Optische Täuschungen sind wahnsinnig faszinierend. Die weltbeste Webseite über optische Täuschungen, gebt einfach im Browser ein Michael Bach und dann kommt ihr auf die weltbeste Seite über optische Täuschungen. In der ganzen Wahrnehmungs-Community ist Michael Bach die schillernde Figur mit der besten Webseite für optische Täuschungen. Und Michael Bach ist selber auch Physiker gewesen. Ist immer noch Physiker, der lebt ja noch sehr aktiv noch, macht auch viele Vorträge über optische Täuschung. Da gibt es auch bestimmt auf YouTube viele. Der ist auch ein perfekter Vortragender, kann toll erklären und so. Auch einer der klügsten Menschen. Ich habe Glück gehabt, dass ich in meinem Leben immer Schreiben wir gleich mal auf, laden wir mal ein. Würde ich machen, weil ich in meinem Leben Leute vor mir gehabt habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, meistens war es so, dass meine Chefs schlauer waren als ich, was ich immer toll fand. Und wäre gut bei Lehrern. Ne? Ja, und Michael Bach, der hat ein kleines Labor gehabt, EEG-Labor, klinische Diagnostik. Also wenn du jetzt ein Problem hast mit den Augen und die wissen nicht, was los ist, gehst du dahin, guckst Schachbretter an, die messen dein EEG und dann sagen sie, ob dein Sehnerv entzündet ist oder so. Aber sein Hobby waren eben optische Täuschungen und dann hat der Arzt zu mir gesagt, naja, das mit den Kippfiguren, das passt ja gut zur optischen Täuschung, geh doch mal zu dem Bach und frag ihn. Dann bin ich da zu dem gegangen und er hat gesagt, ja, klar, kannst bei mir ein Praktikum machen. Habe ich einen Monat Praktikum gemacht und wir haben uns gleich gut verstanden und das hat irgendwie gut funktioniert. Und dann bin ich irgendwie am Ende vom Praktikum, habe ich mich zu ihm gesessen und habe gesagt, du, ich bin ein bisschen frustriert. Das Institut, wo ich jetzt da sitze, das ist eigentlich toll und so und die haben spannende Themen, aber ich bräuchte jemand, der mich einfach bei meiner praktischen Arbeit betreut. Und der Harald Atmansbacher ist theoretischer Physiker, der ist kein Experimentator. Und dann hat der Bach gesagt, ja, weißt du was, jetzt machen wir das so, ich mache einfach eine Co-Betreuung.
Ja, das heißt, war dann in der komischen Situation, dass ich 3 Doktorväter habe, den offiziellen Ärzten, den Harald Attmansbacher, der theoretische Physiker, und den Michael Bach, der mich praktisch betreut hat. Und dann bin ich immer in die Augenklinik, habe da meine Messungen gehabt, ich habe 2 Büros gehabt, bin hin und her gesprungen. Dann habe ich meine Doktorarbeit fertig gehabt und dann kam Michael zu mir und hat gesagt, du sag mal, das war doch jetzt so toll, hast du nicht Lust mit mir zusammen einen Drittmittelantrag zu stellen für eine Postdoc-Stelle für dich? Und da können wir noch mal 3 Jahre an dem Ding weitermachen. Das waren jetzt tolle Ergebnisse, hätte niemand gerechnet damit. Und ich finde, das sollten wir weitertreiben. Und dann haben wir einen Drittmittelantrag gestellt und haben den gleich bewilligt gekriegt. Dann habe ich gesagt, also gut, dann gehe ich halt 3 Jahre später in die Schule. Und nach 3 Jahren haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, lief gut, oder? Sollen wir es nochmal probieren? Hat er gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir es nochmal probiert, haben nochmal Glück gehabt. Und dann habe ich nochmal 3 Jahre Postdoc bei ihm gemacht. Und so war ich in der Augenklinik. Und dann war ich so alt, dass ich gesagt habe, okay, Wissenschaft, prekäre Einstellungssituation, zeitlich begrenzte Verträge. Und kann man kein Leben mit planen. Genau, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich eine Grundsatzentscheidung treffen muss. Entweder ich kriege jetzt eine Dauerstelle irgendwo oder ich steige aus. Und dann war beim Harald Attmansbacher ist gerade eine Stelle frei geworden. Dann bin ich zum Harald und habe gesagt, du sag mal, ist doch eigentlich bei uns auch gut gelaufen. Wie sieht's aus? Das war jetzt an dem Institut? Das war am Institut, genau. Ja. Und dann hat der Harald mir die Dauerstelle angeboten. Und so kam es. Was hast du da gemacht? Im Prinzip das weiter. Kippfiguren. Wahrnehmungsforschung. Machst du das immer noch? Oder? Mache ich immer noch. Aber neben der Leitung? Ja, also das ist jetzt IGBP. natürlich, ich bin jetzt Leitung und jetzt bewahrheitet sich etwas, was mir viele Kollegen gesagt haben. Man strebt im Prinzip entweder eine Professur an oder irgendwie so eine Leitungsstelle. Wenn man sie dann hat, dann ist man so zugeballert mit administrativem Kram, dass für die Wissenschaft nicht mehr viel Zeit bleibt. Aber ist natürlich eine andere Herausforderung, ist spannend. Ich habe noch eine Arbeitsgruppe, ich habe tolle Mitarbeiterinnen da, die sehr klug sind. Wir machen auch Sachen mit KI und so. Das ist Datenauswertung mit KI. Und also ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit dafür, aber du hast auch noch genug Zeit, um an der Uni in Freiburg auch noch zu dozieren. Also genau, ich habe dann habilitiert. Also das ist ja, es gibt es in Deutschland, ich glaube in Österreich noch die Sache, man macht eine Doktorarbeit und dann gibt man nochmal sowas ab wie eine Doktorarbeit, das ist bloß eine Nummer größer. Im Prinzip beweist man da der Uni, dass man selbstständig wissenschaftlich arbeiten kann. Und dann gibt man eine Habilarbeit ab, hat dann nochmal so eine Art Prüfung und damit hat man sozusagen bewiesen, dass du Professor sein kannst. Dann man hat sozusagen die akademische Endposition, die an der Uni möglich ist, erreicht. Eine Professur ist ja eine Funktionsstelle, das ist das wird oft verwechselt. Eine Professur ist ja nichts, was man als akademisches Ziel erreichen kann durch Ablegung von Prüfungen oder so. Das ist eine Funktionsstelle, da kann man sich drauf bewerben. Aber in Deutschland ist es so, dass man eben entweder habilitiert sein muss oder diesen vor ein paar Jahren neu gegründeten Weg mit dieser Juniorprofessur, dass man den Weg gehen kann. Das heißt, ich bin habilitiert. Du brauchst immer jemand anders, Dritte, die dich dazu benennen oder berufen. Genau, du musst dich auf eine Stelle bewerben im Prinzip. Aber wenn du habilitiert bist, dann hast du im Prinzip Promotionsrecht, du darfst Doktorarbeiten prüfen und du darfst eigenständig Lehre machen. Also ich kann mir jetzt irgendein Thema ausdenken und kann dann eine Vorlesung halten dazu oder ein Seminar halten oder so. Was jetzt in diesem Fall, also man ist dann sozusagen erstmal Privatdozent, man ist erstmal habilitiert und dann kann man den Titel Privatdozent erwerben, der aber in Deutschland oder zumindest in Baden-Württemberg damit geknüpft ist, dass man Lehre macht an der Uni. Also wenn ich Lehre mache an der Uni, und das mache ich, dann darf ich den Titel Privatdozent führen. Und lustigerweise mache ich jetzt Lehre seit Jahren ohne Bezahlung. Nur damit ich diesen Titel erhalten kann. Okay. Ist ein bisschen absurd, ja. Aber vielleicht verdient man ja gut an deinem Institut. Naja. Ihr habt ja eine Menge Geld offenbar. Wir hatten eine Menge Geld. Also, das ist natürlich jetzt auch das Ding. Also wir anfangs sehr viel Geld, dann hat es irgendwelche Probleme bei der Stiftung. Das war vor meiner Zeit. Auf jeden Fall hat sich dann von einem Jahr aufs andere haben sich die Zuwendungen halbiert. Und seither ist es so,
Also es gibt ja das deutsche Stiftungsrecht und im deutschen Stiftungsrecht ist die Holler Stiftung eingegliedert als eine Stiftung, die ihr Kapital erhalten muss. Und die Begünstigten der Stiftung bekommen sozusagen nur die Erträge aus dem Kapital. Was natürlich gut für uns ist, weil sonst, wenn das Kapital verbraucht ist, gibt es auch kein Geld mehr. Ja? So, jetzt ist es aber natürlich so, jetzt müssen wir mal überlegen, es gab die Finanzkrise. Nach der Finanzkrise kam Corona. Nach Corona kam der Ukraine-Krieg, jetzt haben wir den Iran-Krieg. Immer wenn es der Weltwirtschaft schlecht geht, geht es natürlich auch den Stiftungen schlecht. Das heißt, wir haben jetzt über die letzten 10, 12, 15 Jahren war so, dass immer die Zuwendungen unterhalb der Inflationsrate waren. Da muss man jetzt kein Mathematikgenie sein, um zu wissen, dass wir zwar langsam, aber kontinuierlich schrumpfen. Und ich meine, wenn jetzt unter den Zuhörern der eine oder andere noch 1 Million übrig hat und ich weiß, womit dahin, also unser Institut gibt es nur, weil wir privat finanziert sind. Kann man von der Steuer absetzen? Kann man von der Steuer absetzen. Nein. Wir haben auch eine Spendenseite. Anders als bei uns so. hier. Ne? Ja, genau. Ja. So, also das ist so das Dilemma. Und ich glaube, dass wir haben ja noch gar nicht so viel über das Institut geredet. Geht gleich los. Ja, super, genau. Sind ja erst 2 Stunden. Vorbei. Fast noch nichts. Wenn du ein bisschen flexibel bist nach hinten raus, dann... Bin ich. Aber wie viel Budget habt ihr denn? Aber jetzt frage ich mal den Leiter. Wie viel Geld kommt ihr denn so aus? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Also wir haben jetzt im Moment 16 Personen, das sind aber nicht alle Vollzeit beschäftigt und das ist ein Budget, das ist so in der Größenordnung von 1,7 Millionen. Pro Jahr? Das ist gar nicht so viel. Nee, das ist nicht viel. Also es klingt jetzt erstmal viel, aber Personalkosten machen 80-85%. Woher kommt das Geld? Nur von dieser Von dieser Stiftung. Es gibt noch eine... Ist ja scheiße, dann davon abhängig denn zu sein. Ja, natürlich. Ist es euch nicht gestattet von anderen Nein, Stiftungen? Das dürfen wir. Wir müssen halt akquirieren. Das betrachte ich jetzt als eine meiner Aufgaben. Ja, also wenn ich nicht will, dass das Institut irgendwann nicht mehr existiert, muss ich gucken, dass ich Geld Aber dann warst du bisher nicht erfolgreich, oder? Ich bin ja jetzt noch nicht so lang da. 2022 erst. Ja, genau. Mitte 2022. Warum haben die dich gefragt? Warum? Ja. Ja. Jürgen, hast du Bock? Das darfst du mich nicht fragen. Das musst die fragen, die mich gefragt haben. Warum hast du denn ja gesagt? Hätte sagen können, dass du an der Uni Freiburg dann doch nochmal ordentlicher Professor sein willst. Na, ich will es mal so sagen. Ich war mit dem Vorgänger von mir nicht so glücklich und ich habe gedacht, bevor jetzt nochmal so einer kommt, mache ich es lieber selber. Das ist gut. Das wurde ja nach dem Krieg gegründet. Genau. 1950. Ja. Als Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene von Hans Bender. Hans Bender, ja. Kannst du mal kurz was über den berichten? Weil hast wahrscheinlich viele Vorzüge zu berichten, aber der war ja auch Nazi, ne? Der war bei den Nazis. Naja. Der war NSDAP-Mitglied und alles. Ja. Also. Erklär mal, was Ich erklär mal, ja. Also, der Hans Bender hat. Sein Vater war Jurist, dann sollte er auch Jura studieren, das hat er anfangs gemacht, dann hat er sich aber umentschieden, hat dann Psychologie, Philosophie studiert, hat dann danach noch Medizin studiert und war immer an diesen Grenzgebieten interessiert. Und hat natürlich war in dem entscheidenden kritischen Alter, wo es darum geht, wo geht die Reise hin, waren halt die Nazis an der Macht, ja. In den 30ern. Ja. Und jetzt, ich meine, ich weiß nicht viele Details darüber. Es gibt ein Buch, wir haben das aufgearbeitet, zusammen mit einem Historiker in einem Buch, die Zeit, der Bender hat in der Nazizeit, als dann die Nazis da auch das Elsass okkupiert haben, hat er dann eine Professur in Straßburg gekriegt. Die hat er auch angenommen. Ich weiß nicht viel, ich muss das Buch noch lesen, ich komme da gerade nicht dazu, aber das ist recht gut aufgearbeitet. Es gibt jetzt auch gerade ein Projekt zusammen mit der UB Freiburg, wo es
um Provenienz geht, wo es darum geht, die ganze Bibliothek, die der Bender da akquiriert hat zu den Grenzgebietsthemen, ob da vielleicht Raubgutbücher dabei sind, also sozusagen Bücher, die von den Nazis beschlagnahmt wurden und ihm zur Verfügung gestellt wurden. Und da wird jetzt in einem Projekt zusammen mit der UB, was wir zusammen mit der UB haben oder die UB zusammen mit uns, wird geguckt, ob es in unserem Bestand Bücher gibt, wo es die von den Nazis beschlagnahmt waren. Weltweit. Und ob es da noch... Ja, in Deutschland. In Deutschland. Und ob es da vielleicht noch Nachkommen gibt, denen man die Bücher zurückgeben kann oder die man entschädigen kann. Also wir sind auch schon beschäftigt damit, diese Vergangenheit zu bewältigen. Aber ich will da jetzt mal eins dazu sagen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die aktuelle amerikanische Regierung vergleichbar ist mit der Nazi-Regierung in Deutschland. Aber der Trump hat ja in den vergangenen 1,5 Jahren schon in der Wissenschaftsszene in den USA deutlich zugeschlagen und hat den Leuten massiven Einfluss genommen und gesagt, also hier, wenn ihr nicht eure Regeln so und so ändert, kriegt ihr kein Geld mehr vom Staat und so. Und ich will die Situation vor diesem Hintergrund so vergleichen. Die Frage ist, was machst du dann, wenn du Chef von so einem Institut bist oder Professor bist? Machst du mit oder schmeißt du deinen Job hin und lernst zu Automechaniker oder Landwirt oder so. Hätte er ins Ausland gehen können. Er hätte auch ins Ausland gehen können, ja. Also so wie ich die ganze Geschichte lese. Weil er ist während der Nazis an der Macht in die NSDAP eingetreten. Naja, wahrscheinlich ist er, oder möglicherweise ist er eingetreten, weil es vielleicht den Zwang gab, wenn du hier an der Uni lehren willst, musst du zur Partei gehören. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen. Das ist natürlich ein dunkler Punkt in der Geschichte von Hans Bender, auch vom Institut. Was ich weiß, ist, dass er in dieser Zeit viel Material gerettet hat, Literatur gerettet hat. Es gab ja da die Hess-Aktion, wo alle Literatur zum Thema Okkultismus und Grenzgebiete irgendwie aus den Buchläden verschwunden sind. Das wurde alles konfisziert. Und die Nazis mochten keinen okkulten Kram. Ja, der Hess hat da, glaube ich, ich hab's mal gelesen, aber ich weiß die Details nicht mehr. Jedenfalls hat der Bender viele Bücher gerettet und hat die dann im Schwarzwald versteckt vor den Nazis und hat damit einen Haufen Kulturgut gerettet in dieser Zeit. Also ich würde sagen, er war ein Mitläufer, aber ich kann das jetzt nicht vollständig gut belegen. Das ist interessant bei den Nazis, dass sie so gegen den ganzen okkulten Kram waren, weil gleichzeitig haben sie ja so, wenn sie einen Führer geglaubt haben und so weiter, das war ja auch so eine Heilsbringer und so weiter, so hat er auch was Okkultes. Ich glaube, da waren verschiedene Beweggründe drin. Es könnte ja sein, dass diese Themen den Gegnern irgendwelche Möglichkeiten eröffnen, die gefährlich werden könnten. Ja? Also es gab ja auch das Stargate-Projekt in den USA. Sagt ihr das was? Erklär mal kurz. Stargate-Projekt. Also, es gab irgendwann mal in den 70ern das Gerücht, dass die Russen mit Telepathie und Präkognition und solche Sachen arbeiten im Militär, um das amerikanische Militär auszuspionieren. Und dann haben die Amerikaner ein 20-Millionen-Projekt aufgesetzt, um Forschung in diesem Bereich zu machen. Und die ganzen Protokolle sind vor ein paar Jahren veröffentlicht worden. Wir haben das alles in unserer Bibliothek. Und die Ergebnisse waren, wie immer die Ergebnisse sind in diesem Bereich. Bitte? Geheim. Nee, nicht mal geheim, aber es waren halt Ergebnisse, mit denen man jetzt militärisch nichts anfangen konnte. Es gibt diesen Film George Clooney et al. Männer, die auf Ziegen starren. Kennst du den? Genau. Ja, der geht um dieses Stargate-Projekt. Ah, ja. Ohne dass das namentlich erwähnt wurde, geht es um dieses Stargate-Projekt. Und da gab es halt Befunde. Also vielleicht erstmal, es gibt diese Grenzgebiete, die Parapsychologie, das kann man grob einteilen. In Spontanberichte, Menschen, die außergewöhnliche Erfahrungen haben. Es gibt auch so Spukfälle und solche Sachen, wo es bei jemandem zu Hause spukt und so oder scheinbar spukt. Aber das sind alles Berichte von Einzelpersonen.
ja, die das aus ihrem Gedächtnis wiedergeben. Natürlich gibt es auch Zeugen, die das machen und so, aber das ist schwer zu evaluieren, was es jetzt da wirklich war. Man kann ja nicht in die Vergangenheit reisen. Ja? Man muss sozusagen auf das vertrauen, was die Leute sagen. Ja? Dann gibt es selbsternannte Medien, da haben wir es anfangs schon drüber gehabt. Und das ist alles schwer zu evaluieren. Irgendwann ist dann jemand auf die Idee gekommen, naja gut, wir müssen es einfach versuchen, die Sachen ins Labor zu bringen. Wir müssen parapsychologische Experimente im Labor machen. Und das ist auch gemacht worden. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts oder noch früher gab es experimentelle Parapsychologie. Und die Ergebnisse kann man auch gut zusammenfassen. Es gibt kleine Effekte, die zu groß sind, um sie zu ignorieren, aber zu klein, um allgemein zu überzeugen. Es gibt ein Replikationsproblem. Das heißt, wenn man versucht, diese Effekte, also wenn jemand was publiziert und andere versuchen, das zu replizieren, dann scheitern sie. Also manche scheitern, manche finden das Gegenteil. Also es gibt einfach kein klares Bild. Und so war es auch bei dem Stargate. Es gab so einzelne, es gab diesen Begriff Remote Viewing. Ja, Remote Viewing heißt, irgendjemand sitzt da, kriegt die Aufgabe, sag mir, ob du irgendwelche militärischen Objekte siehst und wo in Russland die lokalisiert sind. Und da gibt es einzelne Fälle, wo es Treffer gab. Ja, aber insgesamt hat sich gezeigt, dass das nichts ist, was man sozusagen auf Kommando heraufbeschwören kann und was man instrumentalisieren kann oder irgendwie militärisch nutzen kann. Und dann wurde das, ich glaube 1995 wurde das Projekt dann eingestellt in den USA. Und das ist halt das Dilemma. Und die Frage ist jetzt, und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zum Thema Bewusstsein. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Sagt man jetzt einfach, na gut, wenn es nicht replizierbar ist. Also ich meine, Replizierbarkeit ist der elementare Grundbaustein empirischer Forschung in Physik, in Biologie, überall. Das ist ja, letztlich geht es darum, auf was in der wissenschaftlichen Welt können wir uns wirklich verlassen. Und auf überprüfbare Ergebnisse. Auf überprüfbare Ergebnisse. Und wenn es natürlich nicht überprüfbar ist, was macht man dann? Na? Ich meine, da kann ich jetzt auch viele Anekdoten erzählen. Weißt du, es gab, vielleicht erzähle ich diese eine Anekdote, wir kommen aber dann gleich wieder zum Institut zurück. In der Biologie habe ich einen Kollegen gehabt, der hat an Langzeitpotenzierung gearbeitet. Weißt du wahrscheinlich auch nicht, was das ist, wissen die meisten nicht. Langzeitpotenzierung ist, man hat im Labor versucht zu erforschen, wie funktioniert eigentlich Gedächtnis. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es gibt die Neurone, es gibt den synaptischen Spalt und Lernen findet dann statt, wenn sozusagen die Kommunikation zwischen Neuron A und Neuron B effizienter gestaltet ist, wenn sozusagen der Weg durch die Synapse besser geht. Wenn es Klick macht. Und jetzt gibt es sozusagen Laborforschung an Tieren, aber auch an Zellklumpen, wo man mit einem bestimmten Stimulationsmodus eine Langzeitpotenzierung schafft. Also wo man dann schafft, experimentell im Labor den Übergang zwischen zwei Neuronen für die Dauer von einer Woche oder sogar einem Monat effizienter zu gestalten. Ja? Also man kann im Prinzip Lernen im Labor erzeugen mit einem bestimmten Stimulationsparadigma, Langzeitpotenzierung. Das hat der Kollege gemacht oder damit hat er sich in seiner Doktorarbeit beschäftigt und hat ein Labor aufgebaut im Keller in der Biologie und hat das versucht. Und über Wochen hat er das versucht und hat es nicht hingekriegt. Er hat viel Literatur gelesen, hat alles so gemacht, wie die das beschrieben haben. Er hat es nicht hingekriegt. Er hat es nicht replizieren können. Und dann hat er einen Besucher gehabt, der auch in dem Thema arbeitet, dem hat das Institut gezeigt und dann sind sie in den Keller gegangen und er hat ein bisschen kalt hier. Und dann hat er ihm gesagt, ja, ich kriege das einfach nicht hin. Er sagt, ist klar, die Raumtemperatur ist zu niedrig. Mach die Raumtemperatur hoch, dann geht's. Dann hat er die Raumtemperatur hochgemacht und dann hat er es replizieren können. Aber vorher sind Monate vergangen. Und anscheinend ist das als wichtiger Faktor nicht in den Papers gestanden. Das ist auch ein Beispiel, wie Wissenschaft funktioniert. Ja? So, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt zurück zu den Phänomenen kommen und vielleicht auch zurück zur Laborforschung,
stellt sich natürlich erstmal die Frage, haben wir es, wenn wir jetzt mal annehmen, die Phänomene gibt es, ja? Und ich sage jetzt ehrlich zu dir, ich halte das für wahrscheinlich, dass es die Phänomene gibt, aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also wir haben viele spektakuläre Geschichten, die nahelegen, dass es Phänomene da wie Telepathie oder Spuk oder so ein Zeug. Ja? Aber der Punkt ist, man muss natürlich verstehen, wann entsteht sowas. Und das, was die Forschung jetzt gezeigt hat, ist, dass man es nicht willentlich hervorrufen kann. Und man kann es deshalb auch nicht im Labor erzeugen. Und man versteht natürlich auch nicht, man versteht nicht, was die Randbedingungen sind. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn es das gibt, wenn wir jetzt mal einfach hypothetisch annehmen, solche Phänomene gibt es, aber das sind Singularitäten, die ganz selten auftreten, dann glaube ich, hängen die echt eng mit einem Ich-Bewusstsein zusammen. Und solange wir Bewusstsein nicht verstehen, verstehen wir auch die Phänomene nicht. Und dann verstehen wir auch nicht, was wir im Labor machen müssen, dass die Phänomene auftreten. Das ist meine Lesart. Ja, aber sei dahingestellt. Aber jetzt mal bei diesem Spuken, hier gibt es Geister oder so weiter. Ja. Angenommen hier mit deinem Keller, Ja. wo du gerade meintest mit deinem Kollegen. Wenn ich irgendwo in den Keller gehe und später dann wiederkomme und sage, du, hier spukt's. Dann sagst du, naja, schön. Kann ich jetzt ja nichts mit anfangen, beziehungsweise kann ich nicht überprüfen, hast ja nur du erlebt. Du behauptest das jetzt, aber ich kann es nicht überprüfen. Aber wissenschaftlich wäre es doch sinnvoll, oder wird es doch viel hilfreicher sein, wenn 2 in den Keller gehen? Naja, klar. Und es dann hören, ja, ist alles passiert. Und wenn beide zurückkommen und sagen, ey, Jürgen, da spuckt es wirklich, dann ist das doch besser, weil dann hast du auf jeden Fall schon mal 2. Ist alles passiert. Also ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ich aber auch nur rudimentär kenne, weil ich die Literatur nicht vollständig gelesen habe. Es gibt riesen Aktenberge zu diesem Thema. Das ist der berühmte Spukfall in Rosenheim. Das war eine Anwaltskanzlei. Schon mal gehört? War das ein Fake oder so? Also, nein. Das ist wirklich schon eine spektakuläre Geschichte. Also was ist passiert? In den 60ern, ne? Ja. Es hat gespukt. Also da sind Neonröhren, haben sich von allein umgedreht. So, die muss man ja immer reindrehen, damit sie funktionieren. Die haben sich rausgedreht. Hochfrequent wurde die Zeitansage angerufen übers Telefon. Der Anwalt hat enorme Rechnungen gehabt. Also es sind ganz komische Sachen. Beim Kopierer ist die Säure ausgelaufen und lauter so ein Zeug. Und es hat starke Stromschwankungen gegen die elektrischen Geräte haben gesponnen und so. Und dann haben sie natürlich genau das gemacht, was du sagst. Die haben Elektriker geholt, die haben die Stadtwerke angerufen, die haben alles gemacht. Ja? Die haben alles untersucht, die haben im Prinzip... Das kam immer wieder vor, oder was? Ja, kam immer wieder vor. Die haben die Stromspannung gemessen und dann haben sie so einzelne Ausschläge gemessen, die sie nicht erklären konnten. Die Sicherungen sind rausgesprungen und all sowas. Dann sind die Stadtwerke hingegangen und haben denen eine separate Leitung gelegt. Ja, sie haben denen eine separate Leitung gelegt. Die Phänomene sind nicht verschwunden. Irgendwann sind sie sogar hingegangen und haben einen Stromgenerator hingestellt, um auszuschließen, dass die Phänomene dadurch erklärbar sind, dass es in irgendeinem Trafo Schwankungen gibt. Sie haben es nicht erklären können. Irgendwann haben sich irgendwelche Bilder an der Wand anfangen zu drehen im Kreis und so. Und also ganz spektakuläre Sachen. Und dann, also die haben alles da gehabt, die Polizei gehabt, Ingenieure da gehabt, Elektriker da gehabt. Alle Eventualitäten wurden da ausgetestet. Und dann irgendwann haben sie den Bender angerufen, der ist dann nach München gefahren, hat sich das angeguckt. Und der hat dann natürlich mit solchen Sachen schon Erfahrungen gehabt und er hat dann eine 19-jährige Mitarbeiterin identifiziert. Und er hat festgestellt, dass die Phänomene immer dann auftreten, wenn diese 19-jährige Mitarbeiterin da war. Er konnte ausschließen, dass sie das wirklich physisch gemacht hat. Und er konnte auch zeigen, also er hat es auch selber erlebt, dass die haben dann die Neonröhren weggemacht und haben Glühbirnen reingedreht, ja, weil sie gedacht haben, naja, vielleicht hat es was mit den Neonröhren zu tun, dann sind die Glühbirnen geplatzt. Und der Bender hat es selber miterlebt, wie diese junge Dame durch den Flur gelaufen ist und hinter ihr die Glühbirnen geplatzt sind. Das hat er selber miterlebt. Und dann hat er gesagt, naja, also das ist irgendwie, scheint diese Frau, die
die Fokusperson zu sein. Und ich empfehle Ihnen, dass das war auch so, wenn die im Urlaub war oder krank war, ist nichts passiert. Das war nur, wenn die da war. Und er empfiehlt dann, dass die woanders hingeht, also sich einen anderen Job sucht. In irgendeiner Weise ist sie der Auslöser. Lebt die noch? Die lebt noch, ja, die lebt noch. Die will aber nichts mehr damit zu tun haben. Die ist natürlich durch die Presse gedreht worden, ohne Ende. Jetzt gibt's, also das ist die Geschichte. Ja, also wir haben da unfassbar viel Literatur am Institut dazu. Mhm. Es gibt auch noch mein Kollege hat jetzt kürzlich da den Techniker da von den Stadtwerken besucht und hat dieses Gerät von dem geholt, mit dem sie die Spannungsmessungen gemacht haben für unser Archiv. Jetzt gibt es halt die Geschichte dazu. Also die haben das wirklich erlebt, dass sich Bilder gedreht. Also das ist lustig, der Anwalt hat gesagt, jetzt fehlt es bloß noch, dass irgendwann die Bilder anfangen sich zu drehen. Und am Tag drauf haben die Bilder angefangen sich zu drehen. Und dann ist ein Physiker gekommen und hat gesagt, okay, wenn sich jetzt Bilder drehen, könnte es ja sein, dass es da vielleicht im Untergrund irgendwelche Oszillationen gibt, die dafür sorgen, dass die Wände irgendwie in Schwingung kommen und dass das zum Bilderwackeln führt. So, dann hat er ein Drahtseil gespannt von der Decke und hat gedacht, okay, dieses Drahtseil, das beobachten wir jetzt und wenn jetzt das Gebäude irgendwie oszilliert, muss dieses Drahtseil sich ja auch bewegen. Es hat sich aber nicht bewegt. Und dann ist aber dieses Thema so in den Medien rumgegeistert, dass dann irgendwie ein selbsternannter, was weiß ich, Geisteraustreiber oder so, irgend so ein Zauberer, der die Parapsychologie auf dem Kicker hatte, der ist dann gekommen und hat gesagt, erklärt das jetzt auf, das ist alles Betrug und so. Der ist dann gekommen, hat er das Drahtseil gesehen und hat gesagt, hier, der Beweis, die haben das alles mit mechanisch gemacht, mit irgendwelchen Drahtseilen und so haben sie da dann die Bilder zum Drehen gebracht und so. Und also es gibt klar die Aussage von dem Physiker, dass er den Draht da angebracht hat, aber wenn du jetzt einen Wikipedia-Artikel gibt's dazu, wenn du das liest, das steht immer noch drin, dass das alles fake war. Der hat nicht erklärt, wie sie das hätten machen können, wenn sie am Schreibtisch sitzt, ein paar Meter entfernt von diesen Bildern, wie die Bilder sich drehen können, also wie genau der Mechanismus, der hat einfach nur das Drahtseil gesehen, hier, das ist der Beweis, dass das fake ist. Und so ist es dann in die Geschichte eingegangen. Fertig, Schluss. Jetzt man kann jetzt davon halten, was man will. Ich war nicht dabei. Ich kann nur das wiedergeben, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es so war. Vielleicht hat der Bender was übersehen. Vielleicht haben die ganzen Techniker, die Elektriker was übersehen. Alles ist protokolliert, ja, von der Polizei, von den Ingenieuren, von den Elektrikern. Fertige Berichte, da gab es Berichte dazu. Das haben wir alles im Archiv, kann alles nachgelesen werden. Die haben alle unterschrieben, dass sie sich das alles nicht erklären können. Und das hat auch aufgehört. Die junge Dame ist dann gegangen und dann war der Spuk vorbei. So, jetzt reden wir darüber, wie kann man das irgendwie einsortieren. Vielen Dank. Wie kann man das einsortieren? Und also ich kann dir jetzt keine physikalische Erklärung dafür liefern. Aber nehmen wir jetzt an, da ist irgendein Körnchen Wahrheit dran. Jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Also der Bender hat gesagt, wir brauchen nicht nur eine Aufklärung für die Bevölkerung, wir brauchen auch eine Beratung für Menschen, die betroffen sind von solchen Erlebnissen. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Und diese Beratung gibt es noch bei uns, die macht tolle Arbeit, die hat auch theoretisch da Konzepte entwickelt. Und der Kollege, der da in der Beratung maßgeblich arbeitet, der sagt, im Prinzip können wir uns das so vorstellen. Jeder von uns weiß, was Psychosomatik ist. Psychosomatik ist, wenn ich ein psychisches Problem habe, das sich im Körper widerspiegelt. Ich kriege Bauchweh von einer Prüfung oder was weiß ich, bei Liebeskummer oder so, ja, oder ich kriege Migräne, wenn ich Stress habe oder so. Im Prinzip hat er gesagt, so ein Spuk kann man sich vorstellen wie eine Psychosomatik, die sich aber nicht im eigenen Körper widerspiegelt, sondern in der Umgebung. Und das heißt, sie hat eine psychische Ursache. Und die psychische Ursache, also es gibt Gerüchte, dass das junge Mädel halt in den Anwalt verliebt war und da hat es da irgendeine psychische Spannung gegeben und die hat es nicht kontrollieren können, das ist einfach passiert. Ich kann es nicht physikalisch erklären. Aber letztlich ist das, was der Wolfgang, der Kollege, sagt, der Konflikt muss aufgelöst werden, diese Spannung muss aufgelöst werden, das System muss verändert werden und dann hört der Spuk auf. Und da gibt es viele solche Geschichten, die ähnlich strukturiert sind. Es gibt einen ähnlichen Fall aus einer Metzgerei im Saarland, wo
die Muster genau dieselben waren. Da gab es einen Lehrling, so einen jungen Mann, und die Phänomene haben immer angefangen, wenn der im Stress war. Und dann haben die den in eine andere Filiale und dann hat der Spuk aufgehört. Mehr kann ich dir nicht erklären dazu, aber ich finde es spannend. Hast du denn da mal, während du das Institut jetzt leitest, solche Fälle mal? Ich kriege das immer mit, weil wir... Also kommen immer noch Leute? Ja, wir bekommen täglich E-Mails. Rosenheim war jetzt 60 Jahre her. Wir bekommen täglich E-Mails ähnlicher Art. Täglich. Ja, aber dann musst du mal hingehen und überprüfen oder so. Das musst du mal angucken. Ja, natürlich, das machen wir auch, haben wir auch gemacht immer. Und es gibt ja die Beratungseinheit noch. Da habe ich jetzt direkt nichts damit zu tun. Das überlasse ich den Psychologen, die da auch eine Ausbildung haben. Aber wir haben eine Umfrage gemacht vor 25 Jahren, eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung. Einmal zur Haltung zu außergewöhnlichen Phänomenen und dann, ob die Leute selber schon mal erlebt haben, irgendwas. 75% der Bevölkerung sagt, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben eine außergewöhnliche Erfahrung gemacht haben. Was jetzt noch nichts über den Wahrheitsgehalt aussagt, das ist klar. Natürlich gibt es da viele Sachen, wo die Leute missinterpretieren. Ne? Manchmal kann man ja einfach einer Täuschung erliegen. Nicht umsonst bin ich in der Wahrnehmungsforschung und weiß natürlich, dass die Wahrnehmung uns täuschen kann. Wir haben ja alle mal so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Genau. Aber immerhin 75%. Wir haben das letztes Jahr zum Anlass unseres... dazu? Ich selber nicht, aber in meiner Familie gibt es Geschichten. Also ich kann mal eine erzählen. Mein Großvater war ein einfacher Mann, hat bei der Bahn gearbeitet, war so irgendwie am Stellwerk tätig und zu Besatzungszeiten war eine Garnison deutscher Soldaten in Appenweier stationiert, wo er gewohnt hat. Und da gab es einen jungen Soldaten und ist der mit der Familie von meinem Großvater in Kontakt gekommen. Und also meine Mutter hat 2 Schwestern gehabt, das heißt, das war ein 3-Mädels-Haushalt und ich glaube, mein Großvater hat sich immer einen Sohn gewünscht. Vielleicht war das so irgendwie sein gewünschter Sohn, den er nie gehabt hat. Jedenfalls hat die waren da längere Zeit stationiert und der hat dann irgendwann mal zur Familie gehört. Er ist da regelmäßig hingegangen, hat mit Abend gegessen und so und hat halt viel Zeit mit dieser Familie verbracht. Und irgendwann ist er dann abgezogen worden an die Front. Und dann gibt es diese Geschichte, die immer wieder erzählt wird in meiner Familie, dass mein Großvater, mein Großvater war überhaupt nicht esoterisch oder so, der hat ein bisschen Landwirtschaft gehabt, wie das damals so war, Schweine, Kühe, Hühner und so und hat irgendwie, ich glaube, wenn der in der heutigen Zeit leben würde, wäre der Ingenieur, weil er immer sich eigene Maschinen ausgedacht hat, mit denen er seine Arbeit erleichtern kann und so. Also er war eher ein praktisch orientierter Mensch. Und dann in der Nacht ist er aufgewacht und plötzlich stand dieser Soldat im Schlafzimmer und hat ihn traurig angeguckt. Und dann war er wieder verschwunden. Und 1 oder 2 Tage später kam die Nachricht, dass der in dieser Nacht gefallen ist. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, was bedeutet das jetzt? Ist das jetzt der Beweis für Psi? Ich meine, das kann natürlich gut sein, dass das in den Nachrichten die Tage vorher gekommen ist, dass diese Abteilung an der Front unter Beschuss ist oder so und dass er das einfach geträumt hat in der Nacht. Wir wissen es nicht. Ja? Wir wissen es nicht. Es gibt eine ähnliche Geschichte von meiner Mutter, als sie 5 oder 6 Jahre alt war. Die hat eine enge Freundin gehabt, gleichaltrig. Und irgendwann mal in einer Nacht träumt meine Mutter, das erzählt sie mir heute noch, dass diese Freundin in einem schwarzen Schal durch die Straße getragen wurde. Und am nächsten Morgen ist diese Freundin gestorben. Die hat eine Meningitis gehabt, glaube ich, so eine schnelle Form. Das sind alles so Sachen, vielleicht hat die Familie am Abend beim Abendessen darüber gesprochen, dass die schwer krank ist und alles schwierig und so. Keine Ahnung, aber das sind so Fälle, mit denen wir im Prinzip täglich konfrontiert sind. Und die Frage ist, haben die Bedeutung? Für die Menschen haben sie auf jeden Fall Bedeutung oder haben sie keine Bedeutung? Und der Punkt ist jetzt, also es kann gut sein, dass das alles Einbildung ist. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs haben wir über Statistik gesprochen und über Wahrscheinlichkeiten. Das ist ein großes Thema in der Wissenschaft. Ja. Natürlich, wir denken immer über Mittelwerte nach, aber hinter jedem Mittelwert steckt eine Verteilung. Und in dieser Verteilung gibt es natürlich auch Extremwerte, ja, die stark abweichen vom Mittelwert. Ist das jetzt nur eine starke Abweichung vom Mittelwert oder ist das was Besonderes? Ich kann das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber
Wenn wir jetzt einfach mal, und es ist ja auch gute wissenschaftliche Praxis, wenn wir jetzt einfach mal theoretisch annehmen, sowas gäbe es. Es ist was schwer replizierbar ist. Es ist irgendwas, was am Bewusstsein hängt und was man erst versteht, wenn man Bewusstsein verstanden hat. Es ist was man nicht willentlich hervorrufen kann. Ich kann noch eine Geschichte, bevor ich weitermache, erzähle ich noch mal eine Geschichte, die ist nämlich auch spektakulär. Der Bender hatte Kontakt zu einem Typ, der von sich behauptet hat, er hat hellseherische Fähigkeiten, den Herrn Croisset. Und dieser Croisset, das war Niederländer, der war auch irgendwie in seinem Land, war der sehr bekannt, auch in den Medien, und wurde oft von der Polizei zur Hilfe gerufen, wenn ein kleines Kind verschwunden ist. Und der hat dann versucht zu unterstützen und hat sich dann hingehockt und hat überlegt, ob er irgendwas sieht und so. Und da gibt es einen Fall, den der Bender auch beschreibt, wo ein kleines Kind verschwunden ist und wo die Eltern beschrieben haben, das kleine Kind hat ein weißes Kleid angehabt. Und dann hat sich der Croisset hingesetzt. Die Polizei war halt hilflos, haben nicht gewusst, was machen wir jetzt. Und dann hat sich der Croisset hingesetzt und er sieht da was und hat dann beschrieben, irgendwie da ist ein See und da gibt es Schilfgras und da ist eine Kirche und da ist das und das. Und die Polizei war tatsächlich in der Lage, diesen Ort zu identifizieren. Die haben dann geguckt an der Landkarte, was passt überein mit den Beschreibungen. Und dann sind sie dahin und haben tatsächlich ein weißes Kleid gefunden. Das Problem war, es war nicht das Kleid von dem kleinen Mädchen. Es war ein anderes Kleid. Und dann gut für den Typen, der das gesehen hat, sonst würde ich als Polizist ihn gleich mal verhaften. Aber der Bender hat dann gesagt, na gut, also wenn es diese Information gibt, dann ist es wie so ein verrauschtes Radiosignal. Ja, und das ist auch irgendwas, der sieht irgendwas und versucht es irgendwie zu deuten. Aber es kommt nicht so richtig klar hervor. Und also ich fand die Geschichte an sich einfach schon spektakulär, weil halt der Ort identifiziert wurde und dann tatsächlich ein weißes Kleid lag. Er hat Signal empfangen, aber konnte nicht 100%ig genau. Und empfangen. Ja, und also ich kann jetzt nicht sagen, das ist alles richtig und er hat diese Fähigkeit gehabt. Ich habe den auch nicht gekannt. Es gibt spektakuläre Geschichten. Er ist ganz oft daneben gelegen. Ja. Natürlich, also der hat nicht immer Treffer gehabt. Es ist alles wahnsinnig schwer einzuordnen. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt sowas und wir haben noch gar nicht verstanden, was sind die Randbedingungen, dass diese Phänomene auftreten. Der Wolfgang sagt immer, meistens in der Beratung treten die Sachen auf, wenn die Menschen in einem mental instabilen Zustand sind. Also wenn die irgendwas Schlimmes erlebt haben, sei es, dass es jetzt einen Todesfall gab eines nahen Angehörigen oder Missbrauch oder irgendwas. Also meistens sind die Menschen gerade in einer außergewöhnlichen Lebenssituation. Und dann haben sie solche Erlebnisse. Und das war auch ein bisschen mit der Anknüpfpunkt, wo wir damals gedacht haben, naja, die gute Tradition ist es ja, dass man sowas stark vereinfacht und dass man im Prinzip ein Labormodell von sowas nimmt. Und da kommen dann wieder die Kippfiguren ins Spiel, weil eine Kippfigur ist sozusagen ein perzeptuell instabiler Zustand. Kein mental instabiler, aber ein perzeptuell instabiler. Und wenn man diesen perzeptuell instabilen Zustand besser versteht, vielleicht hilft es auch ein bisschen, die mental instabilen Zustände und als Voraussetzung für diese Effekte zu verstehen. Das haben wir gerade ein spannendes Projekt, aber das ist zu kompliziert, das hier zu erklären. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt diese Phänomene, und das wollte ich jetzt eigentlich vorhin schon mal sagen. Nehmen wir an, es gibt die, ja? Und nehmen wir mal an, es gibt Menschen, die darunter leiden, ja? Die nicht schlafen können und so und durch den Wind sind. Und die gehen jetzt zum Arzt und erzählen dem, naja, ich höre da eine innere Stimme oder bei mir spukt oder ich habe jetzt diesen präkognitiven Traum gehabt, das beschäftigt mich, ich kann nicht mehr schlafen nachts und so. Der schickt sie zum Psychologen. Und der Psychologe kommt dann nicht weiter, der schickt sie zum Psychiater und der schickt sie in die Psychiatrie. Und dann kriegen sie Psychopharmaka. Und wenn wir jetzt annehmen, es gibt einen kleinen Prozentsatz, wo es wirklich solche Phänomene gibt, dann werden die notgedrungen falsch diagnostiziert und auch falsch behandelt. Und dann können Psychopharmaka nicht helfen. Nix. Und dann landen sie irgendwann bei uns. Und der Wolfgang hat mit seinem Konzept, wir müssen gucken, sozusagen, was ist die Psychosomatik der Umgebung. Und die müssen wir auflösen und dann verschwinden auch die Phänomene.
war der sehr erfolgreich bisher. Und das finde ich bemerkenswert. Natürlich landen bei uns auch Fälle, wo auch der Wolfgang sagt, der ist approbierter psychologischer Psychotherapeut, wo er sagt, da gibt es jetzt klare Anzeichen von Psychose und die sind eigentlich besser aufgehoben in einem klinischen Umfeld. Das gibt es auch, das ist ein hoher Prozentsatz. Aber es gibt halt diese paar Fälle, die wirklich spektakulär sind. Das sind Menschen wie du und ich, die so ein Erlebnis haben und das nicht einordnen können und das kann aufgelöst werden. Und eine Botschaft ist dann immer, also Leute, ihr müsst keine Angst haben. Das sind keine bösen Geister. Die sind alle euch wohlgesonnen, die machen euch nur auf was aufmerksam, was gelöst werden muss. Jetzt fällt mir natürlich nochmal, weil wir gerade vor allem bei der NSDAP und den Nazis waren. Ja. Jetzt fällt mir nochmal ein ganz prominentes Beispiel ein. Da gab es euer Institut noch nicht. Ja. Aber Hitler Ja. ist ja auch, glaube ich, Erster Weltkrieg, 1917, 1918 an der Westgrenze, war Giftgas oder sowas, wurde verletzt, offenbar erblindet und wurde dann von der Westgrenze, Belgien oder so weiter, mehrere 100 Kilometer, also nicht ins nahegelegene Lazarett gebracht, sondern nach Pasewalk, in Vorpommern, in so ein spezielles Lazarett. Und da ist er dann zweimal sogar erblindet. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder so soll es gewesen sein. Und in der Phase hatte er seine grandiosen Vorstellungen und hat danach geglaubt, dass er der Ausgewählte Deutschlands ist. Ja, klingt irgendwie vertraut. Des deutschen Volkes, Heilsbringer. Und hat dann quasi seine politische Karriere angefangen. Ja. Ja. Und das konnten die sich auch nicht erklären. Und vorher hat er nie davon irgendwie was erzählt. Oder das sind sogenannte Erleuchtungserlebnisse. Genau. Davon haben wir auch unfassbar viele. Erlebnisse, die dazu führen, dass Menschen von heute auf morgen ihr Leben komplett verändern. Und so war es ja tatsächlich. Und so war es bei ihm, ja. Ja, spektakulär. Aber was zeigt uns das? Die Psyche ist ein Mysterium und wir sind weit davon entfernt, das zu verstehen. Ja, wäre doch mal ganz gut, wenn man die Hitler-Sache mal sich angucken würde. Wollten, glaube ich, auch Leute sich angucken, aber die Akte ist ja verschwunden. Ne? Ja, die ist verschwunden. Okay. Oder verschwunden oder wurde geheim gehalten oder so weiter. Ja, aber so gibt es viele Fälle. Die Frage ist, ob du mit solchen Akten dann weiterkommst. Und ich habe auch gehört, die haben den nach Pasewalk gebracht. Habe ich mir mal von Alexander Kluge Interview gesehen. Kluge hat sich dafür interessiert. Und da war halt ein spezieller Arzt, glaube ich, aus Greifswald. Auch ein Psychologe. Oder er war später an der Uni Greifswald oder so weiter. Und der hat Hitler behandelt. Okay. Und irgendwie ich hab gehört, dass der ihn dann hypnotisiert hat. Okay. Während er blind war. Weil die hatten natürlich Angst, dass es zu viele Soldaten gibt. Ne? Also keine Ahnung, ich werde verletzt an der Front, habe keinen Bock mehr zu kämpfen und sage einfach, du Jürgen, ich bin blind. Ich muss weg. Und die haben natürlich versucht herauszufinden, simuliert der Typ hier, der Hitler. Und dann haben sie ihn in Pasewalk gebracht. Und dann hat dieser Arzt, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, aber kann man ein bisschen nachgucken, hat dann irgendwie, glaube ich, eine Hypnose gemacht. War ja damals schon fesch, um herauszufinden, ob der Hitler hier simuliert. Und? Ja, also haben sie, glaube ich, nicht, also die konnten nicht herausfinden, dass er simuliert. Okay, das ist aber auch schwierig. Aber dann danach hat er angefangen, so zu tun, als ob er der Auserwählte ist. Ja, klar, solche Fälle gibt es viel. Also auch viele Leute, die sich als Medium betrachten und vorgeben, Kontakte zum Jenseits zu haben. Aber da gibt es auch einige davon, die so ein einschneidendes Erlebnis. Aber Hitler wurde an der Westgrenze verletzt, also durch ein Giftgas offenbar, ist erblindet, hatte aber noch nicht diese lebensverändernde
Situation erlebt und der hat das dann erst bei dieser Behandlung mit dem Arzt erlebt. Also während er erblindet war, wurde er hypnotisiert, um herauszufinden, ob er simuliert oder nicht. Er hat auch mal nicht simuliert. Aber durch die Hypnose ist dann was passiert mit ihm. Ja, Und zweimal. das ist Er ist zweimal erblindet. das ist dann die Frage, ob es die Hypnose war oder ob das halt einfach ein Prozess war. Das weiß man halt auch nicht. Sowas ist schwer. Ja, aber ich hätte mir mal diesen Arzt geschnappt. Was hat er denn da denn mit dem Typen gemacht? Warum redet der danach, nachdem er Hitler behandelt hat? Warum redet Hitler danach für den Rest seines Lebens davon, dass er hier... Hat es jemand gemacht? Hat jemand mit dem geredet? Nee. Ist spannend. Es ist ein spannender Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sollte doch mal was sein für euch. Es gibt doch, du bist jetzt kein Psychologe, aber es gibt doch so Dutzende Psychologen weltweit, die haben sich ja mit Hitlers Psyche beschäftigt. Ne? War der jetzt wahnsinnig? Und so weiter. War der hypnotisiert? Ja. Es gibt ja auch viele, die so Nahtoderlebnisse gehabt haben, Ja. Die dann diese Erlebnisse dann dazu geführt haben, dass sie ihr Leben komplett umgekrempelt haben. Das sind diese typischen Bei Erleuchtungserlebnisse. Hitler leider nicht zum Besten, ne? Nee, natürlich nicht. Das weiß man halt nie vorher. Und er wurde behandelt, das fand ich ja so geil. Er wurde behandelt, konnte dann wieder sehen. Und das war gerade die Phase, wo dann die Deutschen kapituliert haben. Und dann kommt dann quasi die Nachricht in Pasewalk an. Hört, dass Deutschland quasi verloren hat, kapituliert hat. Und dann erblindet er nochmal. Das ist schon verrückt. Ja. Ja. Das ist wirklich verrückt. Und dann wurde er wieder behandelt. Und dann hat es wieder geklappt. Dafür habt ihr aber keine Erklärung. Dafür haben wir keine Erklärung. Aber wäre das ein Fall für euer Institut? Also wenn das jetzt damals schon gegeben hätte, hätte Hitler hinkommen können zu euch und sagen, mir ist da was passiert. Weil wäre ja gut gewesen. Hätte man dem helfen können, dem armen Mann. Naja, also Der arme Mann, in Anführungsstrichen. die Frage ist, war diese Verletzung ein Trigger für eine psychische Erkrankung, die dann damit losgetreten wurde? Wenn das der Fall war, würde ich jetzt mal sagen, dann ist es eher ein Thema für ein psychiatrisches Umfeld. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja jetzt... So erinnere ich mich. Ja. Das ist ungewöhnlich, aber da ist jetzt ja nichts offensichtlich im Spiel, was den Erklärungsmodellen der Naturwissenschaft widersprechen würde. Das ist einfach sozusagen so möglicherweise ein einschneidendes psychisches Erlebnis, was irgendwas getriggert hat. Und das ist eher Aber das widerspricht nicht den Naturgesetzen und Naturwissenschaft? Wenn Hitler sagt, ich bin blind, die konnten aber gar nicht herausfinden, also anhand seiner Verletzung. Ach, du meinst die Blindheit jetzt? Ja, aber sowas. Ja, der Rest, der danach kam, ja wahrscheinlich auch. Da kenne ich mich jetzt wenig aus, was Giftgas mit dem visuellen System macht und wie reversibel sowas ist. Also es gibt schon, dass Leute... Ja, aber das widerspricht nicht der Naturwissenschaft, wenn Hitler danach sagt, ich bin ja quasi der Auserwählte, ich habe das Licht gesehen, bin jetzt euer Gott. Das widerspricht nicht den Naturgesetzen? Nein. Ich meine, Wahnsinnige gibt's ja viele. Also weißt du, ich bin mal von einem attackiert worden, der mich für einen Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten hat. Was? Ja. Das musst du mal erzählen. Ja, ist eine unangenehme Geschichte. Also Dich hat jemand attackiert? Ja, körperlich attackiert. Bei euch im Institut oder was? Nein, privat. Bin ich in einem Restaurant gehockt. Ist der plötzlich von hinten gekommen, hat mich attackiert. What? Ja. Kannst du das mal erzählen? Wann war das? Das ist vor ein paar Jahren gewesen. Ich habe Gründe, warum ich das nicht gerne erzähle, weil das... Aber ist dir was passiert? Mir ist nichts passiert. Zum Glück war da einer, der durchtrainiert war und eingegriffen hat. Und dann ist die Polizei gekommen und hat den mitgenommen. Der ist psychotisch, hochgradig psychotisch. Ich kenne den persönlich. Und das auch noch? Ja, natürlich. Und hat er dir währenddessen gesagt, du bist Ja, ich bin Kriegsverbrecher.
Ja, das ist. Jetzt aber sehr wild. Nein, das ist halt einfach. Das ist einfach eine. Das ist eine psychiatrische. Das ist das psychiatrische Symptomspektrum von psychotisch. Es ist ja nichts außer, also nichts jetzt, würde ich sagen, was speziell für unser Institut ist. Das ist was für die Psychiatrie sowas, glaube ich, alltäglich. Jetzt interessiert euch dann, apropos Hypnose und so weiter, interessiert euch für sowas? Na, Hypnose ist schon auch spannend. Wir haben kürzlich mal eine da gehabt, die über Hypnose gesprochen hat. Das ist halt auch so ein Thema, wo die Medien gern anspringen und dann greifen sie sich aus dieser Hypnose-Geschichte die spektakulären Geschichten raus, wo dann jemand komplett absorbiert ist und dann komische Sachen macht und sich im Nachhinein nicht mehr daran erinnert. Ich weiß nicht so richtig, ob das alles so stimmt, wie das dann in den Medien berichtet wird, aber also die Kollegin, die wir da gehabt haben, die das auch therapeutisch einsetzt, da ist sozusagen das, was unter dem Begriff Hypnose firmiert, sehr breit von so einfache Suggestion bis hin zu dem, was halt dann die Medien ausschlachten. Gibt es nicht so direkte Hypnose und indirekte Hypnose und sowas alles? So gut kenne ich mich da nicht aus, aber also ich war dann... Auch bei Hitler, der wurde zweimal hypnotisiert, einmal direkt und indirekt. Okay, Ja. keine Ahnung, Ja. Da kann ich jetzt nichts Qualifiziertes Angeblich, dazu sagen. Ja, kann ich nichts Qualifiziertes dazu sagen. Aber glaubst du an sowas? An Hypnose? Ja. Naja, also es gibt ja... Gibt ja so Einzelhypnose, wenn man so. Ja. Und es gibt ja auch so Massen. Also ich würde das jetzt so, dieses Hypnosephänomen würde ich so in das Themengebiet Persönlichkeitsabspaltung einsortieren. Und da es gibt ja da viele spannende Geschichten, sowas wie automatisches Schreiben oder so. Ja, dass jemand unbewusst einen ganzen Text formuliert oder ein Buch schreibt. Da hat sich der Bender auch damit beschäftigt. Naja, also ich meine, es gibt multiple Persönlichkeiten. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war tatsächlich so ein Seeforscher, der Hans Straßburger. Der hat mal berichtet von einer Person, die eine multiple Persönlichkeit, an so einem multiplen Persönlichkeitssyndrom gelitten hat. Und das Spektakuläre war, dass eine dieser Persönlichkeiten blind war. Also, ich weiß nicht, wie viele Persönlichkeiten es gab, aber es gab, glaube ich, 4 oder 5 oder 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr, gibt es einen Artikel dazu. Eine war blind. Das war natürlich für den Hans interessant und der hat dann EEG gemessen. Und du kannst, das habe ich ja grob beschrieben, du kannst dann Elektroden auf den Kopf setzen und dann kannst du Schachbretter zeigen. Das zeigen die Seeforscher gern, weil, komme ich nochmal zurück auf Hubel und Wiesel und diese Kantenwahrnehmung in V1, primärer visueller Kortex, so ein Schachbrett hat ja viele Kanten. Ja, das ist der ideale Reiz für den primären visuellen Kortex, um da eine große Antwort im EEG zu erzeugen. Ne? Und das hat er dann gemacht und da hat er tatsächlich gefunden, dass die blinde Persönlichkeit, also wenn diese Person in dieser blinden Persönlichkeit war das EEG flach. Also bei allen anderen Persönlichkeiten gab es ein normales EEG und bei dieser blinden Persönlichkeit, wenn dieselbe Person von der blinden Persönlichkeit dominiert war das EEG flach. Und das war schon ein spektakulärer Befund. Und hätte es das mal zu Hitlers Zeiten gegeben. Und dann gibt es natürlich eine spannende Frage. Also ich meine, muss man jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Wir haben die Augen, da gibt es eine Netzhaut, das sind lichtempfindliche Zellen. Ne? Und dann gibt es das lange Kabel, was dann zum primären visuellen Kortex führt. Und wenn jetzt der primäre visuelle Kortex keine Signale zeigt oder keine im EEG messbaren Signale, muss es ja nicht heißen, dass das Auge auch nicht funktioniert. Ja? Also es kann ja sein, dass es irgendwelche Areale im Gehirn gibt, die das unterdrücken, diese Aktivität vom primären visuellen Kortex. Deshalb wäre es natürlich spannend gewesen. Es gibt ja auch EOG, also da macht man so kleine Fädchen ins Augenlid rein. Und die verbindet man auch mit einem Messgerät und dann kann man tatsächlich die Aktivität der Netzhaut messen im Auge. Ja, ist auch eine Standardmethode in der Augenklinik, die benutzt wird. Und das wäre natürlich spannend gewesen, ob im Auge dann auch keine Aktivität ist. Das ist aber leider nie gemacht worden.
Aber um jetzt zurückzukommen zu diesem Thema, also das ist, also es gibt Hypnose, also es gibt diese multiplen Persönlichkeiten, ja, also soweit, ich bin kein Psychologe, aber das ist, oft wird es dadurch erklärt, jemand hat ein traumatisches Erlebnis gehabt und das war das traumatische Erlebnis war so tiefgreifend, dass für ein Weiterfunktionieren und ein normales Weiterleben muss man diese Erfahrung abspalten, irgendwie wegdrücken. Und das ist dann sozusagen der Beginn dafür, dass sich dann sowas wie eine Persönlichkeitsspaltung entwickeln kann. Und dass es dann so hin und her springt zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, das ist sowas wie Kippfigur, ja, bloß halt auf einer größeren Skala. Ja? Und wenn man das verstanden hat, einigermaßen, dann kann man sich auch vorstellen, dass es sowas gibt, dass es da irgendwelche unterdrückte Inhalte gibt, dass sozusagen jetzt ein Mensch vor dir sitzt und sich normal mit dir unterhält und einen Stift in der Hand hat und einen Text schreibt, der gar nichts mit dem Gespräch zu tun hat. Solche Sachen gibt es, das ist auch alles aufgezeichnet, gibt es viele Literatur bei uns im Institut. Also was ich mir hier nebenbei aufzeichne, hat hart mit unserem Gespräch zu tun. Klar. Immer nur neue Ideen für weitere Fragen. Ja. Also das ist sehr spannend und ich würde jetzt mal sagen, dass Hypnose wahrscheinlich von den Grundmechanismen in eine ähnliche Richtung geht. Das ist aber jetzt reine hypothetisches Rumgelabere von mir, weil ich mich da sehr, sehr schlecht auskenne. Was ist mit Halluzinationen? Naja, Halluzination, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Nochmal, mein Wahrnehmungsmodell, oder das ist jetzt nicht meins, da gibt es viele Übereinstimmungen. Es gibt den sensorischen Input und es gibt Bottom-up und Top-down. Ja. Und Halluzination kann einfach sein, wenn sozusagen der Filter nicht mehr richtig funktioniert und dann kommt Top-down-Information, die wird als Wirklichkeit interpretiert. Dann fängt man mehr als vorher. Nee, man interpretiert irgendwas, was gar nicht da ist. Weil Top-Down dominiert und nicht abgleicht mit Bottom-up. Ja, aber es kann ja da sein, nur dass die anderen das gerade nicht sehen. Ja, aber wenn die anderen es nicht sehen, ja, es ist da in deinem Bewusstsein. Ja. Aber die Frage ist, ob es da ist in der physikalischen Welt. Genau. Und das ist die Frage. Für den ist es da, ganz klar. So wie für den Typ ich der Kriegsverbrecher war. Aber die Halluzinationen, das ist ja mittlerweile, hört man ja bei psychedelischen Drogen. Naja, das ist genau... Die erzeugen ja diese Das ist genau der Wahrnehmung. Punkt. Ne? Meine Theorie ist, dass dieser Filter außer Kraft gesetzt wird. Und damit hat Top-Down freie Bahn. Also quasi psychedelische Drogen führen nicht dazu, dass man auf einmal was sieht, was nicht da ist, sondern das, was da ist, sieht man endlich. Na, also die psychedelischen Drogen sorgen dafür, dass sozusagen die Top-Down-Interpretationsmechanismen freie Hand bekommen, nicht mehr kontrolliert werden. Es findet kein Wirklichkeitscheck mehr statt oder der ist irgendwie defekt oder manipuliert. Hast du das mal ausprobiert, sowas? Nee. Tatsächlich nicht. Nein. Also kann ich auch erklären. Ja, also tatsächlich habe ich mal Cannabis. Zauberpilze. Nee, LSD. Ja. Also ich habe mal Cannabis ausprobiert. Und das ist schon Halluzinogen, ja? Nicht wirklich. Fand ich aber spannend, weil da war ich schon, ich glaube, so um die 30 rum tatsächlich. Und wir haben das in Form von Keksen genommen und da kann man natürlich die Dosis nicht so gut kontrollieren. Und dann sind wir auf eine Party gegangen. Und ich weiß noch, ich habe dann auf der Party eine Kommilitonin aus der Mathematik getroffen. Da war ich jünger. Eine Kommilitonin aus der Mathematik getroffen und dann hat die mit mir ein Gespräch angefangen. Und ich weiß noch, ich stand vor ihr und die hat geredet und ich habe gesehen, wie ihr Mund auf und zu geht und es gab irgendein Wort, was mich getriggert hatte und mich dann auf eine mentale Reise katapultiert hat. Und ich sah die vor mir, wie ihr Mund auf und zu geht, aber ich habe nichts mehr gehört, was die gesagt hat. Ich war komplett woanders. Ja? Und dann habe ich gab es so ein Meta-Ich, was mir gesagt hat, hey, die redet jetzt zwar noch, aber du musst gucken, dass du wieder zurück in die Wirklichkeit kommst, sonst, wenn die aufhört mit Reden und du nichts sagst, wird es komisch. Ja? Und dann habe ich es irgendwie geschafft, wieder zurückzukommen. Und dann wollte ich mir was zu trinken kaufen und dann weiß ich noch, wie ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt das Geld richten und ich muss mir klar überlegen, was ich jetzt da vorne an der Theke sage.
dass ich erfolgreich an dieses Bier komme. Als würde jetzt irgendwie ich meine Aufmerksamkeit bündeln müssen und sehr viel Anstrengung darauf verwenden, dass ich das realisiert bekomme. Und so, das war mein Erlebnis. Aber ich glaube, das haben, glaube ich, schon alle erlebt. Das haben schon alle erlebt. Also, jetzt weißt du, sage ich noch was über die Space-Pilze und so ein Zeug. Weißt du, wenn man so miteinander redet und auf einmal sieht man mal anderen so, Jürgen. Ja. Und dann bist du, sorry. Ich habe gerade geträumt so. Das hat eine andere Qualität gehabt. Das ist was anderes. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Ich. Oder die Kontrolle ist massiv reduziert. Und also ich kann sagen, warum ich Drogen nicht ausprobiere oder ich da sehr skeptisch bin, weil ich der Meinung bin, dass wir, das haben wir jetzt auch schon oft in diesem Gespräch behandelt, das Thema Bewusstsein nicht richtig verstanden haben. Wir haben auch noch nicht so richtig verstanden, wie Psychopharmaka wirken, wie sie auf die Psyche wirken. Weil man kann es natürlich auch nicht verstehen, wie die Psychopharmaka auf das Bewusstsein wirken, wenn man das Bewusstsein nicht verstanden hat, ist ja klar. Ja. Na? So, und ich habe gehört, dass es einfach Fälle gibt, wo so ein Drogenkonsum zu irreversiblen Veränderungen im Gehirn führt. Dieser Fall von dem Typ, der mich da angegriffen hat, ist so ein Beispiel. Ach, der hat Drogen genommen. Genau. Und der Kollege, ich habe eine sehr gut funktionierende Kooperation mit der Psychiatrie in Freiburg. Professor Thebats van Els, der stellvertretende Chef von der Psychiatrie in Freiburg, der hat zu mir mal gesagt, naja, man kann es im Prinzip dritteln. So ein Drittel macht so ein Erlebnis und hat diesen Trip einmal. Beim zweiten Drittel ist es dann länger anhaltend, aber irgendwann kommen sie dann doch wieder zurück. Und beim letzten Drittel ist es so, jetzt gerade bei Space-Pilzen und so, da ist die Gefahr, dass sie nie mehr zurückkommen. Aha. Und der Fall, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist so ein Fall, soweit ich weiß. Und für mich war das einfach zu riskant. Also ich meine, ich bin Neurowissenschaftler und natürlich habe ich da eine Risikoabwägung gemacht. Natürlich ist es spannend. Es wäre natürlich spannend zu sehen als Wahrnehmungsforscher, was passiert mit meiner Wahrnehmung, wenn ich solche Dinge nehme. Aber auf der anderen Seite war mir das zu riskant, weil ich mir gesagt habe, wir haben zu wenig verstanden, wie das funktioniert und was die Randbedingungen sind für Reversibilität oder nicht. Und das ist mir zu heiß. Da ist mir mein Bewusstsein zu schade. Ja, aber dafür hast du ein Institut, dass du das mal andere ausprobieren lassen kannst, die berichten. Also es gibt tatsächlich, war das sehr lang tabu, aber es gibt aktuell tatsächlich wieder eine Zunahme an Forschung mit dem Einsatz von Drogen. Das ist natürlich auch interessant. Also ich schneide mal ein anderes Thema an, aber es hat was damit zu tun. Hast du schon was von luzidem Träumen gehört? Ja. Ein Kumpel von mir, Matthias, meint, der kann das. Ich kann das, glaube ich. Ja, luzides Träumen heißt im Prinzip, man träumt, aber man ist Regisseur seines Traums. Du weißt, dass du gerade träumst. Du weißt, dass du träumst und kannst sozusagen das Geschehen im Traum beeinflussen. Ja? Wir haben es gab die Ursula Voss, eine Professorin aus Frankfurt, die hat mal einen ganz tollen Vortrag bei uns gehalten im Kolloquium darüber. Und die sagt, man kann das eventuell auch therapeutisch einsetzen. Also jemand, der jetzt ein Missbraucherlebnis gehabt hat, kann sozusagen die Szene träumen. Und dadurch, dass die Person dann der Regisseur ist des Handelns, kann er dann sozusagen den Täter irgendwie niederschlagen und attackieren und kann damit sozusagen das Trauma auflösen, quasi. Wirklich ein spannendes Thema. Und da ist jetzt die Frage, also was ist denn das Trauma und so und psychische Probleme? Und letztlich ist es, glaube ich, so, es geht darum, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn jemand Drogen nimmt, ist es wahrscheinlich so, dass bestimmte Filtermechanismen außer Kraft gesetzt werden. Wenn jemand ein traumatisches Erlebnis hat, ist es natürlich auch eine Funktion des Körpers, Filtermechanismen in Kraft zu setzen, die es erlauben, dass diese Person im normalen Leben einigermaßen zurechtkommt, obwohl sie diese traumatische Erfahrung gemacht hat. Also Verdrängung und so. Ja? Das sind auch irgendwelche Filtermechanismen. So, jetzt ist die Idee,
man muss dieses Trauma in irgendeiner Weise auflösen. Das ist wie wenn durch diesen massiven Eingriff, körperlichen Eingriff, da irgendwelche Schaltkreise umprogrammiert werden. Und zwar in eine schlechte Art und Weise. Die Frage ist, kriegt man das irgendwie reprogrammiert? Und die Idee ist, um das zu reprogrammieren, muss man das System wieder in einen vulnerablen Zustand bringen, wo eine Umformatierung möglich wird. Und da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg ist vielleicht Therapie, dass man sozusagen ganz behutsam und in einem kontrollierten Umfeld diese Probleme anpackt und diese Erlebnisse, die neuronalen Korrelate der Erinnerungen an dieses Erlebnis wieder reaktiviert und durch diese Reaktivierung vielleicht behutsam schafft, das zu verändern und dann in landläufiger Sprache zu verarbeiten. Eine andere Idee ist, dass man tatsächlich Drogen einsetzt. Ja, also so Space-Pilze oder so oder die Substanzen, die dahinter sind. Da gibt es tatsächlich hier in Berlin gibt's Leute, die sowas machen. Kann ich dir den Namen auch nennen? Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wäre vielleicht auch ein interessanter Gesprächspartner für dich. Die setzen das ein. Und die Idee ist dieselbe. Man versucht sozusagen die wahrscheinlich notwendige Vulnerabilität des Systems herzustellen, indem man diese Hemmmechanismen auflöst in einer kontrollierten Umgebung. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Und dann es irgendwie möglich macht, das umzuprogrammieren. Ich kenne das irgendwie bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Sowas. Wird ja auch irgendwie. Genau. Also Pilze, Ketamin, den ganzen Kram auch schon eingesetzt. Und eine andere Möglichkeit ist, also wir sprechen, das ist auch ein Thema, ein wichtiges Thema bei uns im Institut, veränderte Bewusstseinszustände. Also letztlich ist, wenn du in einer unter Einwirkung von Drogen bist, hast du einen veränderten Bewusstseinszustand. Der grenzt sich ab von deiner alltäglichen Bewusstseinserfahrung, die du hast. Wenn du traumatisiert bist, bist du in einem veränderten Bewusstseinszustand. Wenn du meditierst, ist das Ziel, einen veränderten Bewusstseinszustand hervorzurufen. Ja. Was es jetzt auch ganz interessant ist und was es bei unserem Institut gibt, mein Kollege, der Marc Wittmann, der ist Zeitforscher, also der erforscht sozusagen die subjektive Wahrnehmung von Zeit. Da kann ich jetzt eine kleine Klammer aufmachen, ist ein so sehr spannendes Thema, weil wir haben für Sehen haben wir die Augen, das ist die Schnittstelle zum Gehirn, für Hören haben wir die Ohren, das ist die Schnittstelle zum Gehirn. Aber was ist denn das Organ, mit dem wir Zeit wahrnehmen? Dein Gehirn. Ha? Dein Gehirn. Ja, aber nein, ich meine, wir brauchen doch Schnittstellen. Ich meine, wir haben die Sehrezeptoren, die im Prinzip die Lichtinformationen übersetzen in neuronale Aktivität. Wir haben das Innenohr, was die Modulation des Schalldrucks in neuronale Aktivität übersetzt. Ja? Wir haben den Riechkolben, der irgendwelche chemischen Substanzen in neuronale Aktivität übersetzt. Aber was ist die Schnittstelle fürs Gehirn für die Zeit? Dein Gehirn sieht, dein Gehirn hört, dein Gehirn riecht. Ja, natürlich, aber es gibt die Schnittstelle. Das Organ sendet nur quasi die Sinneserfahrung ans Gehirn. Ja, natürlich. Ja, und was ist das Organ für die Zeit? Alles zusammen, alle Sinnesorgane zusammen wahrscheinlich. Ja, das ist halt eine spannende Frage. Damit beschäftigt er sich. Ja. Und der hat jetzt in Freiburg einen Floating Tank. Floating Tank, das ist im Prinzip eine überdimensional große Badewanne. Das Wasser da drin ist salzgesättigt. Das ist wie bei Minority Report. Wie im Toten Meer quasi. Kennst du den Film? Na? Kennst du bei Minority Report haben sie auch so... Ja, natürlich, genau. Precox haben sie das genau. Ja. Und das heißt, die Idee ist maximale sensorische Deprivierung. Also es ist dunkel, man sieht nichts mehr, es ist still, man hört nichts mehr, im Idealfall riecht man auch nichts mehr und man hat auch keine Tastsinnesempfindungen, weil sozusagen, wenn man auf diesem Wasser schwebt, ist die Druckempfindung der Drucksensoren auf unserer Haut minimal. Ja? Und damit versucht der Marc, seine Versuchspersonen in so einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand zu bringen. Und während dieses außergewöhnlichen Bewusstseinszustands oder dann danach macht er Interviews mit denen und misst, ob die Zeitwahrnehmung sich verändert zum Beispiel und solche Sachen.
Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Das ist super spannend. Wir haben ja schon 3 Stunden vorbei. Echt? Soll noch mal Zeit sein für ein paar Zuschauer? Ich habe noch mal 3, 4 kurze Themen. Okay. Einerseits, hier, sag mal, Thema Spuk, nennen wir das jetzt mal. Ja, okay. Welche Rolle spielen die sozialen Verhältnisse bei der Person? Also, Die spielen, wenn der Wolfgang recht hat, spielen die eine große Rolle. Ich kann mir vorstellen, weil du von Weltbild angesprochen hast, ne? Ein Akademiker, schlaue Menschen und so weiter quasi haben dadurch, dass sie viel sich mit Wissenschaft, ne, also begreifen wollen. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Das spielt, glaube ich, Nee? keine Rolle. Nee. Also die haben quasi so ein Weltbild und dann gibt es halt quasi Leute, die nicht dumm sind, aber ungebildeter Ja. aufgrund der Klassenverhältnisse oder so weiter, die dann viele Sachen, die nicht in die Weltbild passen, weil sie noch nie darüber gehört und gelesen hatten, also denen die Bildung fehlt, sich das nicht erklären können und dann quasi Also soweit ich das überblicke, spielt also, weißt du, ist Aberglaube, das würde ich quasi, ist Aberglaube oder das, was wir dann quasi diese Ja. Erfahrung, Spukerfahrung, Telepathie, ist das auch ein Klassenbegriff? Ich glaube, für die Leute, die in die Beratung kommen, ist das, glaube ich, spielt das keine Rolle. Es ist so, also der Wolfgang erklärt das so, dass es oft, da hat er auch im Moment gerade ein Projekt laufen, erklärt es so, dass der Konflikt, der entsteht, sozusagen die in die Außenwelt getragene Psychosomatik, ist meistens ein Konflikt zwischen Autonomie und Bindung. Also da gibt es ein Autonomiebestreben. Oft sind die Fokuspersonen von solchen Spukfällen sind adoleszente Menschen, also Kinder im Jugendalter, so Teenager. Ja, die sozusagen gerade auf dem Weg sind, sich zu autonomisieren, sich zu emanzipieren von der Familie. Und die sind dann sozusagen in so einer Konfliktsituation, wo sie das Bestreben nach Autonomie haben, wo vielleicht die Familie das Bestreben nach Bindung hat oder in der Person selber dieser Konflikt ist. Das sind oft die Ausgangssituationen für solche Spukphänomene, wo dann dieser Konflikt sich irgendwie in der Umwelt manifestiert. Warum auch immer, ich habe keine naturwissenschaftliche Erklärung. Aber zumindest scheint es zu funktionieren, wenn der Konflikt aufgelöst ist, verschwindet der Spuk. Apropos Spuk, das zieht sich ja auch durch also as far as we know, aber basierend auf den Zeugnissen und Schriftstücken, die wir haben, durch die Menschheitsgeschichte. Über tausende Jahre. Und auch über alle Kulturen. Alle Kulturen? Ja. Ich habe letztens gerade hier den Gilgamesch-Epos. Das ist, glaube ich, so der erste religiöse Text, den wir quasi von Sumerern, oder was war das? Oh. Ja, aber selbst bei Gilgamesch am Ende kommt auch wieder ein Gespenst. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch das Problem. Ich meine, der Mensch sucht nach Erklärungen. Ne? Und ich meine, Geister, das ist ja im Prinzip der Einzug der Naturwissenschaften hat mit vielen Geistermythen aufgeräumt. Ja, weil viele Sachen dann irgendwie kognitiv nachvollziehbar erklärbar waren. Deshalb ist im Prinzip wahrscheinlich, dass sich diese Erlebnisse, diese Spukerlebnisse, die als solche interpretiert werden, es ist ja oft so, da gibt es natürlich auch viele Geschichten, wo die Leute, die auch bei uns landen, von Spuk erzählen, wo es dann nachher triviale Aufklärungen gibt, wo man sagen kann, okay, das war jetzt in der Heizung ein Gefäß, was sich ausgedehnt hat, was dann immer zu einer bestimmten Temperatur zum Knacken geführt hat. Das ist halt der Punkt. Eigentlich müsste man in so einem Fall, man müsste einen Zauberkünstler mitnehmen, man müsste einen Ingenieur mitnehmen, einen Physiker müsste man mitnehmen, um einfach alles auszuschließen, was konventionelle Erklärungen nahelegt. Das ist ja im Prinzip auch die Botschaft. Es ist nicht trivial, so eine Situation einzuschätzen. Das ist hochkompliziert und es gibt auch erfahrene Leute, die irgendwas übersehen. Der Bender hat auch Sachen übersehen. Aha. Ja. Was denn? Da gab es mal so einen Fall in so einer Zahnarztpraxis, wo irgendwie so ein Geist, eine Geisterstimme gesprochen hat und dann Bender war davon überzeugt, dass das irgendwie ein Phänomen war und dann kam irgendwie raus, dass die Sprechstundenhilfe mit dem Zahnarzt unter einer Decke gesteckt ist und es gab irgendwie so einen Schalleffekt in dieser komischen Praxis, der dazu geführt hat, dass das so komisch klang. Und Bender hat es komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ist in eine Falle gelaufen. Ja, ist in eine Falle gelaufen.
Wir wollten ihn ja irgendwelche Leute diskreditieren. Was natürlich auch immer ein Problem ist. Ein großes Problem ist, dass natürlich dann halt so eine Schwarz-Weiß-Malerei stattfindet. Also, guck mal, ihr habt ja jetzt gesehen, das war ja wieder Fake und der Bender hat es nicht gemerkt. Das ist doch alles Quatsch, was der erzählt. Ja, und das ist halt vielleicht auch ein Problem. Ich meine, ich kann mich hier nur stark machen dafür, Wissenschaft ist das Beste, was wir Menschen haben. Aber Wissenschaft lässt sich nicht in 2 Sätzen erklären. Also wenn man irgendwie wirklich daran interessiert ist, was zu verstehen, dann muss man sich die Mühe machen und die Zeit aufwenden, das verstehen zu wollen. Und in der Regel sind Dinge nie schwarz oder weiß, sondern es gibt immer Schattierungen und bestimmte Perspektiven und so. Und wenn man einigermaßen gutes Bild von was will, muss man verschiedene Perspektiven einnehmen und man muss sich mit der Sache auseinandersetzen. Gibt es für dich Dinge, die trotzdem schwarz oder weiß sind, wo du sagst, daran glaube ich nicht und daran glaube ich? Scheidet sich ja oft so in der Bevölkerung so Gott. Wahrscheinlich ein Glauben an Gott, ja nicht. Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich, aber ich würde es nicht sagen, 100%ig nein. Ich kann dann kann man ja nicht beweisen, ich kann eine schöne Anekdote erzählen, die mein Zögern erklärt. Ich habe einen Genetikprofessor gehabt, Professor Rudi Hausmann, den fand ich echt toll. Der hat Vorlesungen gemacht und hat immer gesagt, Leute, wer bei mir in die Vorlesung kommt, der hört nichts, was in den Lehrbüchern steht. Wenn ihr wissen wollt, was in den Lehrbüchern steht, lest die Lehrbücher. Hier erfahrt ihr nur Sachen, die nicht in den Lehrbüchern stehen. War ein toller Typ. Gibt es nicht mehr, ist leider schon gestorben. Und dann kam Klonschaft Dolly. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Klonschaft Dolly erinnerst. Hat dich lange überlebt, ne? Hat nicht lange überlebt, aber das war das erste Säugetier, was geklont wurde. Und Rudi Hausmann kam mit dem Zeitungsartikel, damals auf Folie kopiert für einen Overhead-Projektor, kam er in unsere Vorlesung und hat gesagt, so, das ist das Thema für heute. Und dann hat er diskutiert, hat gesagt, ich lege meine ganze Autorität als Mikrobiologe, Genetiker in die Waagschale und sage, das, was hier in der Zeitung steht, ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, eine Säugetierzelle zu klonen. Warum? Er hat es erklärt mit verschiedenen komplizierten biologischen Mechanismen, die bei Säugetierzellen, bei der Befruchtung von Säugetierzellen eine Rolle spielen und dass das halt in so einer Klonsituation nicht möglich ist. Und dann kam halt heraus, dass das trotzdem möglich ist. Und das hat mich erschüttert, weil für mich war der so ein großes Vorbild in der Wissenschaft. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich darf man als Wissenschaftler sich einfach nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man sollte niemals sagen, das ist komplett unmöglich, sondern sollte das, also ich finde, Wissenschaftler sollten sich nicht aufspielen und sagen, ich habe die Welt verstanden. Ja, ich finde, wir sollten bescheidener sein und sollten ehrlich sein und sagen, Leute, die Welt ist kompliziert. Und wir haben jetzt gut funktionierende Modelle, aber damit haben wir nicht die Welt verstanden. Aber ist ja auch logisch. Man kann ja auch, you can't prove a negative, heißt es ja. Also genauso, also ich kann ja, selbst wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott oder die Götter oder so weiter, ich kann dir aber nicht beweisen, dass es die tatsächlich nicht gibt. Weil du kannst ja nichts beweisen, was es nicht gibt. Ja. So, und deshalb bin ich jetzt zögerlich mit deiner Frage. Hätte sein können, woran du quasi also am meisten glaubst, was du am möglichsten hältst. Gibt es sowas? Andersrum. Also von allen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, also Telepathie, Hellsehen, Präkognition, Geister, Spuk und so weiter. Womit ihr euch beschäftigt? Ich glaube, ich persönlich habe keine Religion. Also ja, aber kann ja andere Sachen sein. Was hältst du von allen den Sachen am wahrscheinlich? Pass auf, ich kann dir ein Zitat bringen. Ich weiß gar nicht von einem Kollegen, ich glaube, er hat dieses Zitat auch gar nicht erfunden. Ich glaube nichts, halte aber alles für möglich. Das ist gute Wissenschaft. Ja. 3 Fragen und dann kommt Raya. Okay. Also, beeilt euch, weil ich bin mir sicher, es gibt einige, die jetzt die zugucken und halten das hier völlig für Quatsch. Kann gut sein. Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ob die mit mir meckern, weil ich die eingeladen habe oder mit dir meckern. Bekomme ich Rückmeldung von euch? Von Raya. Okay, gut.
bevor wir angefangen haben, hast du kurz was erzählt vom Duft und Schlafen. Das hat mich interessiert, ich habe ihn aufgeschrieben und du meintest, das ist eine... Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ist eine tolle Geschichte. Also, wir fangen an mit dem Patienten Henry Molaison. Henry Molaison hat eine schwere Epilepsie gehabt, im Erwachsenenalter 2-mal die Woche schweren Anfall. Das ist natürlich massiv. Wenn man einen schweren Anfall hat, ein Grand Mal, bedeutet das, dass man völlig außer Gefecht gesetzt ist. Man liegt am Boden und krampft. Stell dir vor, du bist gerade auf dem Weg die Treppe runter und kriegst einen Grand Mal. Da kannst du sterben dran, kannst dir das Genick brechen. Wenn du im Auto fährst, kannst du einen riesen Unfall hervorrufen. Also das ist massiv beeinträchtigend fürs Leben. 50er Jahre war das. So, dann gab es den Scoville, Neurochirurg, der hat mit den damals begrenzten Mitteln hat er festgestellt, okay, das ist eine Temporallappenepilepsie. Also bei Epilepsie muss man dazu sagen, es gibt sozusagen im Gehirn einen kleinen Spot, der sorgt dafür, dass es eine Epilepsie gibt. Und das ist wie wenn man so Dominosteine hat und man wirft einen hin und dann fallen alle um. Mhm. Das heißt, ein kleiner Ort im Gehirn spinnt und okkupiert dann das gesamte Gehirn, kontrolliert das gesamte Gehirn. Und im EEG ist das faszinierend. An allen Elektroden siehst du synchrone Aktivität. Mhm. So, und was man in der Regel macht, wenn man das Medikament nicht lösen kann, schneidet man die Schädeldecke auf, versucht vorher den Ort genau zu lokalisieren und dann wird mit Elektroden der Ort stimuliert und geguckt, wofür ist dieses Teil zuständig, dieses Teil vom Gehirn, ist es lebenswichtig und wenn nicht, schneidet man es raus. Damals waren die Mittel begrenzt, die haben beidseitig den Hippocampus rausgeholt bei Henry Molaison. Und das hat dazu geführt, dass er eine anterograde Amnesie bekommen hat. Was heißt das? Stell dir vor, der Henry Molaison wäre hier reingekommen, ich hätte dich ihm vorgestellt, dann wärst du rausgegangen, wieder reingekommen, 2 Minuten später hätte ich behandelt, als hätte er dich noch nie gesehen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt war der nicht mehr in der Lage zur Gedächtnisbildung. Mhm. Ihm und ähnlichen Patienten hat die Gedächtnisforschung geholfen zu verstehen, dass der Hippocampus eine zentrale Rolle im Gedächtnis spielt, im deklarativen Gedächtnis. So, das war Erkenntnis 1. Hippocampus ist wichtig. Dann gab es in den 90er... Memento. Kennst du den Film? Ja, genau. Von Christopher Nolan. Ja, ich weiß. Toller Film. Zweiter Teil. Eine Studie an Ratten, die durch ein Labyrinth mussten, um das Futter zu finden. Und dann hat man bei denen auch Elektroden implantiert und dann hat man Hirnaktivität gemessen, also ein bestimmtes Muster an Hirnaktivität, als würde das Gehirn ein bestimmtes Lied singen, ja, ein bestimmtes Muster an Aktivität, hat man gemessen, wenn diese Ratten den Weg zum Futter gelernt haben. Ja, also wenn sie gelernt haben, okay, da muss ich jetzt rechts abbiegen, da links, dass ich zum Futter komme. Und dann haben sie die Ratten schlafen gelegt und haben festgestellt, in einer bestimmten Schlafphase erscheint dieses Muster wieder. Jetzt benutze ich so eine Computeranalogie. Das ist quasi, während die Ratte aktiv war, ist der Arbeitsspeicher gefüllt worden mit dieser Information. Und in der Nacht hat es ein Backup gegeben. Also sozusagen von Kurzzeit- zu Langzeitgedächtnis. Ist sozusagen dieses Muster an Aktivität nochmal abgespielt worden und durch dieses nochmal Abspielen ist dieses Muster an Aktivität in den Kortex transferiert worden vom Hippocampus. Man sagt ja auch, man habe ich mir gemerkt, wenn man schläft und träumt, in der REM-Phase ist und so weiter, da entscheidet dann quasi dein Gehirn, welche Informationen, die du am Tag gelernt hast. Lustigerweise ist es gerade die REM-Phase nicht. Genau, so. In der REM-Phase sehen wir ja irgendwie. Und sondern da träumen wir. Aber die Tiefschlafphase ist das Entscheidende. Ja, genau. So, wo das Gehirn aus ist, ja? Na, aus ist es nie. Okay. Aber wo es sehr langsam genau. aktiv ist. So, und dann haben sie, also zuerst haben sie das festgestellt, dass im Hippocampus diese Aktivität wieder da ist. Dann haben sie 10 Jahre später nochmal eine Studie gemacht, wo sie dann feststellen konnten, ja, es scheint tatsächlich ein Transfer vom Hippocampus in den Kortex stattzufinden. Also sozusagen Langzeitgedächtnisbildung. So, und dann gab es eine berühmte Studie von Rasch und Born. Jan Born ist der berühmte deutsche Schlafforscher. Und die haben eine Studie an Menschen gemacht.
Und zwar haben die Leute Memory spielen lassen. Kennt jeder aus der Kindheit, Memory-Karten, man muss Partnerkarten finden und so. Das war eine Variante vom Memory-Spiel, wo die Karten eine fixe Position hatten am Tisch. Ja? Das heißt, wenn man dieses Spiel mehrfach wiederholt hat, ist man immer besser geworden, wenn man sich merken konnte, wo die Partner liegen. Ja? So. Während die Leute dieses Memory-Spiel gespielt haben, haben die Rosenduft verbreitet im Raum. Ja? Mhm. Und dann haben sie die Leute schlafen gelegt ins Schlaflabor, haben EEG gemessen und haben anhand der EEG-Aktivität gemessen, wann sind die Leute in der Tiefschlafphase. Und wenn die in der Tiefschlafphase waren, haben sie diesen Rosenduft nochmal appliziert. Mm. Und die Idee war, dass während die das Memory-Spiel gespielt haben, hat sich sozusagen dieses Gedächtnis, das räumliche Gedächtnis der Memory-Karten assoziiert mit dem Rosenduft. Ja? Mm. Und dann war die Idee, wenn die dann in der Tiefschlafphase sind und wir Rosenduft verbreiten, dann können wir sozusagen von außen steuern, dass diese Gedächtnisinhalte zu den Memory-Karten aktiviert werden über diesen Rosenduft und dann eine größere Chance haben, ins Langzeitgedächtnis zu kommen. Mhm. Und das hat tatsächlich funktioniert. Man hat sozusagen mit diesem Rosenduft steuern können, was ins Langzeitgedächtnis kommt. Mhm. So. Und ich habe in dieser Zeit, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich bin ja auch in der Hochschullehre tätig. In der Zeit habe ich im Wintersemester immer ein Seminar angeboten, Aspekte von Lernen und Gedächtnis für Lehramtsstudenten. Mhm. Und da war eine junge Studentin drin, Biologie und Englisch. Und da habe ich diese Themen, also wie funktioniert Seminar, man hat bestimmte Artikel, wie zum Beispiel jetzt der Artikel von Jan Born und Björn Rasch, die man den Studierenden präsentiert und die sollen dann sich einen raussuchen, den bereiten sie vor und tragen dann die Inhalte dieses Artikels den anderen Studis vor im Laufe des Seminars. Und diese junge Dame, die Franziska Neumann, die hat sich gemeldet, ich möchte den Artikel mit Jan Born und Björn Rasch. Dann hat sie den toll vorgetragen, ein paar Wochen später. Und dann hat sie am Ende gesagt, ja, ich muss gestehen, es gab einen Grund, dass ich den präsentiert habe, weil ich habe ein Erlebnis gehabt. Meine Mutti hat mir kurz vor Weihnachten hat sie mir ein Care-Paket geschickt nach Freiburg. Und das habe ich aufgemacht, da war eine Handcreme drin. Dann habe ich mir die Hände eingecremt und dann habe ich da dran gerochen und dann war ich plötzlich in meine Kindheit zurückversetzt. Und der Grund war, dass das die Handcreme war, die meine Mutter immer benutzt hat, als ich ein kleines Kind war. Ja. Das hat mich so begeistert, dass ich dann mich an den Computer gesetzt habe um rauszukriegen, was hat Duft mit Gedächtnis zu tun. Mhm. Und dann bin ich auf diesen Artikel von Jan Born und Björn Rasch gestoßen und den habe ich gelesen. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann beschlossen habe, in meiner Examensarbeit dieses Experiment nachzumachen. Und also Lehramtsstudenten Studierende müssen auch eine Abschlussarbeit machen. Die zählt zwar nicht besonders viel, in der Regel ist das eine Literaturarbeit, aber die hat sich wirklich die Mühe gemacht, eine experimentelle Arbeit zu machen. Die hat ja da auch wenig Erfahrung gehabt. Und die hat das alles in Eigenregie gemacht. Die ist in den Supermarkt gegangen, hat Duftstäbchen gekauft und war da im Rahmen ihrer Ausbildung als Gymnasiallehrerin gerade auch an der Schule und hat dann die Lehrer an der Schule davon überzeugt, mit 2 Klassen da mitzumachen. Die Eltern überzeugt, dann hat sie an die Schüler Duftstäbchen verteilt und dann haben die über ein Schuljahr, über verschiedene Englischlektionen, haben sie dann die verschiedenen experimentellen Bedingungen aus der Rasch- und Born-Studie nachgemacht. Und die haben im Prinzip die Duftstäbchen mit nach Hause genommen und haben sie einfach unangezündet neben sich aufs Nachttischchen neben Bett gelegt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das ist ja toll. Und zum Zeitpunkt, dass ich das Seminar gemacht hatte, hat sie die Arbeit schon abgegeben gehabt. Da hat sie gesagt, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das was ist. Und ich kenne mich ja auch nicht mit Statistik aus und so. Und dann habe ich gesagt, Frau Neumann, kommen Sie nächste Woche wieder? Bringen Sie die Daten mit und zeigen uns das. Und dann hat sie die Ergebnisse mitgebracht. Die hat nur Mittelwerte ausgerechnet, hat so Barplots gemacht, keine Statistik, nichts. Und dann habe ich zu ihr gesagt, können Sie am Ende des Seminars, habe ich gesagt, können Sie kurz da bleiben? Dann habe ich zu ihr gesagt, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie kommen zu mir ins Institut. Sie kriegen einen Stuhl neben mir am Schreibtisch. Sie bringen Ihre Daten mit. Wir werten das gescheit aus. Mhm. Und wenn da wirklich was Signifikantes dran ist, muss die Welt erfahren, was Sie da für tolle Forschung gemacht haben. Das haben wir gemacht und wir haben das publiziert. War ein riesen Medienhype. Also es gibt auch
SWR und so, gibt es Videos dazu und alles. Also war ein durchschlagender Erfolg. Und ich finde das, also die hat es gezeigt, also die Schüler haben mit Rosenduft auch die Englischvokabel besser gelernt. Ich finde das eine tolle Geschichte, weil die so viele Aspekte involviert, die zeigt, wie Wissenschaft funktioniert. Da ist ein Patient drin, der wirklich ein tragisches Schicksal hatte, aber der Henry Molaison, der war die Lieblingsversuchsperson der Gedächtnisforschung. Und der ist da, bis zu seinem Tod ist der mindestens einmal die Woche im Labor gewesen und die haben Versuche mit dem gemacht. Und der war da total happy, der hat das alles mitgemacht. Hat sich ja am nächsten Tag halt nicht mehr dran erinnert. Aber also, da war ein Patient involviert. Es gab Tierexperimente, die wesentliche Beiträge dazu geliefert haben, zu verstehen, wie das funktioniert mit Hippocampus und Cortex und so. Und diese Studie mit dem Memory, die ist ja nur da oben drauf gesetzt worden, weil man im Prinzip wusste, okay, es gibt dieses assoziative Gedächtnis, man kann Duft verknüpfen mit irgendwelchen anderen Inhalten. Und wenn das wirklich stimmt, dass man das Langzeitgedächtnis im Schlaf etabliert, dann können wir vielleicht von außen mit Hilfe von diesem Duft steuern, was ins Langzeitgedächtnis gelangt. Ja. Und das hat auch funktioniert und die Franziska hat es in toller Weise gezeigt, dass das ganz einfach zu Hause auch funktioniert. Jetzt müssen wir noch mal kurz mal länger machen. Aber das erinnert mich jetzt natürlich an was. Also, ihr habt rausgefunden, oder diese Franziska hat rausgefunden, warum das so ist. Nee, die hat nur oder dass es so ist. Die Franziska hat rausgefunden, dass es auch nicht nur im Labor funktioniert, Ja. sondern auch zu Hause. Es ist replizierbar. Ja. Das habt ihr herausgefunden. Ja. Aber jetzt ist es doch gar nicht abwegig zu sagen, dass das funktioniert, ist schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden bekannt. Weil es erinnert mich natürlich, was du gerade gesagt hast, so an, weil früher, bevor sie als Hexen diffamiert wurden und so weiter, waren ja Frauen dafür bekannt, Heilkunde und hier mit den ganzen Kräutern und Dinge anmischen und so weiter, dass sie dann irgendwelche Hexereien machen. Das wurde dann abgestempelt als Hexerei. Und ich erinnere mich irgendwie an Johannes Kepler, einer der wichtigsten Physiker aller Zeiten und so weiter, hat aber auch eine Mutter gehabt, die wegen Hexerei angeklagt wurde. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ist heute einer der wenigen Hexereiprozesse, weil er sich so eingesetzt hat und schon so berühmt war. Er hat es geschafft, dass sie nicht verurteilt wurde. Aber sie wurde unter anderem auch wegen Zeugenberichten wurde ihr vorgeworfen, die macht Hexensachen. Und weil sie sich regelmäßig mit Frauen im Dorf trifft, die hat auch alleine gelebt, hat keinen Mann gehabt. Und hat da irgendwie Heilkräuterkunde gemacht und den Frauen das weitergegeben. Ne? Und was ist, wenn quasi, ohne dass wir das wirklich verstanden haben, wie du es ja gerade erklärt hast, dass das so ist und replizierbar ist, aber quasi über Jahrhunderte und Jahrtausende Frauen sich das verbal weitergegeben haben, weil es natürlich gefährliches Wissen aus Sicht der Herrschaft, dass sie quasi mit Heilkräuterkunde es geschafft haben, quasi Männer oder Frauen, die sie behandeln wollten, trippen zu lassen, sagen wir es jetzt mal. Oder quasi irgendwie der schläft oder die schläft und so weiter. Und dann machen sie durch die Heilkräuter irgendeinen Duft und erzeugen dann dadurch Erinnerung. Oder lassen Erinnerungen abfließen. Weil das erinnert mich nämlich an Kepler. Der hat ja auch mal die erste Science-Fiction-Story posthum geschrieben. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Irgendwas mit dem Mond. Wo er dann über in der zweiten oder dritten Ebene, weil er der Zensur der Kirche entkommen musste, aber er hat quasi so einen Science-Fiction-Roman geschrieben, wo er in der ersten Person erklärt, oder in der ersten Ebene, okay, ich liege mir jetzt schlafen, bin müde, und dann schläft die Figur ein und dann im Traum wird die Figur, die er dann da träumt, von der Hexe, quasi dir wird irgendwas gegeben, und dann diese Figur träumt dann wieder und landet auf dem Mond und guckt dann auf die Erde. Und hat dann da quasi so Einblicke und alles Mögliche. Klingt nach Out-of-Body-Experience. Genau. So, und er hat es aber quasi nicht in der Ich-Form geschrieben, weil es wäre natürlich alles schlimm gewesen und hätte die Kirche damals verboten. Dann hätte er eben, das wäre sein Ende seines Lebens gewesen und so weiter. Darum hat er das auch erst von seinem Sohn posthum rausbringen lassen. Und das halt so formuliert, dass es halt an der Zensur vorbeigeht.
Und dann habe ich aber gehört, dass quasi er es geschafft hat, wegen seiner Mutter, dass die nicht sterben muss oder am Scheiterhaufen gekommen ist. Aber die war genau für solche Heilkunde, Heilkräuter und so bekannt. Und wo ich mir immer denke, vielleicht hat er quasi so ein Buch geschrieben, das erste Science-Fiction-Buch, hat Carl Sagan immer gesagt, um quasi dieses Wissen weiterzugeben über diese Heilkräuterkunde. Also, weißt du, also das... Okay. Vielleicht. Oder war das jetzt zu kompliziert? Nein, das war total. Ich gebe dir recht, natürlich gibt es viel implizites Wissen. Ja? Die Frage ist, haben wir jetzt was beigetragen oder hat die Studie von Rush und Born was beigetragen oder hat der Henry Molaison was beigetragen? Ja, offenbar schon. Wenn ihr beweisen konntet, dass das replizierbar ist, quasi mit Dufterinnerungen. Also wir haben im Prinzip grob die Mechanismen verstanden. Genau. Und es gibt dann noch, also das hat ein ganzes Forschungsfeld eröffnet. Und das ist halt deshalb auch wichtig, weil es natürlich auch für die Neurowissenschaft einen kritischen Diskurs gibt. Ja. Es gibt Leute, die sagen, ja, es wird so viel Geld in die Neurowissenschaft, in der Forschung investiert. Hat die Neurowissenschaft eigentlich irgendwas Substanzielles schon geliefert? Was die Investition dieser riesigen Mittel rechtfertigt. Ja? Das kommt dann auch oft aus geisteswissenschaftlicher Richtung. Ja, wir kriegen fast kein Geld und die scheiß Neurowissenschaftler, die kriegen alles und so. Und ich finde, das ist halt jetzt eine perfekte Geschichte, wo diese verschiedenen Aspekte, ja, also es gibt ja auch eine Tierforschung mit Einzelzellableitungen. Was hat das jetzt mit EEG am Menschen zu tun und so? Und ich finde halt diese Geschichte so schön, weil da so viele Ebenen dieser Forschung involviert sind und einen Baustein dazu beigetragen haben, dass man das Prinzip versteht. Und das Sahnehäubchen obendrauf war die Arbeit von Franziska. Und ich muss erwähnen, dass die Jessica, auch eine Studentin bei mir aus dem Lab, die hat dann während Corona, hat die das auch nochmal repliziert, was die Franziska gemacht hat, wesentlich besser kontrolliert, indem sie dann Duft im Kuvert an die Leute nach Hause geschickt hat und wir das online aufgezogen haben und das auch nochmal repliziert haben, es auch publiziert hat, auch einen Medienhype verursacht. Also das ist so noch sozusagen eine Reminiszenz an meine mein Plan, Lehrer zu werden, diese Gedächtnisforschung und so. Nebenzweig quasi. Aber ein toller, weil das halt so eine schöne Forschung ist. Vorletztes Ding, das Lächeln der Mona Lisa. Lächeln der Mona Lisa. Was gilt es darüber zu wissen? Ja, also Da Vincis Meisterwerk. Ein kleines bisschen muss ich ausholen. Wir haben es vorhin auch Jetzt sind wir mittlerweile gewöhnt. Ja. Tut mir leid. Wenn du mich nochmal einladest, musst du damit leben. Ja. Also es gibt diese mentalen Repräsentationen. Ja? Wir haben über Kippfiguren gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass ein Thema ist, was mich sehr interessiert, diese perzeptuelle Instabilität. Ja? Also was passiert, wenn sozusagen das Bild, was ich habe, obwohl der sensorische Input konstant ist, nicht stabil bleibt über die Zeit. So. Und dann haben wir uns irgendwann mal eine einfache Frage gestellt. Okay, es ist natürlich interessant zu verstehen, was passiert im Gehirn, wenn es wechselt, war ja auch Thema meiner Doktorarbeit, aber grundsätzlich, worin unterscheidet sich denn eine neuronale Repräsentation eine stabile neuronale Repräsentation, zum Beispiel, wenn ich eine eindeutige Variante des Würfels angucke, von einer instabilen Repräsentation, wenn ich den mehrdeutigen Würfel angucke. Ja? Und da haben wir ein klassisches EEG-Experiment gemacht, haben wir in einer Bedingung nur eindeutige gezeigt, in einer nur mehrdeutige, und haben wir einen Rieseneffekt im EEG gefunden. Und das ist deshalb spektakulär, weil im EEG, ich habe das ja schon gesagt, das Signal-Rausch-Verhältnis ist sehr schlecht, das ist ein sehr grobes Maß. In der Regel hat man so kleine Effekte und darüber schreibt man einen Artikel. Wir haben so einen Effekt gefunden, richtig groß. Wir waren völlig von den Socken und haben gedacht, was ist denn das? Und dann haben wir gedacht, naja gut, die Reize sind ja auch unterschiedlich. Ja, also, ist es jetzt wirklich Instabilität der mentalen Repräsentation oder ist es einfach, beim Mehrdeutigen sind die Linien alle homogen hell und da gibt es dunklere Ecken beim Eindeutigen und hellere. Aber es gibt ja noch andere Kippfiguren, die alte junge Frau oder so eine Bewegungsambiguität oder S oder 8 und so. Wir haben eine ganze Reihe von Reizen durchprobiert und überall haben wir diese Effekte gefunden, diese unglaublichen Effekte. Ja?
Und dann haben wir gedacht, okay, wie ist es denn jetzt? Ambiguität gibt es ja auch auf höherer Stufe. Zum Beispiel Ambiguität in der Wahrnehmung von Emotionen. Und was ist da naheliegender als Mona Lisa? Da gibt es ganze Bücher drüber. Lächelt sie oder ist sie traurig? Ja? Und dann haben wir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich mal ein schönes Experiment. Wir nehmen die Mona Lisa als mehrdeutige und produzieren ein paar Mona Lisas, die wirklich traurig gucken und ein paar, die wirklich fröhlich gucken und vergleichen das miteinander. Ja? Das war sozusagen die Eingangsfrage. Und dann haben wir dann erst ein Verhaltensexperiment gemacht, weil das ist ja nicht einfach. Du willst ja nur 2 Reize zeigen oder 3 in mehrdeutigen und dann die beiden Varianten, die sozusagen die Perzepte repräsentieren. Und dann musst du ja im Prinzip rauskriegen, ja, welche Mona Lisa ist jetzt die mehrdeutigste. Ja, wir haben dann den Mund verändert und haben dann erstmal über verschiedene Versuchspersonen rausgekriegt, ob wirklich Da Vincis Original die mehrdeutigste ist oder ob, wenn man den Mund ein bisschen weiter verändert, ob es dann vielleicht eins gibt, wo wirklich die Antworten 50-50 sind. Ja? Und das war dann, wir würden das so sagen, reine Psychophysik, da haben wir noch keine EEG gemessen, haben wir erstmal geguckt, was sind denn die besten Reize, damit wir ins EEG können damit. Und das haben wir dann gemacht, dann haben wir 9 Mona Lisa-Varianten gemacht und haben die gezeigt in randomisierter Ordnung. Und dann haben wir immer gesagt, also die haben wir mehrmals gezeigt und immer haben wir gesagt, ihr müsst uns antworten, positiv oder negativ. Ist sie fröhlich oder traurig? Und dann kannst du, wenn die 10 Antworten geben und das Ding ist maximal mehrdeutig, müssen die 5-mal fröhlich und 5-mal traurig antworten. Ja? Wenn sie 10-mal fröhlich antworten, wissen wir, okay, das ist eindeutig fröhlich, das ist eindeutig traurig. Und dann kam was Spektakuläres raus. Die angeblich mehrdeutige Mona Lisa ist zu über 90% als fröhlich interpretiert worden. Und dann fand ich das so spektakulär, weil es ja so viel Literatur gibt in der Kunst, die sagt, naja, mehrdeutig und man weiß es nicht und so. Na, da machen wir jetzt gleich einen Artikel drüber. Mona Lisa is always happy, but sometimes sad. Only sometimes sad. Und das haben wir dann gemacht und das war halt ein attraktives Thema, ein Bild, was sehr bekannt war, hat halt irgendwie einen Medienhype erzeugt. Was eigentlich viel spektakulärer war. Aber wie ist das zu erklären? Ja, komme ich jetzt drauf. Also das war ja diskret. Also wir haben dann sozusagen eine traurigste gemacht und eine fröhlichste und haben dann 7 Varianten dazwischen, insgesamt 9. Ja? Und haben dann versucht, irgendwie so systematisch wie möglich die Mundkurvatur möglichst bei jeder Variante in gleicher Intensität zu ändern. Ja? Dass wir sozusagen zwischen den Varianten gleiche Schrittgrößen haben. Ja, verstehst? Ja. So, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir festgestellt, naja, eigentlich geht Da Vincis Original war in der Mitte. Und dann haben die natürlich bei Da Vincis Original schon gesagt, 95% happy. Und dann haben wir uns überlegt, naja, dann brauchen wir ja die anderen 4 gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen nochmal ein Experiment und schmeißen die anderen 4 weg und machen lieber und nehmen sozusagen die traurigste als die erste und Mona Lisa, Da Vincis Original als letzte und machen dann lieber kleinere Schritte dazwischen. Ja? Und machen das Experiment nochmal und replizieren das. Und was haben wir dann festgestellt? Die Wahrnehmung ändert sich. Also das heißt, das ist wie so eine Art Framing. Du kommst in einen Raum und dann guckst du, wer ist die fröhlichste Person, wer ist die traurigste Person und dann bildest du dir eine interne Skala und maximal fröhlich ist dann die fröhlichste im Raum und maximal traurig ist die traurigste im Raum. Und das ist dann deine Skala. Und wenn jetzt eine reinkommt, die noch fröhlicher ist, dann änderst du deine Skala. Dann ist die vorher die fröhlichste war, plötzlich nicht mehr so fröhlich. Obwohl sie objektiv denselben Sichtszug hat. Das ist eigentlich die Botschaft. Eigentlich ist die Botschaft, dass unser Wahrnehmungssystem hochgradig adaptiv ist und sich an eine gegebene Situation sehr schnell anpasst. Und das war eigentlich für mich die Hauptaussage in diesem Paper. Und dass es halt jetzt gerade Mona Lisa war. Das Lustige war, dass dann die Doktorandin, die ich hatte, die Emanuela, ist tatsächlich aus Italien gekommen. Und das war natürlich dann nochmal was. Und die hat dann
diese Arbeit war eine Hauptarbeit ihrer Doktorarbeit. Und dann ist sie da, die ist ganz unten in Süditalien, ist sie in einem kleinen Dorf. Dann haben die nach Süditalien eingeladen und der Bürgermeister hat sie empfangen und die haben die Town Hall gemietet und haben da ein richtiges Fest gemacht. Ihr Papa hat geheult und das war ein richtiges Spektakel. Jürgen, super spannend. Muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich hoffe, unser Publikum haut mir jetzt nichts über den Kopf, dass wir dich mal eingeladen haben. Wir hatten eigentlich, wir waren in Israel. Okay. Aber wir machen nächste Woche weiter. Die nächsten 5 Interviews kommen jetzt in den nächsten Wochen, keine Sorge. Wir wollten aber dich jetzt wie immer haben. Letzte Frage, bevor Raya kommt, weil du jetzt so oft schon meinen Namensvetter erwähnt hast. Carl Gustav Jung. Aha. Berühmter Psychoanalytiker. Ja. Hat der irgendeinen Einfluss auf euer Institut? Ich meine, du hast ja über Pauli und Jung jetzt schon gesprochen. Ja, also unbedingt. Welche Rolle? Also ich meine, er spielt halt eine Rolle in dieser, er spielt eine initiale Rolle in dieser verallgemeinerten Quantentheorie, die am Institut mitentwickelt wurde und eine sehr Einfluss. Das Problem ist, in diesem Bereich, in dem Grenzgebietbereich, gibt es viele Theorien, aber der größte Teil dem fehlt die empirische Fundierung. Ja. Ich meine, Wissenschaft funktioniert ja immer im Zusammenspiel Empirie und Theorie. Mhm. Ja, also die Weltmodelle, die wir haben, sind im Prinzip Theorie. Aber die werden gespeist von empirischen Erkenntnissen, replizierbaren empirischen Erkenntnissen. Mhm. Und weil es halt in diesem Grenzgebietsbereich so wenig Replizierbares gibt und so wenig Fassbares, weil das so schwierig ist, gibt es halt viele Theorien und manche Theorien sind halt wirklich Luftschlösser. Und mit Luftschloss meine ich jetzt eine Theorie, die halt keine empirische Fundierung hat. Und ich persönlich halte die verallgemeinerte Quantentheorie als den vielversprechendsten Ansatz, um in diesem Bereich weiterzukommen. Aber es fehlt natürlich auch an Empirie. Wir haben damals, als ich in Artmannsbaches Gruppe war, haben wir ein bisschen was geliefert, was ich auch sehr erstaunlich fand, weil ich bin da sehr naiv rangegangen, habe nicht gedacht, dass wir da irgendwas replizieren können und dann hat es prima gepasst. Aber das ist natürlich ganz dünnes Eis. Das ist auch noch ein Luftschloss und da muss man jetzt Hirnschmalz investieren. Vielleicht da. Und das ist übrigens der Punkt, wo die Kreativität bei Wissenschaftlern ins Spiel kommt. Letztlich hat der Artmannsbacher mich gelehrt, im Prinzip sind Experimente, man stellt der Natur eine Frage. Ja. Und man bekommt im Prinzip von der Natur die Antwort auf die Frage, die man gestellt hat. Deshalb muss die Frage intelligent sein, dass man mit der Antwort was anfangen kann. Und da ist genau der Punkt, wo Kreativität des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin ins Spiel kommt. Ich bin großer Fan von Jung. Ich auch. Ich weiß nicht ganz warum, aber alles, was ich von ihm gehört habe. Ja, aber vielleicht noch was zu ihm. Ich meine, man muss mal seine Doktorarbeit angucken. Ich dachte jetzt das rote Buch. Der hat den Begriff Synchronizität im Prinzip etabliert, weil er ganz viele paranormale Erfahrungen gehabt hat. Er selbst? Er selbst, da geht seine ganze Doktorarbeit rum. Achso, ich dachte, der hat doch irgendwie 20.000 Leute und deren Träume dokumentiert und so weiter. Er selbst auch. Was wirklich absolut empfehlenswert ist die Biografie von Aniela Jaffe. Aniela Jaffe war seine Sekretärin. Und die hat er wollte nie eine eigene Biografie von sich. Und die hat ihn dann überzeugt davon, dass das wichtig ist. Und die hat ihn dann interviewt. Und irgendwann, am Anfang ist er da sehr reserviert gewesen. Und je weiter das voranging, desto mehr hat er Spaß dran gefunden. Ist wirklich lesenswert. Aniela Jaffe. Noch nie gehört. Hast du das rote Buch gelesen von ihm? Ich habe es nicht gelesen, aber wir haben es in so einer richtig tolle, schmucke, große Ausgabe, die viel Geld gekostet hat. Achso, kostet viel Geld? Also die war Ausgabe, ja auch irgendwie geheimnisvoll und durfte lange nicht veröffentlicht werden und so weiter. Ja, das Problem ist, der Bottleneck, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, der Bottleneck in der Wissenschaft ist, der ist hier. Warum? Na, weil für alle, die nur hören, der Kopf. Ja, also pass auf, das muss ich vielleicht jetzt nochmal loslassen. Kleine Anekdote dazu. Im Institut habe ich 2 solche Berge mit ausgedruckten Artikeln. Zu Hause habe ich nochmal 2 Berge. Irgendwann habe ich mal gedacht, irgendwo habe ich mal was gelesen, das brauche ich jetzt wieder. Das Lustige war, in meinem Gedächtnis wusste ich noch, es ist auf einer Seite, da ist rechts eine Abbildung und der entscheidende Text, den ich jetzt suche, steht oben links. Ja, also ich habe so ein räumliches Gedächtnis gehabt, wo der Inhalt steht, aber ich wusste nicht mehr, ich wusste weder die Autoren, noch wusste ich das Journal, noch sonst was. Dann habe ich angefangen zu suchen.
Und dann bin ich bei der Suche, bin ich auf einen Artikel, interessant, habe ich ihn aufgeblättert, habe ich gesehen, habe ich markiert, kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich nochmal lesen, habe ich zur Seite gemacht. Habe ich weitergesucht. Plötzlich bin ich nach einer Weile auf denselben Artikel nochmal gestoßen. Das heißt, ich habe den zweimal ausgedruckt. Und dann habe ich aufgemacht und habe gesehen, beim zweiten Ausdruck habe ich auch Notizen reingeschrieben und habe auch Markierungen gemacht. Dann habe ich den auch auf die Seite gelegt und habe ich weitergesucht und habe ich ein drittes Mal gefunden. Das heißt, ich habe 3-mal denselben Artikel ausgedruckt. Ich habe den 3-mal gelesen, ich habe 3-mal Markierungen gemacht und Notizen reingeschrieben. Und ich habe mich beim zweiten und dritten Mal nicht mehr erinnert, dass ich schon gelesen hatte. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ich habe das schon vielen Kollegen erzählt, die haben bloß wissend genickt. Das heißt, letztlich es gibt so viel. Als ich Doktorarbeit gemacht habe, musste man noch Postkärtchen verschicken, wenn man einen Artikel wollte. Jetzt hast du innerhalb von Minuten jeden Artikel, den du haben willst. Aber du musst es halt lesen und dann musst du das im Gedächtnis behalten. Und das ist der Flaschenhals, also den Überblick zu bewahren. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil in jedem Bereich so viel publiziert wird, ist es schon schwierig, in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, einen Überblick zu behalten. Geschweige denn in Nachbarbereichen. Und dann kommt, wir haben es irgendwann am Anfang mal vom Universalgelehrten Professor Hartmann Römer gesprochen. Also die Zeiten sind vorbei. Es gibt im Prinzip Spezialisten, die sich mit Spezialgebieten beschäftigen. Und dann gibt es die Notwendigkeit, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und das ist ein richtig mühsames Geschäft. Aber ist dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, sorry, nicht auch wieder quasi so eine Optimierungssache des Gehirns, weil das ist ja nicht unendlich viel Platz. Genau. Und das Gehirn muss quasi optimieren und quasi entscheiden, okay, welche Erinnerung speichere ich jetzt ab? Ja, klar. Also welchen Speicherplatz lege ich tatsächlich, mache ich voll? Ja. Und was speichere ich ab? Aber nur den Weg dahin. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es kommt von Einstein oder so, der meint ja auch mal, also kommt nicht darauf an, was du weißt, sondern es kommt darauf an, dass du weißt, wo du die Antwort findest. Ja, genau. Und das ist dann die Optimierung. Und darum haben wir ja dann irgendwann Sprache erfunden und Schrift erfunden und so weiter. Klar. Weil, ne? Klar. Aber ein Problem ist dann halt, letztlich basiert jeder Fortschritt auf interdisziplinärer Arbeit. Und das ist mühsam, weil du musst erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Nochmal ein anderes Thema. Wenn ich dann wiederkomme, reden wir darüber. Machen wir. Danke, dass du hier warst. Ja, sehr gern. Dass ich jetzt schon länger gemacht habe, als wir vereinbart hatten. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Raya bringt auch noch mal ein paar Sachen mit. Okay. Danke, Jürgen. Ja, sehr gern. Viel Spaß. Hallo, Raya. Es ist warm bei euch. Du Hallöchen. erzählst mir jetzt vom Shitstorm. Nee, keine Sorge. Erstmal muss ich den Stuhl hier ein bisschen nach hinten packen. Nee, Shitstorm nicht. Also zunächst viele Fragen, dann gab es viele Diskussionen untereinander. Fand ich ganz lustig mit dem Löffel von Uri Geller, Nahtoderfahrungen und so. Du hast da auf jeden Fall einiges angeregt. Ja, klar. Ich habe gerade direkt gedacht, als du darüber gesprochen hast, ne, denselben Artikel 3-mal zu lesen und jedes Mal das Gefühl zu haben, das habe ich noch nie gesehen, das ist doch auf ganz viel übertragbar. Ich habe da gestern noch mit meiner Kollegin Kira drüber gesprochen, dass man das zum Beispiel bei Büchern hat, bei Serien. Das fällt uns ganz viel auf. Man weiß so aus den ersten 10 Lebensjahren noch unfassbar viel, was man konsumiert hat. Ja. Kann alle Lieder mitsingen und so weiter aus irgendwelchen Kinderfilmen. Ja. Aber heutzutage, ist das der Überkonsum? Also vielleicht erstmal die gute Nachricht bei der ganzen Geschichte ist, ich habe mir dann die Notizen verglichen und habe die Markierungen im Text verglichen und ich habe immer dieselben Sachen markiert. Das ist schon mal gut. Also es scheint eine Konstante zu geben. Und über die Zeit scheine ich wohl dieselben Sachen als interessant gefunden zu haben, sonst hätte ich sie nicht markiert. Weiß nicht, ob es der Überkonsum ist. Also natürlich hat die Vielfalt und die Vielfalt an Möglichkeiten an Informationen zugenommen, ja, und man ist so ein bisschen hilflos. Wo setze ich jetzt meine Schwerpunkte und so? Das ist bestimmt auch ein zusätzliches Problem. Aber natürlich ist, glaube ich, gibt es halt so ein Kapazitätslimit. Wobei, das ist natürlich jetzt wissenschaftlich auch ein interessantes Thema. Es gibt ja im Spektrum Autismus gibt es die sogenannten Savants.
Weißt du, was Kannst du das das ist? erklären? Savants sind Menschen, die Autismus haben, aber erstaunliche Gedächtnisleistungen vollbringen. Also es gibt Menschen, die können dir sagen, was sie vor 10 Jahren am bestimmten Tag für Socken angehabt haben oder zu Mittag gegessen haben. Es gibt Leute, die können in kürzester Zeit ein Telefonbuch auswendig lernen. Da denkt man ja eigentlich eher an so, keine Ahnung, und- Sheldon Cooper oder Ja, sowas, es- aber nicht, dass das... Es gibt da auch tolle Dokus dazu, wo so ein Savant im Hubschrauber über London gefahren, ich glaube London war es, und danach hat er im Detail das Stadtbild gezeichnet, von dem, aus dem Gedächtnis, was er da gesehen hat. Also wirklich, so, aber das geht einher mit einer Unfähigkeit, den Alltag zu meistern. Also sie sind nicht in der Lage, sich ein Brot einzukaufen. Aber es ist doch ein Spektrum, oder? Also das es wird ist, jetzt aber die nicht, Savants jetzt, ich rede jetzt über die Savants. und da kann man das Und so der- genau so festhalten. Das ist zumindest in den Fällen, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, war das so, dass die einen Alltag nicht bestreiten können, weil sie Probleme haben zu entscheiden, was sie anziehen oder nicht zum Bäcker gehen können oder so. Und die Botschaft von dem Ganzen ist, dass das wohl Vergessen eine notwendige Voraussetzung ist. Also es scheint wohl unsere Fähigkeit zu vergessen und nur selektiv Informationen aufzunehmen, Alltag scheint zu wohl bestehen. eine Notwendigkeit sein, den Alltag zu bestehen. Ja, aber es sagt natürlich was über die theoretische Kapazität dieses seltsamen Organs, was wir da in der Schädeldecke beherbergen. Also ich meine, wenn die sich an so viele Details erinnern, heißt es ja, dass die Möglichkeiten der Abspeicherung von Informationen enorm groß ist. Das fand ich sehr spannend. Okay. Ich hab da sowas, was da vielleicht dran anknüpft. Jemand hat nämlich gefragt, in unseren Zeiten hat Wissenschaftskommunikation große Probleme, zu allen Menschen durchzudringen. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zum guten Erklären in einer Informationsgesellschaft? Das ist eine sehr gute Frage und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass die Wissenschaft einen besseren Job machen könnte, ihre Inhalte zu kommunizieren. Aber das ist auch ein Thema, was bei mir im Labor immer hochgehalten wird. Ich habe ja Doktorandinnen und Doktoranden und wir geben uns immer große Mühe, wenn die Vorträge halten müssen, machen wir Probevorträge und dann wird da zum Teil Stunden drüber diskutiert, wie kann man das besser machen und so. Also letztlich geht es darum, wenn ich jetzt kommuniziere, ich meine, war das eine große Challenge für mich. Ich wusste ja, dass ihr da auch einen großen Wert drauf legt, dass man sozusagen Antworten kriegt, die ein breites Spektrum an Zuhörer versteht. Ja, da kann man jetzt nicht mit Fachbegriffen um sich werfen. Finde ich gut. Wenn man ja? die erklärt, aber ansonsten klar. Und letztlich geht es darum, dass man sich klar machen muss, bevor ich einen Vortrag halte, muss ich mir klar machen, was kann ich in der Zuhörerschaft voraussetzen an Wissen. Weißt du, als ich am Anfang in der Wissenschaft angefangen habe, habe ich vielleicht maximal 10% von den Vorträgen verstanden. Wow. Das heißt, wenn man Wissenschaftler wird, muss man eine große Frustrationstoleranz haben. Irgendwie hatte ich die, keine Ahnung wieso. Aber jedenfalls ist irgendwann mal in mir die Erkenntnis gereift. Am Anfang habe ich immer gedacht, naja, ich bin zu blöd, ich verstehe es einfach nicht. Und irgendwann habe ich halt einfach erkannt, naja, es liegt eigentlich in vielen Fällen gar nicht an mir, es liegt einfach daran, dass die Leute da vorne zu viel voraussetzen. Und das ist auch was ich von Michael Bach, einem meiner akademischen Lehrer, gelernt habe. Der hat immer gesagt, naja, wenn jemand in einen Vortrag geht, gibt er 50% seiner kognitiven Fähigkeiten an der Garderobe ab. Weil letztlich ist es so, wenn du einem Vortrag zuhörst, ist es was anderes, als wenn du einen Artikel liest. Wenn du einen Artikel liest und hast jetzt irgendwas vergessen, wie war das jetzt nochmal mit dem Paradigma, kannst du zurückblättern. Das kannst du ja im Vortrag nicht. Du bist vollkommen vom Vortragenden abhängig. Und davon abhängig, dass diese Person dir die Information so aufbereitet, dass du vielleicht die wichtigen Elemente nochmal in redundanter Form irgendwie später in der Folie nochmal siehst, wenn jetzt die Ergebnisse beschrieben Also werden, nicht nur dass du die nochmal das Paradigma siehst. Das Strukturelle Okay, und auch. das gehört zu dem und zu jenem und so. Das ist ganz wichtig, ja. Also letztlich berührt es ein wichtiges Thema, was in der Psychologie eine große Prominenz hat.
das nennt sich Theory of Mind. Und Theory of Mind bedeutet, wie weit bin ich in der Lage, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und inwieweit bin ich in der Lage abzuschätzen, ob die Person gegenüber das, was ich ihr jetzt mit den beschränkten Mitteln, verbalen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, versuche zu vermitteln. Und da ist vielleicht ein großer Teil davon angeboren, das macht vielleicht unterscheidet gute von schlechten Lehrern, aber zu einem großen Teil kann man das auch lernen. Leider, also ich habe in meiner akademischen Ausbildung an keiner Stelle Input gekriegt in diese Richtung. Das fällt so ein bisschen hinten runter. Das ist vielleicht, weil da insgeheim ein Lehrer in mir steckt, ist es vielleicht bei mir ein Teil der Persönlichkeitsstruktur, dass ich da sehr darauf achte, dass, keine Ahnung, ja. Aber man kann es beibringen und ich sehe das jeden Tag bei mir im Labor, dass es da steile Lernkurven gab in der Vergangenheit von Leuten, die ich ausgebildet habe. Es braucht also eine gute Struktur und sprachliche Anpassung, oder? Es braucht diese Theory of Mind. Man muss sich klar machen, was kann ich voraussetzen und muss im Prinzip sich überlegen, wenn ich jetzt diesen Begriff verwende, kann ich voraussetzen, dass dieser Begriff bekannt ist oder muss ich kurz erklären, was es ist? Okay. Ja. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen davon gesprochen, man verarbeitet die Informationen, die man bekommt. Bezüglich so Auffassungsgabe, warum hilft es so vielen Menschen zum Beispiel zu zeichnen beim Zuhören? Das ist ja etwas, was in der Schule, zumindest als ich zur Schule gegangen bin, noch schwierig war. Da hat man Ärger manchmal bekommen, wenn man gezeichnet hat. Aber ich kenne es von mir selber. Ich konnte viel besser zuhören, wenn ich noch was anderes gemacht habe. Ne, das ist auch eine hervorragende Frage. Da gibt es tatsächlich auch in der Gedächtnisforschung. Ganz spontan tatsächlich, ja. Da gibt es in der Gedächtnisforschung auch einen Effekt, der ist bekannt als der Testing-Effekt. Und da haben wir tatsächlich auch schon Forschung dazu gemacht. Also es geht darum, das ist so ein typisches Paradigma, Vokabel lernen, 20 Vokabel, ja, und eine Gruppe kriegt die Vokabel einmal zu sehen und dann kriegt sie nochmal zu sehen. Und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann gibt es einen finalen Test. Dann wird geguckt, dann wird jetzt, was weiß ich, Deutsch, Japanisch, dann werden die deutschen Wörter gezeigt und dann wird geguckt, wie viele japanische Wörter erinnert man noch. In der zweiten Bedingung, das ist die spannendere, in der zweiten Bedingung werden die Paare nur einmal gezeigt. Und in der Wiederholung dann, in der Lernphase, werden nur die japanischen Wörter gezeigt und man muss innerhalb der Lernphase wird man schon getestet. Verstehe. Und dann geht wieder die Zeit, also es gibt sozusagen die nur Lernphase ist zweimal alles sehen, mit demselben zeitlichen Verlauf wie in der zweiten Bedingung, nur einmal sehen und das zweite Mal dann selber die Worte rekonstruieren. Dann haben beide eine Zeit, wo sie warten müssen, das kann ein Tag sein oder eine Woche oder so. Also die eine Studie, die ich gerade im Kopf habe, die haben das 3-mal getestet. Einmal nach einem Tag, einmal nach einer Woche und dann nach einem Monat. Oh, nach einem Monat, da geht doch gar nichts. Ja, jetzt pass auf. Das Spannende ist, dass die Vokabel 2-mal gesehen haben, waren nach einem Tag besser als die es nur einmal gesehen haben und dann getestet worden sind. Aber nach einer Woche hat sich das Bild komplett rumgedreht. Natürlich haben beide vergessen, also gibt eine spektakuläre Vergessenskurve, aber die beim zweiten Mal getestet wurden, die waren schon nach einer Woche besser als die 2-mal gelernt haben. Und nach einem Monat war dieser Unterschied noch größer. Okay. Und was hat das jetzt mit deiner Frage zu tun? Das hat damit was zu tun, wie aktiv beschäftige ich mich mit einem Inhalt, den ich lernen will. Letztlich muss der Inhalt, das ist im Prinzip wie so eine Art Puzzle oder so eine Art Netz und da wird jetzt was Neues drin verankert. Und die Frage ist, wie viele Ankerpunkte finde ich? Und wenn ich das jetzt bloß visuell angucke, dann habe ich weniger Ankerpunkte, als wenn ich damit arbeite. Ja, also ich habe zum Beispiel, als ich auf mein Examen gelernt habe, habe ich morgens gelernt und dann habe ich erst abends in meiner WG, meiner sehr geduldigen WG-Mitbewohnerin, alles nochmal erklärt. Die fand das sehr spannend und ich musste es in eigenen Worten wiedergeben. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt was nur lese oder ob ich, wenn ich es gelesen habe, dann versuchen muss,
mit eigenen Worten wiederzugeben. Das geht ja dann durchs Ohr und dann muss es nochmal durchs Sprachzentrum gehen, damit ich das verbalisieren kann. Und das ist wesentlich effektiver. Und wie ist das zu verknüpfen mit, man macht dabei was gänzlich anderes? Ach, du meinst, ich habe gedacht, die zeichnen sich irgendwas zum Inhalt. Nein. Ach so, da habe ich jetzt falsch verstanden. Ach, das Sorry. war ja trotzdem super interessant. Nee, aber ich meinte etwas, was tatsächlich nichts damit zu tun hat. Viele können besser zuhören und sich Inhalte merken, wenn sie dabei aufräumen zum Beispiel. Oder eben wie in der Schule, wenn sie dabei irgendwas zeichnen. Warum ist das einfacher für viele Menschen, die Informationen Das ist dann eine gute Frage. abzuspeichern? Da habe ich jetzt keine Antwort dazu, aber intuitiv habe ich das auch. Ich muss laufen, wenn ich gelernt habe. Ich muss laufen. Ich habe Karteikarten geschrieben, habe den Freiburger Wald durchspaziert in meinen Lernphasen und ich war immer total depressiv, wenn es geregnet hat, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber interessante Frage, die man eigentlich, wahrscheinlich gibt es ja schon Forschung dazu, aber habe ich nicht auf dem Schirm. Also es ist auf jeden Fall, gibt es so Ansätze in Richtung ADHS, dass Menschen mit ADHS zum Beispiel so besser lernen können, dass der Fokus schwerer fällt, wenn man sich nur darauf konzentrieren soll, auf den Inhalt selber und dabei nicht vielleicht zum Beispiel etwas anderes machen kann und so weiter. Also Kann sein, aber dann... naja, Da müsste man zeigen, kleine Bemerkung, da müsste man aber erstmal zeigen, dass die besser lernen können, wenn sie zeichnen, auch wirklich zum ADHS-Spektrum gehören. das ist jetzt einfach etwas, was, Ja. jetzt gerade wird das ja in den letzten Jahren immer mehr untersucht. Ja, Das ist ja, auf jeden Fall etwas, das ich mitbekommen habe. Ja. Ich wollte noch sagen, den Begriff, den ihr vorhin gesucht habt, ich glaube, du meintest die Synästhesie. Kann das sein? Synästhesie, Die vielen Verschmelzung Dank. Genau, von Sinn? Synästhesie, also sozusagen, wenn ich eine bestimmte Zahl mit einer bestimmten Farbe assoziiere. Also für manche Menschen hat die Zahl 5 die Farbe rot oder so. Ja, das ist Synästhesie, genau. Mir ist das tatsächlich direkt eingefallen, weil mein bester Freund das hat und er kann Musik sehen. Das ist total spannend. Ich würde mir das so gerne vorstellen können, aber egal wie er es beschreibt, ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, und ist dann Musik, die er mag, führt die zu schönen Bildern und Musik, die er nicht mag, zu hässlichen Bildern? Ich Musst müsste du ihn mal fragen. Ich müsste ihn noch mal fragen, ja. Aber es sind einmal Schwingungen, es sind Farben, es sind unterschiedliche Formen und so weiter. Ja. Weil ja, vielleicht hat sich das, und das wäre eine gute Frage an ihn, vielleicht hat sich das über die Jahre ja auch verändert. Auch eine spannende Frage. Naja, ich berichte dir. Okay, es gab irgendwie so einige Drogenfragen. Ja. Ich weiß nicht, wie versiert du da bist. Ein bisschen hattet ihr ja auch darüber gesprochen. Inwiefern du jetzt zum Beispiel auf konkrete Drogen noch eingehen kannst. Ich habe das nicht so sehr auf dem Schirm. Es waren wirklich sehr viele Menschen daran interessiert. Ja, es gibt da bestimmt Kollegen, die ihr einladen könnt, die da wesentlich kompetenter drüber sprechen können als ich. Ich werde das einfach nur mal kurz ankratzen und du sagst, ob du was Verzeihung, dazu sagen kannst. Sorry. So, können Drogen Menschen zu besseren Menschen machen? Manchen behaupten ja zum Beispiel MDMA, aka Kuscheldroge, Serotoninausschüttung, große Ritalin, Glücksgefühle und dann Gedächtnis, Einfühlungsvermögen, das gesteigert wird. Was sagst du dazu? Also es gibt diesen konkreten Fall, das war dieser Fall von diesem Menschen, der mich da angegriffen hat. Das weiß ich, dass es gibt Psychopharmaka, die wirken und die ihm ermöglichen, ein relativ geordnetes Leben zu führen. Und wenn immer mal wieder setzt dann diese Drogen ab, weil die Nebenwirkungen haben und er die dann nicht mehr nehmen will. Und dann kommt er wieder in dieselbe Schleife rein und dann passiert wieder irgendwas und dann ist er wieder in der Psychiatrie, dann kommt er wieder zurück und so. Also bestimmte Drogen, weiß nicht, Depressivität, ich kenne mich da nicht so aus, die wohl irgendwie manchen Menschen aus dem Tal heraushelfen und dann hoffentlich dann auch abgesetzt werden können. Insbesondere, also ich bin sehr skeptisch gegenüber Drogen, die irgendwelche Leistungssteigerungen versprechen. Kokain und so, oder was meinst du? Sowas. Weil ich glaube, dass es, und das ist jetzt keine esoterische Formulierung, sondern eine Formulierung, die aus meinem Biologiestudium resultiert, dass es sowas wie eine Homöostase des Organismus gibt. So ein Gleichgewicht.
Okay. Ja, da spielt irgendwie die Anzahl der Hormone, die da fließen und so, das spielt eine Rolle, die dafür sorgen, dass das System funktioniert. Das hat sich evolutionär entwickelt und hat zu diesem Gleichgewicht geführt. Und wenn jetzt ein Mensch einigermaßen gesund ist, greifen diese verschiedenen Aspekte, die Physiologie stabil halten und damit auch einen großen Teil des mentalen Systems, die greifen gut ineinander. Es gibt natürlich Krankheiten, wo das nicht so gut funktioniert, da muss man eingreifen und muss dann halt mit den Konsequenzen leben. Das Entscheidende ist, ob die Lebensqualität verbessert wird. Aber ich würde es mal sagen, wenn man einfach aus just for fun oder weil man jetzt irgendwie eine Leistungssteigerung erfahren will, bereit ist, das Risiko einzugehen, diese Homöostase zu stören. Und das macht man, wenn man solche Drogen einführt. Aber bessere Menschen? Glaubst du daran? Also erstmal, ich rede jetzt erstmal über Leistungssteigerungen. Ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass da was aus dem Gleichgewicht gerät, weil das halt kein Stoff ist, der sozusagen in einer angepassten Weise im Laufe der Evolution in dieses System hinein entwickelt wurde. Deshalb halte ich da von diesen leistungssteigernden Drogen nicht so viel. Also ich würde es nicht machen. Einen besseren Menschen, naja, also das ist jetzt, da müsst ihr das erstmal definieren, was ein schlechter Mensch ist, was ein guter Mensch ist. Na, sagen wir jetzt mal, ne, wenn wir jetzt darauf schauen, MDMA, das war jetzt ein Beispiel, sagen wir mal, jemand wird dadurch einfühlsamer. Das könnte man ja durchaus als einen Aspekt guten Charakters bezeichnen, oder? Ja, da bin ich nicht kompetent genug, da äußere ich mich nicht dazu. Verstehe ich. Dafür hast du jetzt so einen anderen theoretischen Ausflug mit uns gemacht. Ja. Dann noch mal ganz kurz dazu, wenn du sagst, da kann ich wirklich nichts zu sagen, dann kannst du das jetzt einfach kurz sagen. Aber eine Frage war, gibt es Drogen, die die Neurogenese, also klarifiziere kurz, Bildung neuer Nervenzellen beziehungsweise Neuroplastizität, also Umbau neuronaler Strukturen in Abhängigkeit von ihrer Aktivität steigern können? Ist auch was, wo ich mich zu wenig auskenne. Okay. Keine Ahnung. Wie findest du die Frage? Die ist spannend. Natürlich kann das hochrelevant sein, zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten. Ja? Also da ist ja sozusagen die Verbindung gekappt im Rückenmark und wenn sowas gäbe, dass man Wachstum wieder stimulieren kann und diese Verbindung damit schließen, wäre das natürlich fantastisch. Klar. Ja. Na gut, dann gucken wir, was sich in den nächsten Jahren dann noch so ergibt. Ja. Dann hatte ich ja erklärt oder erzählt, es gab so einige Unterhaltungen zum Thema Nahtoderfahrungen. Einmal grundsätzlich, was sind deine Gedanken dazu? Manche Menschen berichten ja von ungewöhnlichen Erfahrungen im Bereich zwischen Leben und Tod, dann zum Beispiel Abläufe während der Reanimation. Und dann erzählen die, was genau passiert ist und man kann das im Nachhinein tatsächlich genauso bestätigen. Was denkst du? Also das ist ein sehr schwieriges Thema. Also wir haben ja viel über Wahrnehmung gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass im Prinzip unsere Wahrnehmungsinhalte natürlich auch von unserem Wahrnehmungsgedächtnis beeinflusst sind. Weil a priori die Informationen, die wir über unsere Sinne erfassen, a priori verrauscht, unvollständig und viel schlechter ist, als wir uns das vorstellen können, gegeben unserer Wahrnehmungsinhalte, die wir jeden Tag haben. Wir haben auch über außergewöhnliche Bewusstseinszustände gesprochen. Ich würde jetzt mal sagen, eine Situation, die zu einem Nahtoderlebnis führt, bringt den Organismus an die Grenzen seiner Existenz. Das ist ein außergewöhnlicher Zustand auch fürs Gehirn. Sauerstoffmangel, was weiß ich, bestimmte Drogen, bestimmte Hormone, die da ausgeschüttet werden und so. Das ist ein außergewöhnlicher Zustand. Ich meide jetzt Bewusstseinszustand zu sagen, weil ja doch, im Prinzip ist es ja auch, die sind ja dann auch bewusst, wenn sie die Nahtoderfahrung machen. Und wir wissen ja, dass es
Endorphine gibt, dass es gewisse körpereigene Drogen gibt, die einen in einen Rauschzustand versetzen können, die sozusagen in sehr schmerzlichen Situationen diese Schmerzen mildern können. Ja? Also so eine Art Notsystem, das das Gehirn aktiviert. Du sprichst jetzt auch von Adrenalin und so Ja, weiter. genau. Und die Frage ist jetzt, wie viel von dem, was die Leute berichten, ist halt Teil dieses Notfallsystems, was sozusagen Gedächtniskonzepte aktiviert, die man halt kulturell gelernt hat, die mit, also zum Beispiel das Stichwort Licht, ja, am Ende des Tunnels, ja, Licht ist a priori positiv besetzt, ja, Sonnenstrahl und Harmonie und so, das sind alles erstrebenswerte mentale Zustände, die man selbst erfahren hat, als positiv bewertet hat, die man in der tradierten Glaubensgemeinschaft, in der man vielleicht erwachsen wurde, sozusagen mit erfasst hat, die sich tief ins Gedächtnis eingeprägt haben und die möglicherweise als positive Szenarien aktiviert werden in einer existenziellen Situation. Das ist ja auch was zu diesem Thema diskutiert wird. Gut, natürlich gibt es dann so auch Geschichten mit Kommunikation mit den Verstorbenen und so. Und es gibt natürlich auch viele Versuche, da experimentell tätig zu werden. Also, dass man, oft ist ja so eine Nahtoderfahrung auch mit so einer außerkörperlichen Erfahrung verbunden, dass man sich von oben sieht und alles beobachten kann, was da passiert und so und das auch nachher erzählen kann. Und also es gibt ja Studien, wo sie dann nachher versucht haben, auf irgendwelche Schränke ganz oben irgendwelche Bilder zu legen oder Texte zu legen, dass wenn die wirklich da oben rumfliegen, dass sie dann das lesen können und dann, wenn sie wieder zurück im Körper sind, sagen, das ist ganz lustig. Also mir fällt jetzt eine Studie ein. Aber was ist dabei rausgekommen? Ja, sage ich jetzt. So. Mir fällt eine Studie ein, wo sie das halt versucht haben. Und das ist ja auch keine einfache Forschung. Ja? Man muss sich das klingt immer alles so einfach. Das ist in 2, 3 Sätzen erzählt, aber eigentlich ist das wahnsinnig aufwendig. Ja? Weil solche Nahtoderfahrungen sind ja seltene Ereignisse. Und man muss ja das immer auch aus der Perspektive des Forschers sehen. Wenn jetzt da jemand so eine Studie macht, das kann sein, dass der da Wochen, Monate lang wartet, bis er einen Fall hat, ja, und wenn er dann vielleicht 20 will oder 30, um da statistisch mit dem Datenmaterial arbeiten zu können, kann das mal 3, 4 Jahre ins Land gehen, ja, und dann gibt es halt, Wissenschaft funktioniert dadurch, dass am Ende gezählt wird, na, wie viel hast du publiziert im Jahr? Das sind alles so Bottlenecks, die solche Forschung schwierig machen. So, jetzt gab es diese Studie. Und dann haben die ewig gewartet, haben die da ihre Zettel oben hingelegt und haben ewig gewartet, bis es mal wieder so ein Nahtoderlebnis gibt mit außerkörperlicher Kombination. Dann gab es eins. Und? Ausgerechnet am Tag vorher hat die Putzfrau das Zeug weggemacht. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Forschung. Dann haben die es nicht nochmal versucht, oder wie? Also ich weiß jetzt, möglicherweise gibt es einzelne Fälle, wo jemand so einen Einzeltreffer erzielt hat. Ich glaube, sowas gibt es. Ich weiß jetzt leider die Referenz nicht mehr. Insgesamt ist das Bild wie in allen Bereichen dieses Forschungsbereichs sehr heterogen. Es gibt keine klaren Evidenzen. Nichts, wo man sagen kann, okay, das haben wir jetzt gemacht und da haben wir 15 von 20 haben sagen können, was da oben gewesen ist und das haben wir 4-mal repliziert. Ja? Das gibt es nicht. Ja, es gibt viele Negativbefunde, es gibt ein paar wenig positive Befunde und da gibt es viel Kritik. Zum Beispiel, ja, aber hey, die sind da gelegen und konnten ja dann in der Uhr hat sich das, was oben auf dem Schrank ist, gespiegelt und so, solche Sachen. Es ist auch schwierig, das alles auszuschließen. Das ist jetzt ein Aspekt von dem Ganzen. Also es ist schwer zu beurteilen. Es gibt wirklich spektakuläre Geschichten dazu, aber es gibt dann noch einen anderen interessanten Aspekt. Und der Aspekt ist, ab wann wird denn jemand als tot erklärt? Und das ist eigentlich eine ganz schwierige Frage. Ja. Also was heißt denn sterben? Auf welcher Zeitskala findet es statt? Bin ich in einer Minute lebendig und dann in der anderen Minute tot? Oder ist es ein Prozess, wo langsam sozusagen der Geist sich verabschiedet und dann wie lang ist der Prozess? Da gibt es wirklich spannende Forschung dazu. Ich war
jetzt. Aber gibt es so keine feste klinische Diagnose? Ja, es gibt eine Liste von Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und diese Liste variiert von Land zu Land. Oder Definition, nicht Diagnose. War. Also es gibt Kriterien und diese Liste variiert. Also es gibt kein Common Sense darüber, was sind die Kriterien, dass jetzt ein Organismus wirklich tot ist. Und natürlich haben diese Kriterien was dazu zu tun mit EEG, bestimmte Sauerstoffmessungen auch im Blut und all sowas. Und oftmals hat man in so einer Situation gar nicht die Messinstrumente, um das alles zu erfassen. Das heißt, es gibt da ein ganz großes Fragezeichen, wenn jemand sagt, okay, er war jetzt tot, hat diese Nahtoderfahrung gehabt und ist jetzt wieder ins Leben zurückgekommen. Ja, war der wirklich klinisch tot? Und kann ja dann eigentlich alleine wegen des Wortes nicht, oder? Also tot. Wenn man das jetzt einfach nur mal darauf... Das ist die Frage, aber das wird alles diskutiert. Ne? Das wird diskutiert. Also die eine Frage ist das eine Halluzination, die jemand hat, wo Gedächtnis... Aber wieso kann die so akkurat sein? Also dass dann tatsächliche Details sich decken ja, mit dem, deine was Träume ist. sind ja auch sehr akkurat manchmal. Also oder? Gehst du davon aus, dass es auch Zufälle sein können? Da ist sicher ein großer Prozentsatz dabei. Aber es ist schwer fassbar. Wie der ganze Bereich, mit dem sich unser Institut beschäftigt. Es ist wirklich schwer fassbar. Ja. Und es ist einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das da genau hinzugucken. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch mal auf was Ähnliches ein. Ja. Und zwar kennst du ja bestimmt die Geschichte der Marienerscheinung von Fatima. Ne? Für alle, ich hole euch mal kurz ab. Und zwar ist das ein großes religiöses Erlebnis des 20. Jahrhunderts von der römisch-katholischen Kirche als Wunder bezeichnet. Am 13. Oktober 1970 hat sich in Fatima in Portugal eine 50.000 bis 70.000 große Menschenmenge versammelt, um etwas zu beobachten, was 3 junge Hirten angekündigt haben, das sogenannte Sonnenwunder. Und Beteiligte hatten dann berichtet, die Sonne habe sich wie ein Feuerrad bewegt, das Licht wäre ganz anders geworfen worden, es habe sich wie ein Weltuntergang angefühlt und dann Kleidung, die vorher nass war, war direkt trocken und so weiter. Was sagt der Wissenschaftler dazu? In diesem Zusammenhang kann ich Elizabeth Loftus ins Spiel bringen. Elizabeth Loftus ist eine Gedächtnisforscherin, die ganz tolle Forschung macht. Und letztlich ist das, was du jetzt sagst, sind Berichte von Leuten nach dem Erlebnis. Ne? Das sind Gedächtnisreports. Und ich weiß jetzt die Details nicht, aber man kann jetzt natürlich davon ausgehen, dass die Leute, die waren vor Ort und dann gab es da irgendwas, was passiert ist und dann haben die Leute vielleicht unmittelbar danach sich aber untereinander unterhalten. Ja, oder es gab Reaktionen, wie Leute auf die Knie gefallen sind. Seht ihr das Licht und was weiß ich. Und dann gab es Leute, die dann Protokolle gemacht haben. Die haben dann sich hingesetzt und haben die Leute interviewt und mit denen gesprochen. So, warum ist jetzt die Elizabeth Loftus so wichtig? Weil die hat ganz explizit Forschung dazu gemacht, wie man das Gedächtnis von Menschen manipulieren kann. Wie man den Leuten irgendeine Szene vorspielt und dann wartet man eine Weile, dann gibt man denen irgendwelche Informationen und dann wartet man wieder eine Weile und dann die in irgendeiner Weise, die Information, die in irgendeiner Weise in Zusammenhang steht mit dem, was sie gerade gesehen haben oder erlebt haben. Und dann stellt man ihnen Fragen zu dieser Szene. Und dann hat sie wunderschön gezeigt, wie Leute in ihr Gedächtnis Dinge inkorporieren, die aus dieser sekundären Information stammen, die sie aber nicht erlebt haben, aber die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie das erlebt haben oder gesehen haben. Felsenfest. Also dann auch gegenseitige Bestätigung von denen, die dort waren. Und genau. Ne? Und ich glaube, dass das, und da gibt es auch Studien dazu, dass eben Leute, wenn das ein emotional prekärer Moment war, und das ist es ja, das ist ja, im Prinzip ist das ein außergewöhnlicher Massenbewusstseinszustand,
Die Leute, die sind ja in großer Erwartung. Die sind hochgradig emotional aufgeladen. Und es gibt Forschung dazu, ich kann jetzt keine Zitate angeben, aber es gibt Forschung dazu, wie da sowas, was die Loftus untersucht hat, auch festgestellt wurde, dass die Leute dann Narrative übernehmen und felsenfest davon überzeugt sind, dass sie genau das auch erlebt und genau das auch gesehen haben. Aber das heißt, du würdest auch sagen, dass das Antizipieren von dem, was passiert, was passiert sein soll, eine Rolle gespielt hat, oder? Dass diese 3 Hirtenkinder meinten, das wird gleich passieren und deswegen... Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist alles Blödsinn, ich will nur sagen, dass das in diesen Berichten eine Rolle spielt und dass es im Nachhinein schwierig ist, das reale Event von dem, was von den Streichen, die das Gedächtnis mit einem spielt, durch Interviews zu trennen, das ist fast unmöglich. Also es ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, dass es eine schwierige Gemengelage ist und dass diese Berichte nicht einwandfrei einordnbar sind als klare Evidenz für das Erscheinen von Maria. Also was da ja auch viel passiert ist, man hat dann Stimmen Kredibilität zugesprochen, weil da zum Beispiel JournalistInnen und so weiter anwesend waren, die dasselbe bestätigt haben, was zum Beispiel nicht JournalistInnen erzählt haben. Ne? Okay. Ja. Tja, okay, ich guck mal, ich habe jetzt noch ungefähr 5 hier liegen. Thilo kam gerade rein und hat eine Frage reingereicht. Ich weiß nicht, ob sie mit spontan kam oder ob die noch aus dem Chat ist. Die Frage lautet, ist Schlafwandeln ein Thema für dich? Beschäftigst du dich damit? Nee. Ist aber auch spannend. Also ich meine, ich kann kurz was dazu sagen. Also es gibt ja so einen Hemmmechanismus in unserem Gehirn, der das Motorsystem lahmlegt, während wir schlafen und sozusagen verhindert, dass wir schlafwandeln. Und in der Regel ist es bei Schlafwandeln so, dass das nicht richtig funktioniert. Aber das habe ich so nebenbei mit aufgeschnappt in meinem Studium, aber qualifiziert, da kann ich da nichts dazu sagen. Also ich kenne jetzt nicht die Forschungslage dazu. Ich kenne aber aus Berichten von Menschen die Zusammenhänge, also das, was ich öfter mitbekomme, ist einfach, dass dann zum Beispiel irgendwie ein psychischer Ausnahmezustand oder so an dem Tag war, dass es einem besonders schlecht ging, dass die Personen das Gefühl haben, damit was zu verarbeiten. Okay, ja. Manche werden dann auch proaktiv fangen an, Wäsche zu falten und so weiter. Aber na, siehst, da weißt du mehr als ich. Nee, ich weiß also gar nicht. Ne? Also ich zitiere jetzt gerade nur Sachen, die mir Bekannte erzählt haben. Aber okay, dann gucke ich mal kurz, was passt hier noch gut rein. Das finde ich ganz spannend. Wurde Mathematik G oder erfunden? Da gibt es tatsächlich in der Mathematik auch eine Debatte darüber. Also ich würde sagen, Mathematik wurde gefunden. Warum? Weil, also erstmal ist ja, das habe ich ja, als wir über Mathematik gesprochen haben, habe ich schon gesagt, was mich immer fasziniert hat, dass man für Mathematik eigentlich nur einen Bleistift und ein Stück Papier braucht. Also für die höhere Mathematik braucht man auch keinen Taschenrechner. Für bestimmte Arten von Mathematik. Und was mir gar nicht klar war, was ich aber dann an der Uni gelernt habe, ist, dass Mathematik tatsächlich nicht in den Bereich der Naturwissenschaften verortet wird, sondern in die Philosophie. Also Mathematik ist eigentlich eine philosophische Fakultät. Inwiefern? Ja, das ist einfach zugeordnet worden, weil das eine Geisteswissenschaft ist. Das hat ja nichts mit Natur zu tun. Primär. Hat das wirklich nichts mit Natur zu tun? Ja, nee, das ist ich ja meine, das man Tolle. kann ja zumindest bei Geometrie und so weiter sagen, aber schon. Das ist ja das Tolle. Also Mathematik findet auf dem Papier mit Bleistift statt. Und jetzt gibt es eine lustige Debatte zwischen Physikern und Mathematikern. Aber ist das so? Ich meine, man sieht ja zum Beispiel, jetzt Geometrie bezogen zum Beispiel, das findet man ja durchaus in der Natur wieder. Ja, natürlich. Aber genau da will ich jetzt was drüber sagen. Okay, es gibt so eine lustige Anekdote, wenn du jetzt einen Physiker fragst, wie er Mathematik einordnet, und wenn du Mathematiker fragst, wie er Physik einordnet, dann kommen folgende Antworten. Der Physiker sagt, naja, Mathematik ist ein Hilfsmittel für uns.
würde vielleicht der Biologe auch sagen. Und der Mathematiker sagt, naja, also Physik ist im Prinzip einfach nur eine von möglichen Anwendungen von Mathematik. So kenne ich das auch. Ja, und ich finde das ganz lustig, ja, weil sozusagen, und das ist ja eigentlich auch das Faszinierende. Also es ist so, dass Mathematik in der philosophischen Fakultät lokalisiert ist. In manchen Unis ist es die mathematische Fakultät dann als eigene Fakultät, aber ist eigentlich war ursprünglich in der Geschichte der Wissenschaft eine philosophische Disziplin. Ich bin gerade am Überlegen, ich hatte das im Beifach im Bachelor. Nee, man kann dir nichts dazu sagen. Aber das Faszinierende ist aber, dass halt mit irgendwas, was man sich auf mental ausdenkt und mit Bleistift auf Papier schreibt, kann man die Natur beschreiben. Also man kann sozusagen Mathematik anwenden auf die Natur. Das heißt, sie auf intelligente Weise kann sie Gesetzmäßigkeiten in einer sehr kompakten Form, wie man sie in der Natur findet, beschreiben, wiedergeben. Was kann ich dann mit x = 2 beschreiben? Na, ich kann es mal schön darstellen, ja? Okay, also es ist ein bisschen kompliziert. Ja? Also, Try me. Ich war nicht gut in Mathe. Okay. Also jetzt geht es darum, um deine Anpassung aber du an hast die... Mathe trotzdem im Bachelor dann? Nein, Philosophie hatte ich als Beifach. Philosophie im Bachelor, Ja. okay. Okay, also fangen wir an. Aber jetzt kannst du das anwenden, was du gemeint hast, Ja, und zwar genau, Anpassung. genau. Okay, let's go. Also pass auf. Stellen wir uns vor, wir machen jetzt ein Experiment. Ja? Wir haben eine Gruppe, die kriegt eine Flasche Bier zu trinken und eine Gruppe, die kriegt eine Flasche Wasser zu trinken und dann müssen die ein Experiment machen mit Reaktionszeiten, wo wir dann Reaktionszeiten messen. Ja? Okay. So, dann, was man jetzt so intuitiv denkt, ist, okay, wir haben jetzt 2 Gruppen, wahrscheinlich sind die mit dem Bier oder mit, sagen wir mal, sie haben Schnaps getrunken, höherer Alkohol, die sind langsamer wahrscheinlich. Wir rechnen Mittelwerte aus, vergleichen die Mittelwerte. Es ist was ich vorhin schon gesagt habe, naja, aber was ist jetzt der Mittelwert? Ich habe in jeder Gruppe 20 Leute oder sagen wir mal, ich habe 100 Leute in jeder Gruppe, dann ist es anschaulicher. Und ich rechne jetzt den Mittelwert, wahrscheinlich wird es einen Unterschied geben, aber eigentlich geht es darum, nicht um den Mittelwert, sondern um die dahinterliegende Verteilung. Was heißt es jetzt Verteilung? Das heißt ja jetzt nicht, dass alle, die einen Schnaps getrunken haben, 800 Millisekunden Reaktionszeit haben bei dieser Aufgabe. Das heißt, es gibt welche, die haben vielleicht 600, es gibt welche, die haben 1000 Millisekunden. Das heißt, es gibt eine Streuung und diese 800 Millisekunden mittlere Reaktionszeit ist nur repräsentativ für die Gesamtgruppe. Aber hinter dieser Zahl 800 verstecken sich ganz viele Zahlen. Und die kann man jetzt auftragen. Kann man jetzt auf der X-Achse, kann man jetzt sozusagen sagen, okay, ich mache jetzt verschiedene Körbchen und da trage ich jetzt ein Reaktionszeiten von 400 bis 450. Das ist ein Körbchen, Reaktionszeiten von 450 bis 500 ist das zweite Körbchen bis zur maximalen Reaktionszeit. Ja? Und da gucke ich jetzt, wie viele Punkte habe ich in jedem Körbchen drin. Also wie viele Personen haben jetzt eine Reaktionszeit in diesem Bereich, wie viele im anderen Bereich und das kann ich dann grafisch auftragen und dann habe ich so eine Säulenkurve, ja, also ich habe dann für jedes Körbchen habe ich eine Säule und dann sehe ich das so bei 800 wahrscheinlich auf der Y-Achse ist dann, wie viel sind in dem Körbchen drin und dann habe ich da im Prinzip so steigt das auf bis 800, dann steigt es wieder ab. Eine Sinuskurve. Nee, wahrscheinlich eine Normalverteilung. Bei Reaktionszeiten nicht wirklich eine Normalverteilung, sondern eine Gamma-Verteilung. Also ich habe dann sowas, was hochgeht und wieder runter, das ist die Verteilung. Und eigentlich macht die Statistik, wenn ich jetzt ausrechne, unterscheiden sich die 2 Gruppen. Die vergleicht eigentlich nicht die Mittelwerte, die vergleicht eigentlich die Verteilungen, weil die guckt nämlich nicht nur auf die Mittelwerte, sondern auch auf die Streuung. Also wie gut repräsentiert der Mittelwert die Verteilung. Ja? So. Und jetzt ist es so, das ist ja ein mühsames Geschäft. Ich muss jetzt diese ganzen 100 Daten in die Hand nehmen und dann muss ich da anfangen zu zählen und so. Ja? Und dann habe ich jetzt zwar meinen schönen Graphen, aber das war ein mühsames Geschäft. Jetzt kommt die Mathematik. Und die Mathematik, die hat eine einfache Formel für eine Gamma-Verteilung, der Reaktionszeiten typischerweise folgen. Und diese Gamma-Verteilung hat 2 Variablen. Das heißt, ich kann meine 100 Daten mit einer mathematischen Formel mit 2 Variablen komplett beschreiben. Ich brauche gar nicht
zählen und so. Ich kann das komplett beschreiben. Ich kann das drüberlegen und dann kann ich mit diesen 2 Variablen Statistik weitermachen. Also das heißt, diese Formel, die nur ein mathematisches Gebilde ist, beschreibt die Natur. In perfekter Weise. Und ich kann dann nachher, wenn ich weitere Rechnungen mache, kann ich mit diesen Daten viel einfacher umgehen, weil sie diese Daten erfasst und diese Verteilungsformel viel mächtiger ist als so ein einfacher Mittelwert. Das war anstrengend. Ich habe versucht, dir zu folgen. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Dankeschön. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Ja. Und zwar, ich habe das jetzt ein bisschen abgeändert. Über welche Klärung einer Frage in der Forschung würdest du dich am meisten freuen? Und sorry, dass ich das mit Mathe jetzt so abgeschnitten habe, Nein, aber das ist ganz gut, ich hätte gut. 600 Rückfragen, weil viele Fragezeichen. Nochmal, welche Frage? Also die Klärung welcher Frage in der Forschung würde dich am meisten freuen? Da gibt es viel. Frech, ne? Also ich zähle mal ein paar auf. Also ich fände das sehr spannend zu wissen, ich fände das sehr spannend rauszukriegen, ob vielleicht kann man es zusammenfassen. Eine gute Erklärung, was Bewusstsein ist, das fände ich sehr spannend. Weil das würde vielleicht auch die Frage klären, kann KI-Bewusstsein erlangen? Und Tiere und so weiter. Können Tiere Welche Bewusstsein davon? erlangen? Ist die Theorie so dann, dass die außergewöhnlichen Phänomene, die wir im Institut messen, damit inkorporierbar wären? Sowas zum Beispiel. Das fände ich, das ist so das große Rätsel der Menschheit, Bewusstsein. Finde ich eine gute Antwort. Okay, Thilo, komm noch mal rein mit einer Frage. Ist Konzentration eine sogenannte mentale Muskelkraft, die man trainieren kann? Also, die Muskelanalogie, die suggeriert natürlich, dass beim Sport ist es ja so, irgendwann kann man nicht mehr. Ja? Wenn man das Fußballspiel gestern Abend angeguckt hat und gesehen hat, dass die Engländer dann irgendwann in den Seilen hingen, da haben die Muskeln dann vielleicht nicht mehr mitgespielt. Vielleicht hat es auch mit den ganzen Fouls zusammen. Möglicherweise. In gewisser Weise greift diese Analogie. Also was ist eine Analogie? Dieses Sockenbeispiel, was ich gebracht habe im Kontext von der Quantenphysik. Also ich meine, Analogien gibt es, seit es Wissenschaft gibt. Man versucht sozusagen mit einem Konzept, was man verstanden hat, ein Konzept anschaulich zu erklären, wo es vielleicht noch gar keine Begriffe dafür gibt oder was halt für jetzt mein Gegenüber neu ist. Analogien haben aber immer eine begrenzte Erklärungskraft. Ja? Und deshalb, also ich meine, jetzt ein Gehirn ist halt kein Muskel, weil es anders funktioniert, aber ein Gehirn und Aufmerksamkeit kann natürlich auch ermüden. Ja? Also irgendwann ist man einfach nicht mehr aufnahmefähig. Bei mir setzt dann irgendwann mal die Migräne ein oder ich muss dann, wenn ich einen komplizierten Artikel lese, muss dann jeden Paragraphen 3-mal lesen, weil ich merke, ich kann mich nicht mehr fokussieren drauf. Insofern würde ich sagen, ja. Du würdest sagen, Konzentration ist eine mentale Muskelkraft. Ja, also das würde ich sagen, ist eine Analogie. Und wie ein Muskel ermüden kann auch die Konzentrationskapazität an ein zeitliches Limit kommen. Okay, finde ich eine schöne abschließende Antwort. Dann würde ich sagen, können wir dir an dieser Stelle danken. Ein langes, spannendes Gespräch. Und euch möchte ich danken, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schön, dass ihr euch auch beteiligt habt im Chat. Es war sehr spannend zu lesen, was so eure Gedanken waren. Nächstes Mal gerne nochmal einschalten. Und jetzt seht ihr die Namen aller Leute, die im letzten Monat unterstützt haben. Macht das gerne weiterhin. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.